So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Jörg Barbarowski und bin Historiker. Was für ein Historiker? Für Osteuropa. Geschichte Osteuropas an der Humboldt. Mehr hatte für mehr war nicht das Studium da? Doch, war mehr da, aber gab nicht Stellen für alles, was ich im Angebot habe. Okay. Westeuropa war schon belegt oder Rest der Welt? Westeuropa war schon belegt, bin auch philosophisch interessiert, hätte ich auch machen können. Am Ende war das ein Zufall, dass es das wurde. Aber das mache ich. Aber ich muss ja nicht nur das machen, nur weil die Berufsbezeichnung so ist. Was machst du dann noch? Naja, ich interessiere mich, wie ich ja schon gesagt habe, ich interessiere mich für Philosophie, für Theorie, für Ethnologie. Ich interessiere mich für alle möglichen Dinge, die mit dem menschlichen Leben zu tun haben. Das machen ja Historiker. Das können sie so machen oder so machen. Und ich nehme mir die Freiheit, weil ich ja die Freiheit der Lehre habe, zu machen, was ich will. Und was für ein Historiker bist du? Ich bin ein Historiker, der sich mit dem Leben von Menschen befasst. Das machen zwar alle Historiker, aber sie tun es auf sehr unterschiedliche Weise. Aha. Ich wundere mich gerne. Wundere mich, warum machen Menschen Dinge, die ganz eigenartig sind, die merkwürdig sind, die ich so nicht tun würde und die andere auch nicht so tun. Das ist im Grunde so etwas, wie soll ich das sagen? Eine Reise wie ein fremdes Land, wenn man sich mit Menschen aus der Vergangenheit beschäftigt, die merkwürdige Dinge tun, in merkwürdigen Ordnungen leben und alles ganz anders machen. Das ist interessant, das interessiert mich. Es hat mich immer schon interessiert, mir einen Reim darauf zu machen, was Menschen tun. Und dann lernt man, dass man auf ganz verschiedene Weise in der Welt sein kann. Das finde ich aufregend. Okay. Das Staunen. Aus dem Staunen kommen die Fragen. Aber kommt aus dem Staunen noch irgendwann Antworten? Ja, aber immer wieder andere. Okay. Es hängt davon ab, wie man staunt und wie man überrascht wird, welche Antworten man dann bekommt. Und Historiker staunen auf unterschiedliche Weise, weil sie unterschiedliche Menschenbilder haben. Die einen haben ein optimistisches, die anderen ein pessimistisches Menschenbild. Die einen, wenn sie Gewalt sehen oder empathisches Verhalten, erklären es so und die anderen so. Und das muss man immer mitreflektieren, wenn man staunt, dass man einen Standpunkt hat, einen Ort, von dem aus man die Welt bestaunt. Man ist ja nicht im Nirgendwo, steht nicht im Nirgendwo. Erinnert mich ein bisschen an Journalismus. Da kommt man ja auch aus einer subjektiven Perspektive. Ja. Also es gibt ja immer so die Forderungen, ne, also auch aus dem Publikum, das muss neutral und objektiv sein, wo du denkst, okay, aber jeder Journalist ist ein Mensch, jeder Historiker ist ein Mensch. Und darum wir starten aus einer eigenen Perspektive. Ja, aber das Entscheidende daran ist, dass man zwar auf der einen Seite weiß, dass es subjektiv ist, aber dass man es sich klar macht, dass es keinen neutralen Standpunkt gibt. In die Falle, in die viele Journalisten und Historiker hineinlaufen, ist, dass sie ihre subjektiven Auffassungen für neutral halten. Das kann nicht funktionieren. Genau, also du hast recht. So das gibt es aber bei Historikern? Ja, natürlich. Objektivitätsansprüche. Es gibt Historiker, die glauben, dass sie sozusagen von ihrem Gegenstand sich so weit entfernen können, dass sie ihn neutral sehen können und Objektivitätsansprüche erheben und glauben, sie können die Dinge in ihrem So-Sein beschreiben. Das können sie aber nicht und es ist harte Arbeit, darüber zu reflektieren, was man alles in eine Beschreibungssituation mitbringt. An eigenem kulturellen Gepäck, Subjektivität und Ähnlichem. Das ist anstrengend und natürlich auch zermürbend und frustrierend, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, mit welchen Urteilen man an eine Sache herangeht. Aber wenn man sie sich bewusst macht und es den Lesern und den Zuhörern mitteilt, was man da gerade tut und aus welcher Prämisse man zu einem Urteil kommt, dann ist es auch nicht schlimm, dann haben alle was davon gelernt. Zum Beispiel bei uns funktioniert der Journalismus so, wir gehen transparent mit quasi unserer Haltung und dem Weltblick um und tun nicht so, als ob das jetzt irgendwie ganz neutral und objektiv ist, sondern so gucke ich auf die Welt und so gehe ich halt mit der Machtkritik um. Und das machen Historiker. Machst du das nicht. auch? Ich mache das so, ja. Ich versuche den Lesern, den Leserinnen irgendwie klarzumachen, was ich da eigentlich tue. Und ich verheimliche auch nicht, dass zum Beispiel das rhetorische Talent, das jemand hat, oder das schriftstellerische Talent, davon abhängt, ob man einer Geschichte Glauben schenkt oder sie für plausibel hält oder nicht. Foucault hat mal gesagt in einem seiner Schriften, die Rhetorik ist das eigentlich Entscheidende dabei, wenn man in einem Kontext überzeugen will. Da kommt es nicht darauf an, dass man Recht hat, sondern manche haben immer deshalb Recht, weil sie gut schreiben, weil sie gelesen werden, weil sie Bilder im Kopf von Lesern erzeugen können, was plausibel klingt. Ist das nicht sogar Platon oder Aristoteles? Also quasi das Höchste ist die Rede, die Menschen quasi überzeugen und so weiter? Ja. So ist es in der Politik, so ist es im Journalismus, so ist es aber auch in der Geschichte.
Aber in der Wissenschaft müssen Argumente plausibilisiert werden und methodisch überprüfbar sein. Das ist der Unterschied. Einen Neutralitätsstandpunkt brauche ich dafür nicht. Ich brauche nur gewissermaßen die Fähigkeit, den Leuten klarzumachen, wie ich zu meiner Erkenntnis gekommen bin. Ja. Und dazu gehört auch mein subjektiver Standpunkt, aber eben auch meine theoretischen Vorannahmen. All das muss man sich klar machen. Damit erreicht man keine Objektivität als solche. Die Objektivität besteht in den Methoden, dass jeder überprüfen kann, was man da sagt. Das ist es. Wenn du gerade meintest, Foucault hat quasi Rhetorik quasi darauf abgehoben, naja, also je besser die Rhetorik, desto plausibler kommt das vielleicht beim Publikum an. Kann man daraus ableiten, je besser man arbeitet, also je besser man wissenschaftlich argumentiert und meinetwegen das auch plausibel wissenschaftlich darstellt, desto weniger wichtig ist die Rhetorik? Nein, das glaube ich nicht. Nee? Wenn man die bedeutenden Historiker oder die bedeutenden Autoren sieht, die eine Wirkung in der Öffentlichkeit haben, dann sind das nicht ihre Methoden. Dann sind das nicht ihre Plausibilitätsargumente, sondern dann ist es die Art und Weise, wie sie etwas in die Welt hineinrufen, wie sie Leseerwartungen bestätigen. Also Leser haben Erwartungen, was sie hören wollen, was sie lesen wollen. Leser sind in einer Welt zu Hause und der Autor braucht ein Resonanzverhältnis. Ja. Wenn er irgendetwas schreibt, was überhaupt niemanden abholt, wo niemand zu Hause sein will, dann kann das noch so brillant sein. Am Ende wird er das ins Nichts hineinrufen. Das muss man sich auch irgendwie klar machen, dass das so ist. Man könnte die Geschichten, die man erzählen will, auch ganz anders erzählen. Aber was hilft es, wenn das Publikum diese Geschichten nicht hören will und wenn man mit diesen Geschichten nichts erreichen kann? Das ist, glaube ich, wichtig, darüber nachzudenken. Wenn man in die Vergangenheit schaut, sieht man ziemlich viele Bücher, die einem heute brillant erscheinen, die damals niemand wahrgenommen hat. Aha. Weil sie keine Leseerwartungen erfüllt haben, weil sie am Leser vorbei geschrieben haben, weil das anstößig war, aber auf eine Weise anstößig, dass man es nicht hören wollte. Das ist auch nicht zu ändern, dass das so ist. Aber kurz bei der Rhetorik bleiben. Rhetorik ist also was Entscheidendes. Vielleicht nicht allentscheidend, Nein, aber das ist nicht allentscheidend. super entscheidend in der Wissenschaft. Ein Rhetoriker, der Fakten erfindet, den würde keiner ernst nehmen. Darum geht es schon. Es geht um die Präsentation des Materials. Genau, aber Rhetorik in der Wissenschaft entscheidend, Journalismus, Geschichte und so weiter. Gleichzeitig, also korrigiere mich, aber Rhetorik wird ja uns an sich nicht beigebracht. Nein. Man kann entweder schreiben oder man kann es nicht. Ja, aber das ist das Interessante. Eigentlich sollte man ja quasi, wenn wir jetzt hier in Demokratien, kommen wir nachher noch zu und so weiter, reden und Bildung und so weiter, das höchste Gut ist. Wie erklärst du dir, dass quasi Rhetoriktraining, das Training einer Rede, einfach wegfällt? Oder also quasi im Grunde nicht vorkommt. Da muss man quasi aus Eigenantrieb daran arbeiten oder weil man Naturtalent hat und so weiter. Aber eigentlich sollten wir uns da so organisieren, dass wir alle befähigen sollten, eine tolle Rhetorik zu haben. Ja, es gibt natürlich Wissenschaftskulturen und die deutsche Wissenschaftskultur, die besteht darin, weil sie diesen Objektivitäts- und Neutralitätsanspruch hat, möglichst wenig Rhetorik ins Spiel zu bringen. Man bringt Studenten bei, sie sollen wissenschaftlich schreiben. Wissenschaftlich schreiben heißt langweilig schreiben, möglichst unverständlich zu schreiben, nicht an den Leser zu denken, sondern möglichst wenig von der eigenen Person in den Text zu bringen, niemals das Wort Ich zu verwenden, ja, in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist in England ganz anders. Da lernen die Studenten Essays zu schreiben. Da wird die Person in die Erzählung mit hineingebracht. Da gilt es als völlig normal, dass Historiker Geschichten erzählen. Einfach, es werden Geschichten erzählt. Storytelling. Ja. Das lernt man im Studium. Das ist eine andere Wissenschaftskultur. Das ist auch in den USA anders. Und in Russland ist es so wie in Deutschland. Ja, da wird eine Wissenschaftskultur gepflegt, die möglichst trocken, uninteressant und scheinbar neutral ist. Woher kommt das? Wo kommen die Ursachen daher? Nein, hat sich das irgendwann so getrennt? Ja, oder? Das hat sich irgendwann getrennt. Also man kann ja sehen, dass zum Beispiel der Historiker Mommsen, der hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Der einzige Historiker, der den je bekommen hat. Und zu dieser Zeit hat man noch keinen Unterschied gemacht zwischen Literatur und Geschichtsschreibung. Aha. Ja, Lew Tolstoi, Krieg und Frieden. Ja. Hätten alle Leute im 19. Jahrhundert gesagt, große Geschichtsschreibung. Hat keiner gesagt, das war ein Roman. Wenn man heute die römische Geschichte von Mommsen liest, ist große Literatur, ein großer Geschichtenerzähler. Und gleichwohl ist es quellengestützt und methodisch korrektes Arbeiten. Aber der Widerspruch
ist nicht gesehen worden. Der kam mit dem Aufstieg der Naturwissenschaften, der exakten Wissenschaften, der Wissenschaften und Soziologie, wo dann das Ideal verbreitet wurde, der Wissenschaftler soll sich möglichst weit zurücknehmen. Er soll sein Ich zwar nicht auslöschen, weil das nicht geht, aber er soll das versuchen. Und er soll möglichst wenig von sich in den Text hineinbringen und die Leute nicht manipulieren, indem gewissermaßen ein Satz mit so aufgeladen wird, dass er Emotionen produziert. Und das Argument war immer, wir wissen ja gar nicht, was jemand in der Vergangenheit gefühlt hat. Wenn wir es aber so schreiben und der Leser das Gefühl hat, so muss es sich damals angefühlt haben, dann wird die Sache verfälscht. Ja, das ist so diese Idee, die man hat. Deshalb muss es neutral, möglichst trocken sein und soll möglichst wenig von sich selbst enthalten. Auch jetzt ein Einwurf, alles spontan auf dem, was wir jetzt gerade geredet haben, dieses Storytelling. Welche Rolle spielt vielleicht die religiöse Geschichte? Quasi, ich meine, Bibel, Religion und so weiter, die erzählen ja auch Stories. Richtig, ja. Geschichten von großen Propheten und alles Mögliche und so weiter. Und kommt da dann quasi hier die deutsche, meinst du quasi, kontinentale naturwissenschaftliche Ablehnung dessen oder diese Abkehr dessen daher? Das würde ich so nicht sehen, sondern ich würde sagen, das machen sich europäische Historiker oft gar nicht klar. Wir schreiben in einem bestimmten Modus, der was mit dem Christentum zu tun hat und mit der Religion. Die Geschichten haben einen Anfang. Sie haben einen dramatischen Verlauf, selbst wenn sie trocken geschrieben sind, und sie haben ein Ende. Und das Ende ist entweder im Modus des Niedergangs, des Aufstiegs, der Erlösung. Denk an Karl Marx, da hat man so den Sündenfall, das ist die Arbeitsteilung, die Vertreibung des Menschen aus dem Naturzustand durch das Eigentum, die Arbeitsteilung, die Entstehung des Staates, dann läuft man durch das Fegefeuer des Kapitalismus und am Ende wird man erlöst. Die Leute haben sich ja nie klar gemacht, dass diese Art von Geschichten in Japan oder in China überhaupt nicht verstanden werden. Also wo es eine Kreisbewegung im Denken gibt, aber nicht diese eschatologische Bewegung, dass etwas auf einen Zustand hin zuläuft, dass das menschliche Leben etwas ist, was nach Erlösung ruft. Und man hat faktisch in diesen Geschichtsschreibungen den Erlösungsgedanken des Christentums, der auf das Jenseits verweist, ins Diesseits verlagert. Ja, die Erlösung kommt ins Diesseits. Alle großen Ideologien haben damit gearbeitet, den letzten Zustand, den letzten Endzustand herbeizuschaffen, in dem Menschen Erlösung finden. Und die Geschichtsschreibung funktioniert eben nach diesem Motto. Historiker nennen ihre Bücher Der lange Weg nach Westen. Aufstieg und Niedergang des Römischen Reiches. Foucault hat immer gesagt, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Man wird in eine Welt hineingeworfen und wieder rausgeworfen. Wozu, das weiß man gar nicht. Aber das können die Menschen nicht ertragen, dass sie in die Welt hineingeworfen werden gegen ihren Willen und wieder hinausgeschmissen werden. Und deshalb versuchen sie ihrem Leben einen Sinn zu geben. Und das machen sie auf eine Weise, wie sie es gewohnt sind. Und Christen tun es halt anders. Da würde ich sagen, es gibt eine abendländische Tradition des Geschichtenerzählens, die anders ist als in anderen Kulturen, die das anders machen. Das wäre auch nochmal jetzt eine Frage. Also dieses Sinngeben, das hat dann wieder, hat das was mit dem Westen zu tun, dass wir es quasi auf einer individuellen Ebene sehen? Also ich als Individuum soll den Sinn des Lebens oder den Sinn meiner Existenz auf diesem Planeten verstehen, erlebbar machen und so weiter. Und in anderen Kulturen, gerade in Asien und so weiter, gibt es einen kollektivistischen Sinn, wo das Individuum weniger Ich würde das so beantworten. Ich würde sagen, Heidegger hat ja in Sein und Zeit, in diesem großen philosophischen Jahrhundertwerk, behauptet, dass die Existenz des Menschen darin beruht, dass es ein Sein zum Tode ist. Das heißt, wir wissen, dass wir sterben werden. Der Hund weiß nicht, dass er ein Hund ist, und er weiß nicht, dass er sterben wird. Das weiß er nicht. Deshalb verhält er sich anders. Der Mensch weiß um seine Sterblichkeit. Und deshalb versucht er, dem Sinnlosen, dass er sterben wird und geboren worden ist, in der Zwischenzeit bis zu seinem Tode, von dem er nicht weiß, wann er eintreten wird, Sinn zu geben. Indem er sich Geschichten erzählt, indem er sich um etwas kümmert, indem er durch die Erinnerung Kultur aufbaut, etwas an seine Nachkommen vererbt und Geschichten erzählt, die Kontinuität herstellen. Man könnte auch sagen, den Wahnsinn, den man erleiden müsste, wenn man sich ununterbrochen dem Abgrund aussetzen müsste, der wäre gar nicht auszuhalten. Deshalb vertreiben wir uns die Zeit bis dahin damit, etwas zu tun, von dem wir glauben, das ist sinnvoll.
kulturell verschieden sind die Arten, wie man jetzt diesen Sinn produziert. Also in welche Geschichten man das einbettet. Christen erzählen das im Modus eines Erlösungsgeschehens, Heilserwartung. Irgendwann wird es eine sinnvolle Antwort geben am Ende unseres Lebens darauf, was hier geschieht. Buddhisten würden das ganz anders sehen, würden eine ganz andere, also die Erzählung, das Sinnhafte ist Kennzeichen aller Menschen, kulturunabhängig. Aber in unterschiedlichen Kulturen versucht man sich andere Sinngeschichten zu erzählen. Das ist es, glaube ich. Und Historiker bedenken das oft nicht mit, dass das ein Bedürfnis ist, dass wir einander etwas mitteilen, was unserem Leben Stabilität, Kontinuität und Sinn gibt. Wann hast du rausgefunden, was der Sinn bei dir ist? Hast du es schon rausgefunden? Nein, ich habe es nicht rausgefunden. Du suchst noch? Ja, aber die Suche ist das, was uns Stabilität gibt. Das ist das, was wir machen. Ich weiß, dass das Leben sinnlos ist. Und, Sinnlos sogar? Ja, es ist sinnlos. Als Individuum? Also das Leben selber kann ja keinen Sinn haben, sondern Menschen können nur dem Leben, das sie führen, einen Sinn geben. Ne? Also um das mit dem heideggerischen Motto zu sagen, wir sind Gäste des Lebens. Wir sind gar nicht diejenigen, die über das Leben befinden, sondern das Leben befindet über uns. Und wir wissen nicht, wann es zu Ende sein Wir sind wird. selber Leben. Ja, aber wir sind sinnhaft im Leben. Und ich kann akzeptieren, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Weise der Sinnlosigkeit einen Sinn geben, indem sie sagen, dass unsere Existenz, die begrenzte Zeit, die wir auf der Erde sind, hatte irgendeinen Sinn. Welchen? Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber den letzten Sinn, den kennen wir nicht und den wissen wir nicht. Und wozu wir auf der Welt sind, das wissen wir auch nicht. Die Fragen will ich auch gar nicht mehr beantworten. Ich wollte gerade sagen, du suchst auch nicht mehr danach. Du erwartest gar nicht, dass ich dann erwarte nochmal... nichts. Aber ich finde es Du gehst sinnvoll. also ohne Sinn durchs Leben? Nein, ich gehe ja sinnhaft durchs Leben. Ja, also ich gehe in dem Sinne durch das Leben, indem ich versuche, meinen Alltagshandlungen einen Sinn zu geben. So lange, wie ich auf der Welt bin, mit anderen Menschen im Kontakt bin, versuche ich, irgendetwas zu machen, von dem ich sagen kann, das ist sinnvoll, was du heute tust. Du hast jemandem ein Lächeln geschenkt. Das ist schön. Das war sinnvoll. Aber das macht jeder Mensch anders. Ich habe heute jemanden bekämpft und niedergeschlagen. Das hat mich mit Glück erfüllt. Gibt es auch. Was ich damit meine ist, die Art und Weise, Sinn zu stiften, Sinn zu stiften, ist die Art und Weise, wie wir in der Welt sind. Welchen Sinn wir uns stiften, das ist kontingent, das ist sehr unterschiedlich. Das machen religiöse Menschen anders als Menschen, die nicht religiös sind. Und ich habe mich davon abgewandt, mich letzten Fragen zuzuwenden, um mich zu fragen, welchen Sinn hat das Ganze? Das heißt nicht, dass mein Handeln mit anderen Menschen keinen Sinn hätte. Können wir beide als Gruppe, als Nation, als Menschheit irgendwie zusammen herausfinden, was der Sinn sein kann? Oder die verschiedenen Sinne? Oder ist das immer eine individuelle Suche? Wir können, und da haben wir, glaube ich, schon viel gelernt, herausfinden, und das würde viel beitragen zu einem toleranten Miteinander, wir könnten herausfinden, dass Menschen, die nicht wissen, warum sie geboren wurden und warum sie wieder sterben werden, weil sie das nicht wissen, weil sie Gott nicht kennen, dass sie dennoch alle versuchen, auf ihre Weise ihrem Leben einen Sinn zu geben und dass man ihnen diese Möglichkeit lassen muss, es auf ihre Weise zu tun. Wie komme ich dazu, jemandem vorzuschreiben, welchen letzten Sinn jemand in seinem Leben suchen soll? Wenn jemand den letzten Sinnbezug braucht, dann soll er ihn haben. Und was man lernen kann als Philosoph und als Historiker, der sich damit beschäftigt, ist, dass man einen Horizont gewinnt dafür, auf wie viele verschiedene Weisen Menschen Sinn produzieren können in ihrem Leben. Und dass man sich verabschieden muss von dem letzten Sinn, der angeblich das Leben lenkt. Davon muss man sich sogar verabschieden, wenn man die Heterogenität der Lebensstile und so, wenn man die erhalten will, muss man sich von diesen Vorstellungen verabschieden. Aber könnte es vielleicht auf wissenschaftliche Art und Weise Wege geben, wie wir uns in der Sinnhaftigkeit nähren können im Vergleich zu anderen Vorschlägen? Ja, man kann zum Beispiel erkennen, dass Menschen sinnhaftig in der Welt sind, also als sinnproduzierende Wesen. Deshalb haben wir Kultur. Und Hunderudel haben keine Kultur. Aber wir produzieren Kultur, weil wir das Vermögen haben, uns zu erinnern,
weil wir Erfahrungen abspeichern können uns erinnern, können das weitergeben an die nächste Generation, dann kann man lernen, dass wir alle verstehend in der Welt sind. Das ist der Modus, wie wir in der Welt sind. Wir versuchen, einander zu verstehen. Wir müssen, ich weiß nicht, was in deinem Inneren vorgeht. Und du weißt nicht, was in meinem vorgeht. Aber das versuchen wir alle zu entschlüsseln. Ununterbrochen machen wir das. So sind wir in der Welt. Wir sind unterscheidend in der Welt, zwischen innen und außen, oben und unten. Wir sind mit anderen Menschen gemeinsam in der Welt, von denen wir uns unterscheiden, mit denen wir etwas gemeinsam machen. Wir sind gestimmt in der Welt. Wir sind heiter, wir sind depressiv, wir sind gewalttätig, wir sind liebend. Das kann man lernen, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, dass die Menschen dann doch am Ende etwas haben, was sie miteinander verbindet. Und das ist die Art und Weise, wie sie in der Welt sind. Das kann man lernen. Und sinnhaft sind wir in der Welt. Kann jeder seinen eigenen Sinn haben, aber das ist die Art und Weise, wie man einander begegnet. Erzähle mir deine Geschichte, damit ich den Sinn verstehe. Was ist so mit kollektiven Sinnerfahrungen, wie zum Beispiel, wir müssen alles dafür tun, dass auch, weil du gerade die nächsten Generationen angesprochen hast, dass es überhaupt nächste Generationen auf diesem Planeten geben kann. Also, dass wir alles dafür tun müssen, quasi so wie wir heute handeln, wirtschaften und so weiter, nicht quasi die menschliche Zivilisation und ihre Grundvoraussetzungen zerstören. Ja, das könnte ein Weg sein, seinem eigenen Leben Sinn zu geben, sich dafür einzusetzen. Man kann aber auch sagen, es kann auch Menschen geben, die sagen, das ist mir völlig egal. Ich bin 80 und bin nächstes Jahr tot. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, den letzten Sinn, der für alle verbindlich sein kann, den kann es gar nicht geben. Ja. Aber es ist ein sinnhaftes Leben, sich darum zu kümmern, was die folgenden Generationen anbetrifft. Das kann sinnstiftend sein und kann erfüllend sein. Gibt dem Leben einen erfüllenden Sinn, das zu machen. Aber es kann auch Menschen geben, die Erfüllung in etwas ganz anderem finden und dabei sagen, ich hatte ein erfülltes Leben. Und das bestand in etwas ganz anderem. Vielleicht etwas, was für uns beide vollkommen banal ist. Ja, ein erfüllendes Liebesleben, dass man eine gute Partnerschaft hat. Es kann einen erfüllen, man denkt gar nicht ans Klima, sondern das ist das Entscheidende. Das hat einem Sinn gegeben. Und man schaut auf sein Leben zurück und sagt, war auf eine Weise sinnhaft, die mir was gegeben hat. Und das kann der Einsatz für die künftigen Generationen auch sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, Menschen verändern sich, sie werden älter, ihre Interessen verändern sich. Wer älter wird und nur noch wenige Jahre vor sich hat, denkt über das Leben anders als junge Menschen. Das muss man auch akzeptieren und muss man sehen. Dass man Sinn auf andere Weise produziert. Ich produziere Sinn anders als vor 40 Jahren. Das ist einfach so. Und das hat mit meinem Alter und meinen Erfahrungen zu tun und mit der Gelassenheit, mit der ich inzwischen auf vieles sehe, was ich mich früher vielleicht aufgeregt hätte. Ja, was mich aber jetzt gar nicht mehr berührt. Weil zum Beispiel? Ich will die Welt nicht mehr retten. Du willst die Welt nicht mehr retten? Nein, ich will sie. Junge Menschen wollen das, weil sie noch viel vor sich haben und natürlich überhaupt nicht an den Tod denken oder an das Ende des Lebens oder an all diese Dinge. Die spielen. Ja, aber weil ich an den Tod denke und das Ende des Lebens und der Menschheit und so weiter, will ich die Welt retten. Aber ich würde das ja gar nicht mehr erleben. Du? Ja? Nein, ich werde das nicht erleben und ich überlasse das jungen Leuten, sich darüber Gedanken zu machen. Warum soll ich jungen Leuten Vorschrift über ein Leben machen, das ich nicht haben werde? Aber würde jetzt gerade in unserem Land doch von Vorteil sein, wenn, jetzt ohne dir zu nahe zu treten, die Alten quasi sagen, oh ja, guck mal hier, die Jungen, die wollen hier die Welt retten und da müssen wir, weil wir hier in der Mehrheit sind, Deutschland ist ein sehr altes Land, quasi mal den Jungen zuhören und dann quasi... Ja, aber es gibt ja auch unter jungen Menschen ganz unterschiedliche Interessen. Also es gibt auch junge Menschen, die was anderes retten wollen. Also die andere Vorstellungen vom Leben haben. Ich finde, man muss dem Leben von Menschen in den verschiedenen Generationen, in den verschiedenen Milieus, in denen sie leben, gerecht werden und sagen, das wird sehr unterschiedlich sein und wird sich ständig ändern, worin Menschen Erfüllung und sinnhaftes Leben finden. Das kann in 10 Jahren schon wieder anders sein. Und das kann man lernen, wenn man älter wird. Wie viel von dem, was man jetzt erlebt, es schon mal gegeben hat. Dann war es außer Mode, dann kam irgendwas anderes. Und wie oft sich im Leben Haltungen ändern, zum Leben. Früher waren die Leute links, dann waren sie konservativ oder umgekehrt. Die einen sind liberal, die anderen sind autoritär. Die einen leben im Bürgerkrieg, die anderen im Überfluss. Und je nachdem, wo man lebt oder in welchem Lebensalter man ist, in dem man das erlebt, wird man
andere Sinnstiftungsmodelle entwerfen. Und ich bin da inzwischen extrem tolerant und kann verstehen, dass vielleicht ein Mensch, der in einem Slum wohnt, in der Favela in Rio, dass der vielleicht noch ein paar andere Sinnstiftungsprobleme hat als jemand, dem es gut geht und keine Sorgen hat. Dass man vielleicht nur an den nächsten Tag denkt und nicht an die nächsten 30 Jahre. Das verstehe ich dann. Ich kann das verstehen. Wenn jemand sagt, Entschuldigung, aber das Problem, was in 30 Jahren mit dem Planeten ist, interessiert mich nicht, weil ich muss satt werden morgen. Und Ich glaube, in Brasilien merken die jetzt schon, was Ja, mit dem aber- Planeten nicht stimmt. das stimmt. Aber der einzelne Bewohner, der um sein Essen kämpft, der hat sozusagen eine Perspektive auf den nächsten Tag. Und das kann ich verstehen. Das meine ich damit, dass ich da genau hinschaue und mir Gedanken darüber mache, warum verhalten die Leute sich so, warum ist ihnen manches egal und manches andere wichtig, was wir vielleicht gar nicht wichtig und sinnhaft finden. Und dafür plädiere ich immer dafür, ein offenes Ohr und offenes Auge zu haben für Lebenswelten von Menschen. Wir sind eingestiegen damit, dass meine Menschen wissen, dass sie geboren wurden und dass sie sterben werden. Wie blickst du, vielleicht die einzige Frage heute zur Zukunft, bei einem Historiker, wie blickst du auf, wir haben viele mächtige Menschen, jetzt quasi in Sachen Technologie und ökonomische Eliten, die so posthumanistisch drauf sind, die das Sterben entweder überwinden wollen, weil sie gar nicht mehr sterben, oder wenn ihr menschlicher Körper dahin vegetiert und stirbt, aber dass sie quasi als im Gehirn mit das Mind, wie es immer schon heißt, dass das überlebt. Wie blickst du darauf? Ich finde, das ist ein fürchterlicher Gedanke. Man will doch nicht einfach endlos leben. Na, offenbar schon, da arbeiten Ja, da gibt es Leute. Da würde ich auch wieder sagen, ja, das ist auch eine Art, dem Leben einen Sinn zu geben, darauf hinzuarbeiten, unsterblich zu sein. Bitteschön, ich habe nichts dagegen, ich möchte es nicht. Ist das überhaupt noch Leben, wenn man nicht mehr sterben kann? So ist es. Das Leben ist ohne den Tod kein Leben. Das Leben lebt davon, dass es begrenzt ist. Und wir erzählen uns die Geschichten und wir hinterlassen etwas der nächsten Generation, eben weil wir wissen, dass es für uns zu Ende ist und zu Ende sein wird. Und das hat eine Bedeutung dafür, wie Gesellschaften organisiert werden. Der Philosoph, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Dem Tode entgegen heißt das Buch, bei Surkamp erschienen, ein interessantes Buch, der so ein Experiment gemacht hat und hat gesagt, was würde eigentlich passieren, wenn wir erführen, dass morgen ein riesiger Komet auf die Erde zurast und die Erde würde zerplatzen. Meinst du Amos Oz? Nein, kein Schriftsteller, Dem Philosoph. Tode entgegen? Ja. Bei Surkamp erschienen. Ich komme jetzt einfach nicht. Dann ist es irgendwie Amos Scheffler. Nein, das ist kein Schriftsteller, ein amerikanischer Philosoph. Heißt er Scheffler Meinst oder du so das? ähnlich? Guck mal. Nee, das ist es nicht. Ein Roman, den kenne ich auch. Der ist auch sehr gut. Egal. Nein, ist ein Philosoph, der hat diese interessante Überlegung angestellt. Wir stellen uns vor, morgen würden wir erfahren, 2 Wochen ist die Erde weg. Komplett weg. Was würde dann passieren? Und das meine ich mit dem Gedanken an den Tod. Kontinuität würde. Man würde niemandem mehr was vererben. Es wäre vollkommen sinnlos, noch zum Finanzamt zu gehen und Steuern zu bezahlen. Die ganzen Dinge, die wir in unserem Leben tun, wären plötzlich komplett sinnfrei. Gesellschaft, Staat, Universität, Bildungssysteme, Bücher, Schallplatten, Musik. Das könnten wir alles gleich morgen vergessen. Und was er damit sagen will, ist, der Gedanke, dass nach uns weiter Menschen leben werden, produziert Kultur und Kontinuität. Das ist es. Und jetzt muss man sich vorstellen, was würde denn ein Leben produzieren, das nicht zu Ende geht? Ich möchte mir das nicht vorstellen. Es gibt so einen Roman von José Saramago, dem portugiesischen Schriftsteller. Auch den Titel habe ich auch vergessen, aber ich fand das Buch faszinierend, worum es darum, wo er eine Szene beschreibt, dass plötzlich durch einen Zufall Menschen nicht mehr sterben. Und was für eine albtraumhafte Gesellschaft entsteht. Menschen werden immer mehr, niemand stirbt mehr. Und was das für Konsequenzen hat für das Zusammenleben, für die Organisation von Gesellschaften, die dann nichts mehr weiterzugeben haben. Also was bedeutet das für Traditionsstiftung und all diesen ganzen Dingen? Das hat ja Folgen. Und ich bin immer überrascht, dass Leute, das tun Historiker halt, darüber gar nicht nachdenken. Was hat das eigentlich für Konsequenzen
das Leben wird wahrscheinlich nicht lebenswerter sein, wenn man sich das einfach ausmalt. Aber wir hatten ja von Religionen. Das Christentum verspricht quasi ein Leben nach dem Tod. Ein ewiges Leben im Himmel, ne, das ewig weitergeht. Das glauben wir, aber wir wissen es nicht. Ne? Der Glaube lebt ja eben davon, dass wir es nicht wissen, Genau, weil wir zweifeln. Aber ich frage mich, wenn quasi ein Leben ohne Tod so eine schreckliche Vorstellung ist, warum dann quasi das Christentum und auch andere Religionen uns das verheißen? Ist ja quasi ein Horror. Naja, ja, das ist schon Ich richtig. werde ewig im Himmel leben. Ja? Irgendwie sowas, was ist denn das? Ja, weil das menschliche Leben so organisiert ist, dass es eben einen Anfang und ein Ende hat. Und, Außer im Himmel dann. Naja, aber das Leben im Diesseits ist dann zu Ende, aber wie soll man sich ein Ende vom Leben vorstellen? Das kann man gar nicht, weil man dann ja nicht lebt. Kann man sich es nicht vorstellen, was das Ende eigentlich bedeutet. Deshalb verlängert man das Leben in eine andere Sphäre, ohne darauf eine Antwort zu geben, was ist das, diese Erlösung, der man zuteil wird. Im Grunde ist ja diese Vorstellung, dass wir ein sündhaftes Leben führen und dass all die Schrecken, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, die Kriege, die Grausamkeiten, die Schrecklichkeiten, die Menschen einander antun, da fragen wir uns doch, warum ist das so? Das kann doch Gott nicht gewollt haben, wenn es einen Gott gibt. Das kann doch einfach nicht sein. Und man hilft sich darüber hinweg, indem man sagt, Erlösung kann es bei der Sündhaftigkeit der Menschen im Diesseits überhaupt gar nicht geben. Und das ist die Strafe dafür, dass wir sündhaft sind. Und die Erlösung, die können wir erst finden nach dem Tod. Ist das vielleicht so ein rhetorischer Trick? Ich meine, du hast ja auch quasi hier mit Hierarchien vor liberale Demokratie, mit den Kirchen und so weiter schon geschrieben in deinem Buch und so weiter. Ist das aber so ein rhetorischer Trick, wie man die Leute dann gefügig macht? Quasi dieses Jenseitsversprechen. Ja. Ich kenne das von den Sklavenplantagen, ne? Also quasi, wo den schwarzen Sklaven in Amerika quasi Bibel beigebracht wurde und dann gesagt wurde, jetzt könnt ihr schön schuften im Diesseits und so weiter und ihr werdet dann, wenn ihr sterbt, da habt ihr das Paradies. Das eigentliche Disziplinierungsinstrument ist ja die Hölle. Das ist ja ein Gedanke von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, die Leute werden abgerichtet, die brauchen gar keinen Staat mehr, der sie diszipliniert und abrichtet. Das machen sie selber, weil sie Angst vor den Höllenqualen haben, das schlechte Gewissen. Und das Christentum, sagt Nietzsche, ist der Produzent des schlechten Gewissens, der Moral. Die Leute richten sich ab. Sie werden wie er sagt, zu Haustieren gezüchtet und gezähmt. Und die oben sind, können sagen, das habt ihr alles gewollt. Ja, das ist das, was ihr gewollt habt. Ihr wollt gehorchen, ihr wollt euch unterwerfen. Und da braucht man, sagt Nietzsche, irgendwann gar keinen Apparat mehr, um die Leute dazu zu zwingen, zu tun, was gewollt wird. Dennoch, und das ist ja gerade die Zweiseitigkeit, Menschen haben ja ein Bedürfnis nach Erlösung, sonst würde diese Rhetorik ja gar nicht funktionieren, weil Menschen nicht ertragen können, den Gedanken, dass da nur noch die Dunkelheit und das Nichts ist, dass es das war und dass das gar keinen Sinn hat, dass man im Leben war. Dass das ja keine höhere Kraft gab, die einen in das Leben hineingeworfen hat. Aber das macht ja auch Sinn, wenn du quasi Sklave bist, dann ist es natürlich viel besser, quasi daran zu glauben, dass es da irgendwann eine Erlösung gibt, anstatt wenn du nicht daran glauben kannst, weil dann nimmst du dir gleich das Leben. Und daran kann ja wieder der Sklavenhalter kein Interesse haben. Naja, man kann natürlich auch rebellieren, ne? Man kann Revolutionen machen, Sklavenaufstände, in Haiti hat es den gegeben. Das kann man ja alles machen. Man kann ja das Leben im Diesseits verbessern. Und das ist riskant. Ja, das ist immer riskant. Auf jeden Fall, das ist immer riskant. Aber es trifft ja für alle Menschen zu, dass sie Angst vor dem Tod haben und nicht wissen, auch selbst der Reichste muss am Ende gehen. Dann nützen ihm seine goldenen Toiletten nichts. Am Ende muss er genauso gehen wie alle anderen. Und er weiß nicht, weil auch er vom schlechten Gewissen geplagt sein kann, ob er für seine Sünden, die er begangen hat und für die Ungerechtigkeiten, die er anderen zugefügt hat, bestraft werden wird oder nicht. Das weiß auch er oder sie nicht. Aber am Ende stellen wir uns doch unabhängig, ob wir Sklaven sind, ob wir reich sind, ob wir Mann oder Frau sind, was auch immer sind, stellen wir uns die Frage, hat uns wirklich jemand ins Leben geworfen und wirft uns jemand wieder hinaus? Oder wovon ist das, woher kommt das? Diese Frage wollen wir beantwortet haben. Wir können sie aber nicht beantworten, aber wir hoffen, dass das irgendeinen Sinn hat, dass wir für kurze Zeit auf der Welt sind. Welchen Sinn soll man sich geben, wenn zum Beispiel ein Neugeborenes nach 2 Monaten einfach stirbt?
was die Regel war noch im 18. oder im 17. Jahrhundert, Kindersterblichkeit. Das ist ja grausam. Welchen Sinn soll das denn haben? Und natürlich ist es ein Bedürfnis von Menschen, sich zu sagen, da muss es irgendetwas geben, was das rechtfertigt, diese Grausamkeit. Das kann nicht gerecht sein, dass den anderen das nicht zustößt, mir aber schon. Die Frage nach dem großen Erdbeben von Lissabon. Wie kann Gott das gewollt haben, dass eine Stadt in Schutt und Asche versinkt und alle Menschen tot sind? Diese Fragen haben ja die Aufklärer bewegt im 18. Jahrhundert. Und deshalb ist die Gottesfrage und die Glaubensfrage eine, die nie verschwinden wird. Die Kirchenfrage, die kann verschwinden, weil dann andere Antworten kommen. Aber diese Frage wird Menschen immer beschäftigen. War es das? Ist es das gewesen? Oder gibt es noch irgendwas anderes, was dem Ganzen einen höheren Sinn verleiht? Wir werden darauf nie eine Antwort bekommen. Aber fragen werden wir uns trotzdem. Deshalb wird auch die Religion nicht verschwinden. Ne? Bis 61 am Bodensee geboren, in Baden-Württemberg, bist du religiös aufgewachsen? Ja, katholisch. Und religiös, das ist immer so ein eigenartiger Begriff. Ich würde sagen kirchlich. Religiös heißt ja doch, dass man an etwas glaubt, davon erfüllt ist, etwas spürt. Aber wer in eine Kirche hinein ritualisiert wird, wird ja erst einmal zu einem Katholiken gemacht. Das ist mal was anderes, als religiös zu sein. Du warst ein Kind katholischer Eltern? Ja. Aber bist du zu einem Katholiken dann irgendwann geworden? Ja. Katholischen Menschen? Naja, was ist ein katholischer Mensch? Ein katholischer Mensch ist einer, der die Rituale erlernt hat, der die Sakramente hat, der zur Beichte geht, der sonntags zur Messe geht, der die Rituale vollzieht, der die Namenstage kennt und so die Dinge. Dem Papst zuhört. Ja, so, der die Autoritäten kennt, die gelten in einer Kirche und weiß, was unter bestimmten Umständen gemacht werden muss. Mein Großvater hätte mir wahrscheinlich überhaupt nicht, wir haben auch nie gefragt, er hätte mir gar nicht erklären können, was die christlichen Feiertage sind. Die beging man einfach. Schluss. Das war sozusagen der Lebensrhythmus, in dem man zu Hause war. So der Kalender, in dem man zu Hause war. Nicht der weltliche, sondern der kirchliche Kalender. Die Protestanten funktionieren anders. Die arbeiten sehr viel mehr über den Text, über die Interpretation und das Wort und weniger über das Ritual. Im Grunde bin ich in eine Kirche hinein ritualisiert worden, ohne dass wir je uns über Gott Gedanken gemacht hätten oder über Religion, über das Leben nach dem Tod. Das war überhaupt nicht wichtig. Und das war auch für die meisten Katholiken nicht wichtig, die zur Beichte gingen, sondern man war da in einer Gemeinschaft zu Hause. Das war für die Leute wichtig, das merkte man. Die anderen machten auch diese Rituale, dann erkannte man einander als Gleichgesinnte. Interessant war, dass ethnische Unterschiede keine Rolle spielten. Katholisch waren auch Polen, Italiener und Spanier. Das war eine Weltkirche. Und da konnte man an den Ritualen erkennen, was sie da machten. Und das genau wussten, wie das geht. Die Protestanten hatten eine Nationalkirche und eine Landeskirche. Das ist etwas anderes gewesen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten auch Pfarrer, die kamen aus Afrika. Die kamen dann in die Kirche, das fand aber keiner ungewöhnlich. Insofern war das interessant, das zu beobachten. Deshalb würde ich sagen, religiös war ich nicht, sondern... Bist du's? Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist aber eine Definitionsfrage. Was ist religiös? Ich bin religiös in diesem Sinne, dass ich mir über die letzten Fragen, dass ich über mich mit denen beschäftige, ohne darauf eine Antwort zu finden. Dass ich herumphilosophiere über die Fragen, die das Leben zusammenhält, über Erlösung und Ähnliches. Darüber denke ich natürlich nach, über die Sinnhaftigkeit des Lebens. Und ich würde sagen, alle Menschen, die religiös sind, tun das auch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das religiös nenne. Ich bin kein Kirchgänger in dem Sinne. Aber wie Heinrich Böll mal gesagt hat, den Katholizismus, den wird man irgendwie nicht los. Ja, durch die Ritualisierung und so irgendwie steckt das in einem drin. Und ich habe erst sehr spät, ich hatte natürlich dann wie alle jungen Menschen eine rebellische Zeit, wo ich das alles nicht haben wollte, fand das grauenhaft und diese konservativen Rituale, diese Gemeinschaftsbindung schrecklich. Erst sehr viel später als Historiker habe ich verstanden, dass meine Großeltern, die Bauern waren aus dem Ostwestfälischen, dass die durch diese konservative Grundierung in der katholischen Kirche immun war gegen bestimmte Dinge, die die Nazis von den Leuten verlangten. Die waren nicht im Widerstand, aber dass man Menschen nicht töten darf, dass man Behinderte nicht umbringen darf, war für die so klar wie das Amen in der Kirche. Dass das nicht geht, dass es Sünde ist. Aber sie sprachen in den Kategorien von Sünde darüber. Und das fanden junge Leute, Herrgott, Sünde.
Wie altmodisch ist das denn, in diesen Kategorien darüber zu denken? Später ist mir klar geworden, die hatten aber einen moralischen Kompass. Das konnten die gar nicht erklären, aber es war ihnen klar, das tut man nicht. Das macht man einfach. Ein Christenmensch tut das nicht. Und da ist einem klar geworden, dass sozusagen aufgeklärtes Denken, das den Mensch zum Maßstab allen Handelns macht, auch gefährlich sein kann, wegen der Hybris. Der Mensch kann alles. Der Mensch kann Berge versetzen. Der Mensch kann andere Menschen deportieren, wenn ihm danach ist. Das konnten diese Menschen so nicht sehen, sondern für die war das Leben in Gottes Hand und in einer gottgewollten Ordnung irgendwie, in der sie lebten sie so. Das hat sie aber auch, und deshalb bin ich später gerechter damit umgegangen, das hat sie auch dazu gebracht, einfach bestimmte Dinge nicht zu tun, nicht in Versuchung zu geraten, bestimmte Grenzen zu überschreiten, die Menschen anderen Menschen antun können. Das habe ich später schätzen gelernt und gesagt, ja, da hast du, Götz Ali hat das in seinem letzten Buch gut beschrieben, die katholische Welt, wie die Nazis sich da die Zähne dran ausgebissen haben. Weil ja, der Bischof Graf von Galen, der hat in Münsteraner Dom, der war erzkonservativ, hat gegen die Euthanasie gepredigt. Der hat das gemacht und die Flugschriften sind in den Dörfern verteilt worden. Da dachte ich, ja, okay, aus so einer kirchlichen, moralischen Grundverfassung und Grundierung kann auch eine moralische, klare Haltung entstehen. Ich frage mich, ob ich deshalb diesen aktuellen Papst so interessant finde. Der lehnt sich ja einerseits gegen den Trumpismus, also gegen den anderen mächtigen Amerikaner auf, er ist ja selbst einer, und gleichzeitig gegen die multinationalen Konzerne und diese neue Technologien, die uns versklaven könnten und so weiter. Ja, das muss Kirche auch. Und das sage ich als Atheist. Ja. Ja, aber ein Atheist, wenn ich dir das, ich will jetzt nicht oberlehrerhaft hier auftreten, aber Atheisten sind immer Leute, die dann doch sich über Religion Gedanken machen. Das, was ja gut ist, weil sonst würde ich sagen, bist du ein Heide. Also wenn du mit Religion nie in Berührung gekommen bist. Und doch, also dann ist der Atheist doch aber jemand, der auch aus guten Gründen sagt, ich bin nicht religiös. Aber ich finde Religion an sich faszinierend. Ich habe immer ein Problem mit mit der Institution, institutioneller, also der katholischen Kirche und so weiter. Ja. Aber dass Menschen glauben, Sinn suchen. Aber man vergisst dabei immer, dass Menschen ja Glaubenserfahrungen in Gemeinschaft machen. Davon leben ja viele Religionen. Der Protestantismus ist eher individualistisch. Da lesen Leute die Bibel und es funktioniert über das Wort. Da kann der Einzelne seinen Zugang finden. In der Orthodoxie oder beim Katholizismus und anderen organisierten Religionen wird ja auch etwas in der Gemeinschaft erfahren. Also mich spricht das immer noch an, wenn ich in eine katholische Kirche komme und den Weihrauch rieche. Oder wenn ich gregorianische Gesänge höre. Wenn ich bestimmte Rituale, wenn ich mit denen verbunden bin, dann spricht mich das innerlich an und ich werde sentimental und ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich dann mit etwas Höherem verbunden, das nicht, aber es ergreift einen und dann versteht man plötzlich, das Religiöse ist nicht einfach Ratio, sondern das hat mit Gefühl zu tun und Gefühl hat mit Gemeinschaft zu tun, mit anderen gemeinsam da etwas zu erleben. Das ist, glaube ich, für viele religiös empfindende Menschen ganz wichtig, dass sie das mit anderen teilen können. Ich habe mich gerade gefragt, ob das Protestantentum, weil du es gerade so beschrieben hast, quasi die neoliberale Version des Christentums ist, wo quasi die individuelle Auslegung der Bibel zählt im Vergleich zum Katholiken. Ja. Luther hat ja etwas in die Welt gebracht, was ganz folgenreich war, indem er nämlich gesagt hat, das, was die da oben in Rom machen, ist falsch. Das ist nicht das eigentliche Christentum, wie wir es verstehen sollten. Aber er hat damit etwas in die Welt gebracht, indem er nämlich erklärt hat, dass die Heilige Schrift muss interpretiert werden. Die ist nicht einfach da, die bedarf der Interpretation. Damit hat er aber die Büchse der Pandora geöffnet und er hat gesagt, gut, wenn das so ist, dann kann sie jeder interpretieren. Und der Katholizismus lebt von einem Interpreten, der das letzte Wort in allen Glaubensfragen hat. Sodass man diese Fragen, denen ist man gar nicht ausgesetzt. Wie soll man das jetzt interpretieren? Wie soll man das auslegen? Insofern stimmt das. Luther ist so faktisch der erste Populist, der die Amtskirche herausfordert. Und zwar ziemlich massiv herausfordert, der eigentlich nur die Kirche reformieren will, aber der plötzlich etwas ganz Folgenreiches, was für die Aufklärung und den Liberalismus wichtig war, in die Welt bringt.
Der Mensch hat einen autonomen Zugang zu Gott und er kann selber entscheiden, wie das hier ausgelegt wird und wie das gesehen werden soll. Aber dann hatte man plötzlich ganz verschiedene Sichtweisen in der Welt. Da kamen die evangelikalen Sekten, die wir heute in den USA haben, die Calvinisten, die Zwinglianer, also ganz verschiedene Strömungen kamen dann plötzlich, ne, die sich aufgefächert haben. Und das widerspricht dem Katholischen, das doch sehr viel mehr von der letzten Instanz lebt, die die Dinge entscheidet, aber eben auch vom Gefühl und vom Ritual, in dem sich das Religiöse erschöpft. Ne? Und ist Jesus eine historische Figur? Als Historiker? Ist eine historische Figur, Ja. aber wir wissen über Jesus natürlich nichts. Wir wissen nur, was sehr viel später über diese Figur dann geschrieben wurde. Und eigentlich ist das völlig irrelevant, ob das eine historische Figur ist. Ach so. Ja, gläubige Leute würden sagen, selbst wenn es ihn nicht gegeben hätte, glaube ich an Jesus. Weil es um die Geschichte geht, um die geht es. Storytelling dann wieder. Ja, ganz genau. Es geht um diese Geschichte. Und es geht um den Sohn Gottes und um den Heiligen Geist. Aber diese Geschichten sind sehr viel später nach dem historischen Jesus aufgeschrieben worden. Und deshalb ist der historische Jesus gar nicht interessant, weil in den Geschichten, die erzählt werden, eine Figur präsentiert wird, die im Zentrum dieser Religion steht. Und deshalb ist es gar nicht wichtig, also so wie das die Kommunisten versucht haben, die haben dann den Bauern gesagt in der Sowjetunion, euer Jesus, der hat doch gar nicht existiert, das stimmt doch alles gar nicht, was in der Bibel steht. Und die Geistlichen haben geantwortet, das interessiert uns auch nicht, ob das historisch stimmt. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um den historischen Jesus, sondern es geht um den Jesus in seiner Funktion, die er hat im Glauben. Und dann ist es irrelevant. Man kann sozusagen gläubigen Menschen, den kann man nicht widerlegen, indem man ihnen sagt, den hat es doch gar nicht gegeben. Das wird nicht viel bringen. Aber ist ja faszinierend, dass quasi so eine nicht fast 2000 Jahre alte Geschichte, aber so 1500, 600 Jahre alte Geschichte immer noch die erfolgreichste auch heute ist, oder? Ja, vielleicht gerade deshalb, weil es der Mythos ist. Und weil es diese Funktion hat, ist es langlebig, weil es in Tradition und Ritual weitergegeben wird. Natürlich war Jesus immer wieder ein anderer. Weil die Traditionen sich verändern und die Menschen sich verändern. Sieht man schon an Jesus Darstellungen, die sich verändern. Ne? Also an Jesus am Kreuz und die unterschiedlichen Repräsentationen, die sich stetig verändert haben. Und die Rituale, mit denen die Kirche diesen Mythos am Leben erhält. Ne? Also man muss Traditionen auch pflegen und am Leben erhalten, damit es nicht in Vergessenheit gerät, wer Jesus eigentlich ist. Und das macht man in Ritualen. In den Dreifaltigkeitsritualen, mit den Taufritualen, mit den Beerdigungsritualen, mit allen möglichen Ritualen, die in der Kirche gepflegt werden. Die dienen ja dem Zweck, dass man dem Glauben Stabilität verleiht und die Tradition nicht abbrechen lässt, zum Anfang. Diese Funktion hat das. Also Historiker schauen natürlich nüchtern darauf und sagen, ja, das ist so funktioniert das. Aber wenn man dann noch religiös ist, dann hat man dann eine andere Funktion. Da kann man nicht als Historiker drauf schauen und sagen, mich ergreifen die Rituale aber. Mir sagt das etwas. Mir spendet es Trost. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Der Trost ist doch eigentlich das Entscheidende. Ja? Am Ende, wenn man die Erlösung ins Diesseits verlegt und sagt, wir werden die ideale Gesellschaftsform schaffen, dann mag man für eine Zeit Trost finden, aber das tröstet einen nicht über das Ende des Lebens hinweg. Und diese Funktion hat jede Religion, dass sie einem Trost spendet, sagt, das Elend, die Gewalt, die einem widerfährt, das Schreckliche, was geschieht, da muss es doch irgendetwas geben, was nach dem Tod einem zeigen wird, dass das nicht vollkommen sinnlos war, dass da eine ordnende Hand dahinter steht, die das Gute will. Das ist Trost, das spendet Trost. Ich brauche den nicht. In diesen Trost, weil ich ein Skeptiker bin, der immer alles in Frage stellt sofort. Das ist ja der Fluch der Aufklärung und der Skepsis, dass sie so dieses naive Glauben, das so meine Großeltern noch hatten, ja, dass das alles seine Ordnung hat, dass das alles in einer Ordnung geregelt ist und seinen Sinn und Zweck hat und dass das am Ende auf eine Erlösung hinausläuft. Das ist doch sehr tröstlich, wenn man das glauben kann. Man lebt doch im Einklang mit seiner Umgebung, wenn man nicht ständig zweifelt und alles in Frage stellt. Aber das können zweifelnde Menschen nicht mehr. Wenn der Zweifel einmal in der Welt ist, kommt er nicht wieder weg. Und das
Ist nun leider so. Jesus war ein Mann, Moses war ein Mann, Mohammed war ein Mann, Ja. Gott wird als männlich dargestellt. Beschäftigt man sich als Historiker mit dem Patriarchat? Ja, natürlich. Klar. In einer männlich dominierten Welt sind die Symbole Männer. Aber es gibt auch anderes. Man kann ja immer viel lernen, wenn man sich zum Beispiel mittelalterliche Figuren anschaut. Uta von Naumburg, Hildegard von Bingen, waren ja Frauen, die eine Rolle spielten. Und wenn man sich diesen Figuren zuwendet, ich bin kein Medievist, deshalb ist das auch nicht mein Fachgebiet, aber es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, die sich Frauen zuwenden, die eine Rolle spielten im Mittelalter, dann kann man plötzlich einen anderen Blick auf die Männerwelt werfen. Und das müssen Historiker machen. Wie Foucault sagt, man muss immer von den Rändern auf die Gesellschaft gucken. Und dann versteht man, was die Eigentlichkeit der Gesellschaft ist, indem man von der Frau aus auf den Mann schaut und nicht von dem Mann auf die Frau. Das ist ganz uninteressant, weil der Mann ja sozusagen die dominierende Figur in einer patriarchalischen Gesellschaft ist. Und wenn man sich den Mann anschaut, dann bekommt man eine männliche Interpretation. Aber man lernt über den Mann vielleicht sehr viel mehr, wenn man ihn aus den Augen eines Kindes oder einer Frau betrachtet. Und das machen Historiker. Das sollen sie auch tun. Es geht ja immer darum, unseren Blick zu schärfen. Und da hat Foucault recht. Unseren Blick schärfen wir nur, wenn wir von den Außenseitern, von den Irren, von den Bettlern, von diesen Leuten auf eine Gesellschaft schauen, die sich selbst für normal erklärt. Ja, da lernen wir mehr drüber. Ach so wird die zusammengehalten. Das sind also die Regeln und das sind jetzt die Irren. Und wenn das die Irren sind, dann weiß man, wer die Normalität definiert und warum das so ist. Davon habe ich immer sehr profitiert und viel gelernt, von diesen Anregungen. Und das würde ich jedem Historiker empfehlen, vom Ungewöhnlichen, vom Ausnahmezustand und von den Rändern her auf Gesellschaften zu schauen, um sie zu erklären oder verstehen zu lernen. Aber von meines Religion wird es wahrscheinlich immer geben. Das Patriarchat, das muss es ja nicht sein, oder? Nö, muss es nicht. Ist es ja Das auch ist nicht. überwindbar. Ja, das sehen wir doch in unserer modernen Gesellschaft, wie viel sich verändert hat. Ja, vergleich mal unsere Zeit mit den 50er Jahren. Da sieht man schon, was sich verändert hat. Wir sind vorangekommen, aber überwunden haben wir es noch nicht. Scheint ein steiniger Weg zu sein. Überwinden, das funktioniert ja sowieso nie, weil Menschen sterben und neue geboren werden und die müssen wieder in eine Welt hineinsozialisiert werden. Also sie müssen ja wieder antrainiert werden, in einer Gesellschaft zu leben, wie sie jetzt ist. Und junge Menschen, die dann neu erwachsen werden, die werden wieder andere Vorstellungen davon haben. Aber wenn ich sehe, ich erinnere mich ja noch an die 70er Jahre, da haben wir immer Parlamentsdebatten angeguckt im Fernsehen. Die kamen dann Vormittag und Nachmittag, die ganze Nation saß davor. Da gab es eine Parlamentspräsidentin, Annemarie Renger von der SPD. Das war eine Sensation. Eine Frau und die ist in einem Hosenanzug im Parlament aufgetaucht. Wochenlange Debatten darüber, dass das nicht geht. Dass die nicht in der Hose erscheinen kann. Die ist Frau. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Davon sind wir so Lichtjahre entfernt, von solchen Debatten. Das haben wir bei Merkel auch gehabt. Ja, aber da war das... Da war doch so, bevor sie Kanzlerin wurde, es kann so eine Frau, also da war ja quasi auch, die ist hässlich und das kann ja, Ja, kann die aber Kanzlerin werden. Wir vergessen, dass ganz viele Leute sie gewählt haben, weil sie die Macho-Typen mit der dicken Hose eben nicht wählen wollten. Das war eines... sie ist vollkommen uncharismatisch, diese Figur. Man hat sie aber damals gewählt, weil man von Fischer und Schröder und mit ihren Zigarren und ihren Westen die Schnauze voll hatte. Und das war einer der Gründe dafür, warum man Angela Merkel gewählt hat. Einen anderen Politikstil, der weiblich ist, der konsensueller, so hat man sich vorgestellt. Ne? Dass es nicht so ist, wissen wir beide. Aber sie hat natürlich ein ganz anderes, wie soll ich mal sagen, ein ganz anderes Außenbild von einer Politikerin produziert. Zuhörend, nicht aufbrausend, nicht brüllend, nicht Platz greifen und Raum greifen wie Schröder und machte der ja immer bei jeder Gelegenheit. Das wollten die Leute nicht mehr. Aber jetzt schon. Nein, glaube ich nicht, dass sie das wollen. Haben wir mit Merz nicht jetzt wieder so Aber wollen die Leute den? Nee, der ist gewählt. Also wir haben das stimmt, aber hat man den gewählt? Offenbar schon. Ich meine, es gibt nie den Wählerwillen im Sinne von, weil wir nie eine Koalition wählen und so weiter. Aber wir haben jetzt wieder einen, der wie Schröder und Fischer ist, oder? Ja, stimmt, Macho. aber Le Pen und Meloni sind auch wie Schröder und Fischer. Also das ist nicht so einfach mit den Frauen, dass die irgendwie mehr Empathie hätten. Und dann, wenn man an Margaret Thatcher denkt, das war schon die härteste Nummer in den 80er Jahren in Europa.
an Maggie Thatcher, also welche klaren Ansagen die gemacht hat, da hatte man fast das Gefühl, sie will die Männer in ihrer Männlichkeit, in ihrer männlichen Entschlossenheit in den Schatten stellen. Ich sehe das Problem, das du ansprichst, dass das Männerbild und das Männerherrschaftsbild immer noch das Dominierende ist und die Frauen sich dem wahrscheinlich anpassen. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute den Merz gewählt haben wegen Merz. Ist jetzt, ich weiß es nicht, ne? Ich kenne die Umfrage. Das wäre ein jetzt Argument, dass die Leute Scholz und Habeck und so abgewählt haben. ja, Ja. genau, ne? Das kleinere Übel irgendwie. Gibt ja den Spruch, Regierungen werden nicht gewählt, sondern abgewählt. Ja, genau. So, glaube ich, muss man es sehen, oder? Von den einen die Nase voll und dann nimmt man die anderen, aber so richtig toll findet man die auch nicht. Waren deine Eltern auch Akademiker? Nein. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Mutter war Hausfrau und dann Sekretärin, kommt aus einer Bauernfamilie mit Hauptschulabschluss. Und mein Vater Arbeiterkind, Vater Hausmeister im Schloss in Benrath, Düsseldorf. Wehrmachtssoldat, konnte Abitur nicht zu Ende machen, wurde eingezogen in die Wehrmacht. Wo war er? In Frankreich, in der Normandie und dann in der letzten Ardennenoffensive, der hat den Schrecken bis zum letzten Tag, also bis zum Ruhrkessel 45 mitmachen müssen. Und überlebt. Hat überlebt. Gefangenenlager? Nein, weil er bis zum letzten Tag dabei war. Die Engländer haben ihn nach Hause geschickt. Was? Ja, war ein Gefreiter, ein einfacher Soldat. Okay. In Lüneburger Heide, glaube ich, ist der irgendwo aufgegriffen worden. Und dann hat er gesagt, es waren irgendwie 2 Wochen in so einem Lager und haben gesagt, kannst du nach Hause gehen. Der war damals 20, als der Krieg zu Ende war. Und hat dann eine Lehre gemacht bei Henkel, dem großen Konzern, der da Persil herstellte. Da hat er eine Lehre gemacht und ist dann durch harte Arbeit hat er sich zu einem Lebensmitteltechnologen gemacht. So, ohne jeglichen akademischen Hintergrund. Und das ist, also mein Hintergrund ist unakademisch, ich bin der erste Akademiker in der Familie. Weil du einer werden solltest oder weil die Eltern gesehen haben, hier, der Jörg scheint ja ein cleveres Kerlchen zu sein. Nee, war gar nicht so. Wie das oft ist in Familien, die keinen akademischen Hintergrund haben, sind sie extrem skeptisch, kann man den Jungen denn zum Gymnasium schicken? Passt er da hin? Sind wir nicht doch lieber milieumäßig woanders? Also ich bin erstmal auf die Realschule gegangen. Und mein Bruder auf die Hauptschule. Ach so, die Lehrer haben gesagt, Jörg kann auf die Realschule und die Eltern haben gesagt, na gut, alles gut. Ganz genau. Weil sie es nicht besser wussten. So ist es. Ja, und das ist vielleicht doch nur für die Herren Kinder von Rechtsanwälten und so, die Architekten, die da zum Gymnasium gehen. Und wie alt warst du da, als die Entscheidung fiel? War das 6. Klasse, 4. Klasse? Das war dann die 4. Klasse. Damals war nach der 4. Klasse die Grundschule zu Ende. Und dann war die Entscheidung Hauptschule, Gymnasium, Realschule. Ich habe damals gewusst, dass ich ein schlaues Kerlchen bin und darum aufs Gymnasium gehöre. Du auch? Also hast du quasi so ein bisschen rebelliert oder so, Mama, warum muss ich jetzt auf Realschule? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das war noch sehr viel stärker eine Klassengesellschaft als heute. Man hatte irgendwie, eigentlich ist es schrecklich, aber man wusste irgendwie, wo der soziale Ort ist, wo man hingehört. Man gehörte da nicht hin. Und man war auch als kleiner Junge, fühlte sich unwohl, wenn man Freunde aus diesen Milieus hatten, die Bücherschränke in den Wohnungen hatten und die sich eloquent ausdrücken konnten und die Dinge machten, die man von zu Hause nicht kannte. Das war auch bei mir so, auch bei meinem Bruder. Wir wussten, wir gehören zu einem anderen Milieu. Und damals war das noch sehr viel stärker milieugebunden, wo man dann bitte auch bleiben soll. Ja? Latein und humanistische Bildung ist nichts für ein Kind aus der Familie. Ist dann besser, wenn du ein Handwerk lernst oder bist Industriekaufmann und machst irgendwie was Schönes. Gleichwohl, und das gehört auch zu dieser Zeit, Bildung galt in den unteren Schichten als ein hohes Gut. Du sollst es einmal besser haben. Das war der Standardsatz. Und es war tatsächlich die erste Zeit, in der es tatsächlich allen besser ging als den Eltern. Ja, also schon meine Eltern haben die Erfahrung gemacht, dass es ihnen besser ging als ihren Eltern. Und wir machten die Erfahrung, dass es uns noch mal besser ging als unseren Eltern. Ja, wir hatten keinen Krieg, keine Armut, keinen Hunger zu erleiden, sondern wir hatten eigentlich eine Komplettversorgung und eine gute Zeit. Bin neidisch. Ja, so war das. Ja. Heute kann man. Nicht mehr jetzt. Nein, das ist nicht mal so. Die jungen Leuten, wenn ich denen das erzähle, meinen Studenten, die lachen sich tot. Natürlich haben die das nicht mehr. Kann man nicht mehr sagen, du wirst es, wenn du dein Examen gemacht hast, einmal besser haben. Das war gewissermaßen der Ansporn, Ermutigung. Mein Vater und meine Mutter, die haben uns angehalten dazu, was zu lesen.
Wir hatten nicht viele Bücher in der Wohnung, aber geh in die Stadtbücherei, Ja. leih dir was aus. Ja. Du musst dich bilden. Mein Vater hat mir gesagt, du liest jetzt mal das hier und am Abend erzählst du mir, was da drin stand. Das steht in dem Text. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann wurden Zeitschriften abonniert, so für Kinder, dass sie da was lesen. Man wurde dazu angehalten. Dann wurde ein Globus gekauft, ja, damit man eine Vorstellung hat von der Geografie und der Welt. So kleine Dinge, die damit zu tun hatten, dass man sich mit etwas Sinnvollem beschäftigt, was irgendwie einen weiterbringt. Wann haben deine Lehrer und Lehrerinnen auf der Realschule gemerkt, dass Jörg aufs Gymnasium gehört? Gar keiner. Ich habe selbst auf der Realschule eine Ehrenrunde gedreht. Auf der Realschule. Ich habe die 10. Klasse zweimal gemacht. Warum? Ich habe Schule geschwänzt. Ich habe nichts gemacht. Ich war faul. Meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen. Das war dann da war ich 13 oder 12. 12. Da war ich 12. Da begann natürlich diese übliche schlimme Zeit für Junge in dem Alter, wo man allen möglichen Quatsch macht und meine Mutter hatte dann auch emanzipierte sich und mein Vater zog dann weg. Und dann war man da auf sich allein geworfen. Ich kam damit mit Freiheit nicht zurecht. Interessant war auch, zu der Zeit kamen gerade die ganzen jungen Lehrer aus der 68er-Bewegung an die Schule. Mhm. Die tauchten plötzlich auf von der Uni Göttingen. Und die wollten jetzt Noten diskutieren. Herrschaftsfreier Diskurs. Da müsst ihr gar nichts lernen. Wir diskutieren das mal. Was meint ihr denn so? Schön. Da fanden wir alle, dass wir alle eine 1 verdient haben. Das war sozusagen, wir hatten vorher diese Nazi-Lehrer, wir hatten extrem autoritäre Typen und plötzlich konnten wir mit der permissiven Welt gar nicht umgehen. Plötzlich war es erlaubt. Konnten wir nicht mit umgehen, dass alles erlaubt war. Deshalb wurde dann mit 14 schon Bier getrunken, Zigaretten geraucht. Ja klar, ich habe angefangen mit 14 Zigaretten zu rauchen und Bier zu trinken. Schule geschwänzt. Wir sind auf einem Dampfer die Weser hoch und runter gefahren, anstatt zur Schule zu gehen und haben da ein Sixpack Bier dabei gehabt. So, das konnte nicht gut gehen. Mhm. Und dann habe ich die 10. Klasse wiederholt und nach der 10. Klasse bin ich Bauarbeiter gewesen. Ich war ein Jahr als Bauarbeiter, habe Schule abgebrochen dann und gesagt, ich habe keine Lust weiterzumachen. Achso, du hast die 10. wiederholt und trotzdem abgebrochen? Nee, ich habe dann die mittlere Reife gehabt und bin dann auf den Bau gegangen als Bauarbeiter, als Hilfsarbeiter. Ich habe Steine geschleppt für Maurer, die am Akkord Häuser gebaut haben. Und ich musste mit der Schubkarre immer die Steine bringen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, bis ich dann dachte... Jetzt bin ich ja gespannt, wie der Bauarbeiter Jörg dann zu einem Geschichtsprofessor geworden ist. Mensch. Das glauben die Leute alle. Ich glaube, deshalb habe ich mir einen Blick fürs Leben bewahrt. Mhm. Ich weiß, was Menschen im Bauwagen, was die interessiert und was die machen. Und das ist anders als die akademische Welt. Ja, damals, sicher. Es wird heute ganz anders sein, aber trotzdem, mich hat das Leben immer fasziniert und interessiert. Von Menschen, die was ganz anderes machen als das, was ich jetzt mache. Ich finde das interessant, bis heute. Und mich bewegt das. Und ich habe großen Respekt vor Handwerkern und Leuten, die mit ihren Händen was machen, etwas schaffen. Und Respekt für das Leben, das die Leute führen. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Du sitzt jeden Tag in der Baubude. Ja. Und das waren dann diese Arbeiter, die gesagt haben, was willst du denn hier? Du wirst dir deine Knochen kaputt arbeiten. Was glaubst du, wie du aussiehst mit 40? Mhm. Du bist doch nicht doof, kannst doch was anderes machen. Und damals war das schon so... Die haben gemerkt, dass du ein schlaues Kerl bist. Die haben das gemerkt und es war damals schon so, dass ich unglaublich viel las. Obwohl ich ein fauler Schüler war, Mathematik konnte ich überhaupt nichts, aber ich habe schon als 14-Jähriger Bücher gelesen. Immer schon. Und habe mir Bücher stapelweise aus der Stadtbibliothek geholt. Habe ich trotzdem gemacht, trotz Bier trinken, trotz Zigaretten. Das habe ich immer gemacht. Und ich war interessiert, neugierig, habe mich gern gewundert und wollte was erfahren. Habe mich für andere Länder interessiert, für andere Kulturen, sehr früh. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, so, ich bewerbe mich jetzt am Oberstufe-Gymnasium. Das möchte ich jetzt machen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann wurde die haben dich also angenommen? Ja, aber nach einem Vorgespräch. Die Rektorin hat mich dann, es war ein ehemaliges Mädchengymnasium, das wurde just in dem Jahr, wo ich da hinginge, wurde das für Jungen geöffnet. War traumhaft. In der Oberstufe waren 90 Schüler und davon waren etwa 6 oder 7 Jungen. Einer davon war ich. Wenn du hetero bist, nicht schlecht. Ja, Hahn im Korb.
Das war fantastisch. Aber Warst du direkt, sogar ein Jahr älter dann wahrscheinlich auch nochmal ein Vorteil? ich war ein bisschen älter, genau. Ich war älter. Aber das wurde wieder ausgeglichen, weil ich dann später ausgeglichen, weil ich nicht zur Bundeswehr musste. Ich war untauglich. Ich musste weder Zivildienst leisten, noch wurde ich in die Bundeswehr eingezogen. Was hast du für körperliche Defizite gehabt? Ich hatte erstens Untergewicht, wurde mir gesagt. Ich hatte einfach zu viel gekifft und zu viel getrunken oder irgendwas. Und geburtenstarke Jahrgänge, da wurden viele einfach aussortiert. Sie brauchten so viel nicht. Ja. Und ich hatte Jahrgang 61, war prima, sodass ich das wieder aufholen konnte. Aber die Rektorin dieser Schule, die machte ein Aufnahmegespräch mit mir vorher. Und ich musste ihr versprechen, weil ich in der Realschule schon unangenehm aufgefallen war, nicht Schülersprecher zu werden. Naja, ich hatte in der Realschule mich schon solchen kommunistischen Gruppen da angeschlossen, die ein bisschen Trouble machten da in der Schule. In der Realschule gab es kommunistische Gruppen? Ja, die agitierten, erzähle ich gleich mal, die Alten kamen dann auch ans Gymnasium, die agitierten die Leute von überall her, die wollten junge Leute gewinnen. Und dann habe ich KBW in den Landtag, habe ich in Kreide an eine Schulwand geschrieben. Ja, und da kriegte ich mal 2 Wochen Schulverweis, Realschule, und ich war da Schülersprecher. Schüler fanden das super, so einen, der so immer Ärger macht. Und dann hat sie mir gesagt, ans Gymnasium kommen Sie nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie nicht Schülersprecher werden, dass Sie sich hier nicht wählen lassen. Jetzt darfst du erraten, was das Erste, was ich gemacht habe. Du hast nicht gehorcht? Ich habe mich zum Schülersprecher wählen lassen. War ich auch 3 Jahre lang an der Oberstufe. Hat sie denn nicht gesagt, du hast mir was anderes versprochen? Ja. Und du so? Ich habe gesagt, gibt es darüber einen Vertrag? Steht das irgendwo, gibt es da ein Gesetz, dass ich mich als Schüler nicht wählen lassen darf? Du wolltest also nach Nietzsche nicht gehorchen? Ja, genau. Ich habe nie gehorcht. Das ist ein Grundzug. Der hat mir viel Ärger eingebracht in meinem Leben, aber ich halte daran fest. Wenn mir etwas unplausibel erscheint, sage ich einfach auch mal laut und deutlich Nein. Und das rate ich meinen Studenten auch immer. Wenn ihr mit irgendetwas nicht einverstanden seid, einfach sagen, nicht mehr im Strom schwimmen. Am Ende wird man davon unglücklich. Und dann hast du also Abi gemacht? Und dann war klar, das wird jetzt Geschichte, Philosophie und so. Ich hatte fantastische Lehrer. Und jetzt kommt dieser Moment ins Spiel, wo man sagen kann, Glücksfall. Ich hatte großartige Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der war ein promovierter Philosoph. Warst du da am Bodensee jetzt schon oben? Holzminden an der Weser. Ah, ja. Seid ihr irgendwann mit der Mutter? Ja, ich habe Radolfzell, bin als 2-Jähriger da weg, bin da gar nicht aufgewachsen. Okay. Ja, Holzminden an der Weser war dieser Ort. Ich hatte einen großartigen Philosophielehrer, gelebte Toleranz. Der hatte Verständnis für all die verrückten Schüler, die pubertär waren und da irgendwelche verrückten Dinge machten. Er nannte die immer die Suchenden. Die suchen was. Lass sie suchen. Und der brachte mir von zu Hause Bücher mit. Kapital von Karl Marx, Nietzsches Zarathustra, Kants Kritik der reinen Vernunft. Hat mir gesagt, wie man das lesen muss. Hat sich mit mir privat getroffen, um mir das zu erklären. Und er merkte, dass ich davon fasziniert bin, dass ich das großartig finde. Der hat mich auf eine Weise gefördert, da bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Dem habe ich das zu verdanken, dass mein Interesse für diese philosophischen Fragen, die mich dann auch als Historiker umtreiben, so groß gewesen ist, weil ich kam mit lauter Erkenntnisgewinn mittags nach Hause. Und das hat mich auf eine Weise geprägt, die, glaube ich, das hätte nicht passieren können, wenn es den nicht gegeben hätte. Was hat deine Mutter denn dazu gesagt? Gar nichts, sie verstanden davon ja nichts. Fanden es aber toll. Die haben dich machen lassen. Ja, aber sie fanden das toll, meine Eltern, dass ich da jetzt plötzlich gute Noten hatte. Dass ich mich für was interessiere. Dass ich intrinsisches Interesse habe. Dass ich nicht KBW in den Landtag an die Schulwand schreiben muss, weil das irgendwie ein bisschen doof ist, wenn man das nicht mit irgendwas Intelligentem verbindet. Sondern Sinnsuche und die Diskussion von philosophischen Texten, dass ich das aufregend fand, das hat mich dann ja auch beschäftigt. Das fanden sie gut. Beschäftigst dich mit was, machst irgendwas und willst was werden damit. Und für mich war klar, das kann ich nur machen, wenn ich entweder Journalist oder Professor werde. Dass ich Professor werden würde, das war klar, das war gar nicht im Horizont. Aber ich wusste, die Universität ist der einzige Ort, wo du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Und deshalb wollte ich unbedingt an die Uni. Und dann bist du an die Uni? Ja. Hast du die Uni ausgesucht oder war egal? Nee, habe ich mir ausgesucht. Das war ein bisschen naiv. Damals gab es ja noch kein Internet und all die ganzen Dinge. Ich hatte mir Tübingen ausgesucht. Weil in Tübingen der Philosoph Ernst Bloch
gelehrt hatte. Der war aber gerade verstorben. Aber ich dachte, Ernst Bloch, der Geist von Ernst Bloch, der muss noch in Tübingen wehen, da musst du hin. Und Walter Jens war dort, Professor für Rhetorik. Und ich habe mich für die Fächer... Ein Rhetorikprofessor. Ah, ja, aber das haben wir ganz falsch verstanden. Wir hatten gedacht, in Rhetorik geht es um die Kunst der Rede. Ja. Ja, aber im Grunde war es Altphilologie. Es ging um Platon, Aristoteles, um sowas. Das haben wir gar nicht verstanden. Ich habe mich also für Geschichte, Philosophie und Rhetorik eingeschrieben in Tübingen. Und bin dann, das gab es damals schon, diese Wohnungskrise, ich bin dann an der Wohnungsnot gescheitert. Ich bin da 2 Wochen herumgefahren, ich habe einfach keine Wohnung gekriegt. Studenten lebten auf dem Zeltplatz. Es gab nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat keinen Sinn, ich will hier nicht Zeit verplempern, gehst du nach Göttingen. Das war 80 Kilometer von Holzminden entfernt, was auch eine sehr gute Universität war. Da war es auch schwierig mit der Wohnung, aber da hat es nach 4 Wochen geklappt, weil man von Holzminden immer hinfahren konnte, um Wohnung zu suchen. Und da ist es halt Göttingen geworden. Und da bin ich dann in die Welt der Geschichte und der Philosophie gestürzt. Und hat mich vom ersten Tag an hat mich das begeistert, muss ich sagen. Bist du auf die russische, sowjetische Geschichte gestoßen oder hat dich quasi auch wieder ein Lehrer, ein Professor, eine Professorin darauf gebracht? War Zufall auch, ja. Zufall. Naja, als Schüler war ich ja in diesem kommunistischen Bund Westdeutschland da und das hatte damit auch was damit zu tun. Aber das muss ja nicht immer heißen, dass man dann irgendwie pro Sowjetunion, man ja pro Mao und so weiter sein könnte. Ich habe mich mit Philosophie und Mittelalter beschäftigt, als ich da anfing. Und plötzlich kam dann dieser Professor, Hildermeier hieß der, 1984 wurde der da berufen, 82 habe ich im Studium angefangen und der bot ein Seminar über stalinistischen Terror an. Ich dachte, ja, interessant. Kannst du dich mal damit auseinandersetzen, welchen Blödsinn du da früher geredet hast, über Mao, Pol Pot und wir haben ja wie alle schrecklichen Schandtaten schön geredet. Da guckst mal rein, guckst dir das mal an, das war total interessant. Und dann habe ich eine Hausarbeit geschrieben und er hat mir anschließend einen Job angeboten als studentischer Mitarbeiter. Aha. Weil ihm die Hausarbeit gefallen hat. Aha. Und dann dachte ich, ja, super, verdienst du Geld, kommst da näher ran und so bin ich da reingerutscht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie bei mir arbeiten wollen, müssen Sie aber auch mit Russland beschäftigen und müssen da Russisch lernen. Und das habe ich dann gemacht. So kam ich da rein. Es war im Grunde Zufall. Du hast Russisch gelernt an der Schule dann, ja? An der Uni? Genau, mir selbst beigebracht. Sprichst du immer noch? Ja. Und? Also kannst du russische Zeitungen lesen und ja, Medien natürlich, und so weiter? Okay. Ja, ich war dann ja auch als Doktorand 1 Jahr in Russland. Nach den 90ern? Nach dem Fall der Mauer? 91. Ja, okay. Direkt danach? Ich habe den Untergang der Sowjetunion erlebt. Diese schreckliche Zeit, wo die Geschäfte leer waren, das Chaos auf den Straßen und es war... Die Schocktherapie. Ja, die Schocktherapie, die kam 92, die Schocktherapie. 91 waren die Geschäfte leer. Es gab nichts zu essen. Es gab nichts außer Brot und Milch. Und ich musste da ein Jahr zubringen. Das war schon... Mit Brot und Milch? Ja, mit Brot und Milch. Ich habe mich da tagelang nur von Bier, Brot und Milch ernährt. Und Eier hin und wieder, weil es nichts gab. Und nur die Einheimischen kriegten die Lebensmittelkarten. Die kriegten die Ausländer nicht. Das heißt, ich hatte jede Menge Geld, also ein Stipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und konnte es nicht ausgeben. Ich konnte das verdammte Geld nicht ausgeben. Es wurde immer mehr, die Rubel, die stapelten sich und ich konnte es nicht ausgeben, weil es nichts zu kaufen gab. Und die Schocktherapie kam 92, da waren plötzlich die Läden voll, aber die Leute verarmten, das Ersparte war weg und sie hatten nur noch westliche Waren in den Geschäften und Schluss mit russischen Waren. Das ist so eine tiefsitzende Erfahrung meiner Generation gewesen, die den Putin erklärt, also verständlich macht, warum der Erfolg haben konnte später. Das hatte ich auch gelernt, dass quasi so die Jelzin-Zeit, Schocktherapie. Ja, schrecklich. Also damit hat Putin dann halt quasi, okay, darum müssen wir uns wieder abwenden. Ja, er selber hatte die erlebt. Ne? Der kam ja aus Dresden zurück in dieser Zeit, wo er für den KGB gearbeitet hat. Und der kam genau in diese Zeit zurück. Nach Russland, nach Leningrad damals. Ich bin ja damals nach Leningrad eingereist und aus Petersburg wieder abgereist, dass das umbenannt wurde. Aber ich möchte die Zeit als Bauarbeiter nicht missen. Das hat mich unglaublich viel gelehrt. Hast du also schöne Erfahrungen da gemacht? Ja. Zum Beispiel, ich habe Freunde fürs Leben gefunden. Immer noch, ja. Weil ja, Mangel schweißt zusammen. Menschen, die sich aufeinander verlassen müssen. Mir haben wahnsinnig viele Leute dort geholfen, die meine Freunde geworden sind fürs Leben, die ich heute noch mit eng befreundet bin. Das waren auch wunderbare Erfahrungen. Und ich habe gelernt,
was es eigentlich heißt, sein Leben in einer Mangelgesellschaft, die von Gewalt strukturiert ist, zu organisieren. Was das bedeutet. Wie anders plötzlich die Perspektive auf das Leben wird, wenn man das erlebt. Ist es ein schreckliches Leben oder ist es einfach ein anderes Leben? Das ist ein anderes, an das man sich gewöhnt. Das war ja erstaunlich, dass die ersten Wochen war ich völlig verzweifelt. Weil alles das, was ich gewohnt war, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält und wie man sich, war da nutzlos. Ich merkte, dass das, worin ich sozialisiert worden war, vollkommen nutzlos ist. Ich kann das da nicht anwenden. Höflichkeitsformeln oder man verzichtet darauf, Leute zu bestechen. Kann man in einer Mangelgesellschaft, die vom Gabentausch lebt, man erweist jeweils dem anderen einen Gefallen, nicht machen. Natürlich habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, Leute zu bestechen. Das macht man einfach nicht, geht nicht. Aber es machten alle. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es machen alle, weil es auch rational ist. Es ist nicht dumm und es ist nicht Korruption. Und im Russischen gibt es ja auch das Wort Korruption gar nicht, sondern das Wort heißt Wsiatki, das Genommene. Ja, das ist daran, ne, man nimmt etwas und gibt etwas. Geben und nehmen. Und wir nennen es dann Korruption, sagen Schlingel. Ne? Das ist verboten, das dürft ihr nicht. Quid pro quo. Das ist ja, und das konnte man lernen. Und man konnte etwas lernen über Solidaritätsformen, die anders sind, wenn es keinen Sozialstaat gibt, wenn niemand einspringt, wenn es keine Rentenversicherung gibt, wenn es keine soziale Absicherung gibt. Da fiel ja alles zusammen nach dem Sozialismus. Und ethnische Konflikte, Mafiabanden, die mit Handgranaten in Geschäfte hineinwarfen. Und der Zusammenfall eines riesigen Vielvölkerimperiums, in dem Millionen von Menschen zu Ausländern im eigenen Land wurden, das ist mir da erst klar geworden, wie schrecklich das ist. Ich habe Leute gesehen, die haben geweint, als das alles zusammenfiel, aber die meisten waren mit ihrem Überleben beschäftigt. Die hat das gar nicht interessiert, dass das zusammenfiel. Ne? Und für mich waren es nützliche Erfahrungen. Ja, gerade, ich meine, wenn du das so erzählst, ich meine, wir sprechen gerade auch über Klimawandel, die ökonomischen Ursachen dafür und so weiter, führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei, dass wir auf Dinge verzichten müssen, anders Dinge verteilen müssen und so weiter. Hört sich jetzt nicht danach an, dass das per se, also so eine Mangelgesellschaft oder wo es halt Mängel gibt, jetzt der Untergang ist. Ja, sondern das ist aber eine andere Organisation. Auf der anderen Seite ist es extrem schwierig, Menschen, die sehen, was die Europäer alles haben, ihnen zu sagen, wir müssen jetzt Verzicht leisten. Die Zeit ist jetzt nicht danach, alles zu imitieren, was die Europäer schon gemacht haben. Ja? Nee, wir Europäer, die sonst wir müssen das lernen. In Überfluss leben, wir müssen uns an die anderen anpassen, die das nie gemacht haben. Ja, aber stattdessen belehren die Europäer die anderen und sagen, das dürft ihr jetzt nicht machen, das ist schlecht für die Umwelt. Ne? Und die sagen sich, nein, wir wollen auch was ein Stück von dem Kuchen haben. Und dann sagen die Europäer wieder, ja guck mal, die Chinesen machen das auch nicht, dann machen wir das auch nicht. Machen wir es auch nicht. Die gehen nicht aus der Kohle raus, dann machen wir das auch nicht. Ja, aber es gibt eben doch in diesen Mangelgesellschaften das tiefe Bedürfnis, aus diesem Mangel herauszukommen, ne, und das zu überwinden. Und das hat man gelernt. Und das ist für mich die tiefere Erklärung dafür, dass so ein Typ wie dieser Putin, den eigentlich keiner sympathisch fand. Das war eine graue Maus aus dem KGB. Als der damals zum Präsidenten gemacht wurde, haben alle gedacht in Russland, was? Das Männchen, diese graue, uncharismatische Gestalt, der soll es richten? Und dann dauerte es eigentlich nur 2-3 Jahre und das Bild wandelte sich. Und das kann man, glaube ich, nur erklären mit den wilden 90ern. Kann man das verstehen, wieso der plötzlich populär wurde. Jetzt ist er nicht mehr populär, aber damals war er das für eine gewisse Zeit. Nur so kann man erklären, warum Leute sich nach dem Autoritären sehen. Sie sehnen sich nur dann nach dem Autoritären, wenn das andere nicht funktioniert. Und das funktionierte, in gewisser Weise. Also ökonomisch und so in gewisser anderer Hinsicht funktionierte das. Und dann haben die Leute gesagt, okay, dann brauche ich Demokratie nicht. Ne? Funktioniert hier besser als vorher. Ja, gerade wenn quasi die Russen mit Demokratie gleichzeitig Schocktherapie erlebt haben und dann natürlich von den Autoritären ganz leicht gesagt werden kann, ja, guck mal, das ist Demokratie. So ist es. Ihr verhungert, euch geht's scheiße. Und genau so. Das ist Marktwirtschaft und das ist Demokratie. Da habt ihr es jetzt gesehen, was das heißt. Und das ist der Westen. Das wollen wir nicht haben. Da war ja auch schon Neoliberalismus. Ne? Natürlich, das hatte natürlich fatale Folgen, diese neoliberale Ideologie auf diesen Kontext anzuwenden. Fatal. Schrecklich. Hat alle Solidaritätsbeziehungen zerstört. Und am Ende waren es die rücksichtslosesten Gewalttäter, die davon einen Gewinn hatten. Und das haben die Leute in Erinnerung. Vielleicht
kurz mal bei Putin bleiben. Du hast dich ja viel mit Stalin beschäftigt, Stalinismus, Terrorherrschaft und so weiter. Wie viel Stalin steckt denn in Putin? Gute Frage. Also was man so, weil man hört ja immer quasi jetzt auch schon, naja, Stalin, die Erinnerung ist jetzt wieder da, Ja, Putin, der russische Staat fördert quasi wieder die Erinnerung an Stalin, was ja nach Stalin mehrere Jahrzehnte quasi nicht stattfand. Genau. Ja, es ist auf erschreckende Weise eine Revitalisierung des Stalin-Kultes, inklusive dass Denkmäler wieder aufgestellt werden, der Stalin überall als der große Führer besungen Ist wird. Stalingrad nicht wieder Stalingrad? Ja. Ja. Und Khrushchev hat das in Wolgograd umbenannt damals, ne, nach der Geheimrede. Also Khrushchev und Gorbatschow hatten ja schon mal versucht, ne, das zu entstalinisieren, sind gescheitert. Immer wieder kommt dieser schreckliche Machtstaat zurück und die Inszenierung des Machtstaates. Und der Stalin ist das Symbol für den imperialen Machtstaat. Deshalb wird er besungen. Nicht, weil der ein Terrorist war und ein Gewalttäter, sondern weil der als Symbol ist für diesen Machtstaat. Brezhnev war eine Witzfigur, der eignet sich dafür einfach nicht. Ne? Also man braucht so eine Figur, der hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, der hat die Hitler besiegt, der hat Russland oder die Sowjetunion in die Moderne katapultiert mit der Schwerindustrie, der hat das Imperium zusammengehalten mit harter Hand, der hat den Ostblock im Griff gehabt. Das ist das, was Putin sozusagen sagen will damit. Das ist unser Vorbild, das ist das Modell. Der imperiale Machtstaat in seiner ganzen Machtfülle. Und Lenin passt da nicht. Nein, Lenin war ein Zerstörer, hat Revolution gemacht. Ja, das ist ein Problem. Das kann Putin nicht wollen. Nee. Ja. Wenn man jetzt von Revolution redet, auf die Idee sollten die Leute lieber nicht kommen. Ja, also Stalin ist deshalb populär, weil er den Staat zusammengehalten hat. Und Lenin hat einen alten zerstört. Und Revolution ist vielleicht dann doch nicht so das. Obwohl Stalin Teil von Lenins Ja, aber erst ursprünglicher Gruppe war, ne? Der eine hat den Staat zerstört und der andere hat einen neuen gebaut. Und diesen neuen Staat, der erbaut wurde, der ist 1991 verloren gegangen. Und jetzt will der Putin gewissermaßen die Uhr zurückdrehen auf das Jahr 91, sagte der Gorbatschow und diese Reformen, die neoliberalen Reformen, die Schocktherapie, der Zerfall des Imperiums hat uns alles genommen, was uns wichtig war. Und ich baue das zurück. Das ist im Grunde das Modell. Wie viel Stalin in dem selber drin ist schwer zu sagen, weil wir diesen Putin nicht kennen. Und es ist Teil von dieser Machtmaschine, dass sie uns das auch nicht wissen lässt. Die Inszenierung. Mal sitzt er zitternd vor der Kamera. Dann wird wochenlang darüber spekuliert, ob er Parkinson hat oder krank ist. 4 Wochen später ist er wieder kerngesund und hat nichts. Wir wissen bis heute nicht, wer die Entscheidung getroffen hat, die Ukraine anzugreifen. Wer saß in diesem verdammten Büro von dem Putin? Wir wissen es einfach nicht. Der Außenminister war offenkundig überrascht, der ist offenkundig gar nicht informiert worden. Wir wissen nicht, wer entschieden hat, die Ukraine anzugreifen? Wir wissen, dass Putin, oder? Ja, aber wir wissen nicht, mit wem er das besprochen hat. Ist das wichtig? Ja, es ist wichtig. Ja. Natürlich ist das wichtig. Es hätten die Leute davon abbringen können, wenn er das in einem größeren Rahmen besprochen hätte. Als jetzt der Trump Iran angegriffen hat, haben ihm die Generäle gesagt, lass es lieber bleiben. Es ist keine gute Idee, das zu machen. Also die es ihm gesagt haben, wurden dann entlassen, oder? Ja, es gab jetzt noch einen General, der ihm jetzt noch mal gesagt hat, keine gute Idee, das auf diese Weise zu machen. Der Putin hat sich, das ist das, was wir wissen, seit der Corona-Zeit hat er die komplett in seiner Paranoia isoliert. Schon die Inszenierung mit diesem absurd langen Tisch. Und dann wurden die Leute, der Scholz musste, glaube ich, 3 Corona-Tests machen, bevor er da rein durfte. Die Leute mussten in der Corona ihre Handys abgeben, aus der engsten Gefolgschaft. Da sind wir wieder bei der Angst vorm Tod. Ja, sicher, klar. Putin hat Panik geschoben, Ja, mit sicher. Corona angesteckt werden. Aber es ist das Dictators Dilemma, wie das Ja. ein Soziologe, ein amerikanischer, formuliert hat. Der Diktator in der Paranoia hört irgendwann nur noch, was er hören will und bekommt auch nur noch das zu hören, was er hören soll. Da sind wir bei Trump. Na, Trump wird korrigiert durch öffentliche Medien. Also die gibt es in Russland nicht mehr. Es gibt die Demokraten im Parlament. Ja, aber weil du gerade meintest, der will nur noch das hören, was er hören will. Und ihm wird dann auch nur noch das gesagt, was er Ja, hören will. Das aber Trump- hört man jetzt alles alle halben von Ja, aber Trumps Lager. aber aus seinem anderen Lager hört er was anderes. Das kann er nicht überhören. Also er hört es wenigstens. Aber Putin kriegt gar nichts mehr anderes zu hören. Und das ist ein riesiges Problem, wenn der Diktator sich sozusagen einigelt und der Informationskorridor oder der Korridor zum Machthaber immer enger wird. Wenn nur noch 3 oder 4 Leute das Ohr erreichen, dann wissen die 3 oder 4 Leute, dass sie den manipulieren können. Ja. Und
Das ist bei Trump natürlich anders. Ja, das Personal ist viel größer. Der muss Rücksicht nehmen auf seine Partei, die Republikaner, die im Kongress sitzen. Naja, aber es gibt diese Stimmenvielfalt, ne? Die gibt es noch und die ist in Russland komplett weg. Und das ist gefährlich. Und wir wissen auch nichts darüber, was der Putin denkt, welchen nächsten Schachzug er machen wird. Er sagt darüber nichts in der Öffentlichkeit und wir sind erstaunlich schlecht informiert darüber, wie der innere Machtzirkel aufgebaut ist. Das wird auch ganz bewusst im Unklaren gelassen, damit man natürlich auch nicht intervenieren kann. Ja, man kann jetzt keinen Gegenpol zu ihm aufbauen, weil man gar nicht weiß, wer ist denn eigentlich wichtig? Wer ist denn, welchen Leuten umgibt er sich eigentlich? So eine Blackbox. Ja, ist eine Blackbox. Und ich glaube, die wird ganz bewusst so gehalten. Das hat Nachteile wie Vorteile für den Jetzt wünschen Diktator. sich ja viele, nachvollziehbar, so Putin, ne, der böse, ultimative, der neue Hitler im 21. Jahrhundert für viele in Europa und so weiter. Und der muss nur weg und dann... Ja, das glauben die Leute, weil sie, glaube ich, gar keine Vorstellung davon haben, wie die Nachfolgeregelungen in solchen Systemen dann ablaufen. Es könnte ja schlimmer werden. Ja, der Vorteil am alten kommunistischen System war, da gab es ein Zentralkomitee und ein Politbüro. Und wenn ein Generalsekretär starb, wussten alle, das Politbüro einigt sich auf einen neuen Kandidaten und das Zentralkomitee wählt ihn. Und man konnte auf der Kremlmauer bei der Beerdigungsfeier schon sehen, wer der Nachfolger werden würde. Sehr transparent. Das war sehr offen für die westlichen Regierungen. Sie wussten, wie die das übertragen. Und dass das nach einem bestimmten Muster verläuft und dass der Generalsekretär kein Diktator war auch klar, sondern einer unter Gleichen. Das Politbüro, die haben Abstimmungen gemacht. Und auch der Brezhnev musste sich Abstimmungen stellen. Heute ist das vorbei. Wenn der morgen stirbt, wir wissen überhaupt nicht, wie die Macht übertragen wird. Also nach welchen Prozeduren das ablaufen wird. Und wir wissen auch nicht, welche Leute daran beteiligt sein werden. Ich fürchte, das werden ein paar Geheimdienstler unter sich ausmachen. Aber wissen wir, ob das ein Vorteil für uns sein wird? Ob es ein Hardliner sein wird oder einer, der auf Reformen setzt? Das wissen wir nicht. Und es hängt, würde ich sagen, ist auch nur eine Vermutung, es hängt ein bisschen davon ab, ob sich die Situation mit dem Krieg entspannt. Ein Reformer wird nur kommen unter Bedingungen der Entspannung. Also wenn die Dinge sich entspannen, wenn der Westen und die Ukraine und Russland zu irgendeinem Modus vivendi kommen, dann haben die Reformer die Chance. Der Gorbatschow konnte das System nur reformieren, weil er denen sagen konnte, die Amerikaner und die Europäer sind nicht mehr unsere Feinde. Die Bedrohung gibt es nicht mehr, wir sind nicht eingekreist. Das war einer der Gründe, warum der das von ihnen auch liberalisieren konnte, weil das plausibel war. Das geht jetzt im Augenblick nicht. Und der Putin kann immer sagen, nein, die werden uns zerstören. Die werden uns vernichten, die wollen uns einkreisen. Und deshalb müssen wir die Zügel anziehen. Das ist eine Vermutung. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich so ein bisschen in diese Logik von diesen Männern hineinversetzen, wie die ticken. Aber welche Herrschaftslogik steckt denn dahinter? Jetzt in Putins Herrschaftslogik, quasi so eine Blackbox entstehen zu lassen. Oder denkt er dann wirklich nur, ist mir halt egal, was nach meinem Tod passiert, nach mir die Sintflut, egal ob es dann Russland und so weiter noch gibt, aber gleichzeitig macht er ja quasi eine imperialistische Politik und begründet das quasi mit der Zukunft und Geschichte Russlands. Ich glaube, weiß ich das nicht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat etwas mit einer Dynamik zu tun, die entsteht, wenn man etwas Unvorhergesehenes tut, von dem man glaubt, das könnte gut funktionieren und dann geht es schief. Was ja da passiert ist, es waren ja alle der Überzeugung, auch ich, muss ich sagen, als das losging. Du meinst jetzt 2014 oder 2022? 22. Okay, den Angriffskrieg. Hatten wir alle, also ich auch, das Gefühl, in 2 Wochen ist es vorbei. Und dann marschieren die in Kiew ein. Und so hatten die das auch im Blick. Ja? Die hatten ja ihren Soldaten Marschverpflegung für 3 Tage mitgegeben, keine Schlafsäcke und hatten die Paradeuniformen schon im Tornister, um in Kiew die Parade zu machen. Und dann geht plötzlich alles schief. Alles, was man sich vorgenommen hat, funktioniert nicht. Und ein Erinnert Desaster, mich gerade an Operation Barbarossa. Ja, klar. Die Deutschen werden nach Moskau, Richtung Moskau geschickt ohne Winterklamotten. Aber erstmal waren sie erfolgreich, das dauerte. Und die Russen waren schon im 3. Tag nicht erfolgreich. Ja. Und das war ein Schock. So, und jetzt, was macht man jetzt? Jetzt ist man in die Sache hineingelaufen. Und jetzt kann man ja nicht sagen, oh, tut mir leid, das ist irgendwie schiefgelaufen, habe ich mir anders vorgestellt. Ich höre jetzt lieber auf. Dann wäre er erledigt gewesen. Ja?
vor der Bevölkerung ein Riesenszenario aufzubauen. Wir werden die Ukraine entnazifizieren, wir werden den Donbass befreien, wir werden die Dominanz des Westens brechen und so weiter. Und dann sagt man, ja, wir haben uns leider geirrt, das ging nicht. Und was sie damit meinen ist, dann kommt man in eine fatale Dynamik hinein, eine Eskalationsdynamik. Die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand. Und dann hat er seinen Leuten wahrscheinlich gesagt, so, Freunde, wenn wir das jetzt nicht bis zu Ende bringen, dann war es das mit uns. Wir müssen das jetzt durchziehen. Er muss es durchziehen. Ja, aber die anderen wissen ja, wenn er fällt, fallen sie mit. Also seine ganzen KGB-Leute, die da an ihm dranhängen. Wenn das schief geht und die Bevölkerung ist sauer und wollen die Leute weghaben, dann sind sie alle weg. Und das ist das Muster, das auch Stalin immer wieder bedient hat. Stalin hat immer die Leute in Krisen hineingebracht und dann gesagt, ja, jetzt müssen wir sie gemeinsam durchstellen. Sonst seid ihr genauso dran wie ich, dann baumeln wir alle, wenn es schief geht. Und das ist die Situation, in der die sich jetzt befinden. Die ist nicht gut. Sie führt aber paradoxerweise nicht zur Entspannung, sondern zur Eskalation, weil da kein Ausweg ist. Es gibt für diese Leute keinen Ausweg. Ähnlich wie Saddam Hussein. Wenn der gesagt hätte, Freunde, ich gehe ins Exil, das tue ich mir nicht an, dann hat er nicht gemacht. Und dann hatte er nur noch wenige Auswege, die ihm dann noch blieben. Und das ist jetzt in dieser Situation auch so mit Putin. Und das ist fatal. Man kommt in eine Situation hinein, aus der man nicht mehr rauskommt. Ja, aber das ist auch, das habe ich über Eskalationsspiralen gelernt, die sind per se unkontrollierbar. Ja, genau. Weil du nie weißt, ich meine, ist so ein bisschen Game Theory und so weiter, du weißt nie, wie die andere Seite reagiert. Es sei denn, es kommt ein mächtiger Spieler von außen, der die Sache beendet. Und genau, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, wer soll das sein? Ja, Quasi es hätte Trump sein können, aber er hat es nicht gemacht. So, aber gleichzeitig muss der Putin auch denken, okay, Eskalationsspirale, unkontrollierbar, das könnte am Ende auch das Ende der Sowjetunion bedeuten. Natürlich. Oder der Menschheit an sich, ne, wenn wir jetzt Atomkrieg haben und Ja, so weiter. sicher. Das kann ihm doch jetzt auch nicht recht sein. Ja, aber beide um in Seiten. seiner Logik zu bleiben. Ja, aber beide Seiten müssen daran denken, dass es dazu führen kann. Dass, wenn wir die Eskalationsschraube weiterdrehen und wissen, der gibt nicht auf, wird er nicht machen. Wohin soll das führen? Also, ne, Ja, das das scheint ja hier zum Beispiel in unserer politischen Landschaft doch die Karte zu sein, auf die man setzt. Irgendwann muss er aufgeben. Ne, stimmt, aber wenn es nicht klappt, wir müssen was weiter macht man helfen und irgendwann gibt er auf. Ja, das ist das Kalkül. Und ich würde sagen, das wird in Demokratien nicht funktionieren, weil man den Leuten ja irgendwann sagen muss, das hat Priorität, Geld in die Ukraine zu schicken und den Krieg weiterlaufen zu lassen. Da werden die Leute irgendwann sagen, nee, bezahlbare Mieten ist mir wichtiger oder Sozialstaat und so. Und das ist ja das Dilemma von Demokratien. Oder Länder wie Spanien werden sagen, was geht mich die Ukraine an? Ja, wir sind weit weg davon. Unsere Nachbarn sind Portugal und Frankreich. Wir fühlen uns überhaupt nicht bedroht. Also die Interessen sind sehr verschieden. Und damit operiert natürlich der Putin. Er weiß das. Die sind uneinig. Die werden nie eine einheitliche Linie finden. Irgendwann werden die auch müde werden von diesem Krieg und sagen, ja, ist das unsere Priorität? Sollen wir uns nicht um was anderes kümmern? Irgendwann werden die USA sagen, wir haben Krieg in Iran zu führen, wir können die nicht mehr beliefern, die haben gar keine Munition mehr. Damit operiert er natürlich. Aber hat Putin nicht quasi die Europäer so ein bisschen auch vereinigt jetzt wieder durch den Angriff auf ein europäisches Land? Zu Anfang ja. Aber jetzt kann man ja doch sehen, dass sich die Staaten sehr unterschiedlich verhalten. Manche gehen damit pragmatisch um, manche sind indifferent, interessiert das eigentlich gar nicht. Also ich nehme wahr, Italien und Spanien ist das kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Der Ukraine-Krieg spielt da nicht die Rolle. Polen und die Slowakei und Deutschland. In Osteuropa schon sehr. Ne? Ja, in Osteuropa sehr, aber auch auf unterschiedliche Weise. Und in Deutschland, klar, wir sind damit unmittelbar betroffen, weil wir eng von russischen Rohstofflieferungen abhängig waren, weil wir 2 Millionen Ukrainer in Deutschland haben. Und genauso viele Russen, die auch in Berlin und sonst wo leben. Wir sind damit viel enger verbunden als Spanier, Franzosen oder Italiener oder Portugiesen, für die das weit weg ist und die sich vielleicht eher für Lateinamerika interessieren, was da passiert. Das ist, glaube ich, in Spanien interessanter und wichtiger. Und in England ähnlich. Da ist das Ukraine-Problem auch eines, das erstmal innenpolitisch in England weit weg ist. Und darauf setzt der Putin natürlich, dass die Interessen dieser Länder dann doch sehr unterschiedlich sein werden und dass die Probleme, die jetzt entstehen in europäischen Ländern, ganz andere sein werden und von dem Ukraine-Thema ablenken werden. Das hofft er, dass das so ist. Ob das so kommen wird, das weiß ich nicht.
Aber ich mache die Beobachtung, dass sich das langsam verändert. Die Solidarität war 2022 größer, als das jetzt ist. Und das hat natürlich mit der Frage zu tun, wie viele Jahre soll man das noch weitermachen? Das Sterben das ist ja grauenhaft. Hunderttausende, die da schon umgekommen sind. 100.000 in Ukraine? Also es sind 500.000 Menschen sind in diesem Krieg ums Leben gekommen. 500.000? Ja, auf beiden Seiten. Ja, das sind Du meinst Tote oder jetzt auch Verletzte? Tote und Verletzte. 500.000? Ja, okay. Deshalb haben die ja ein Personalproblem in ihren Armeen. Die haben ein Personalproblem. Müssen Männer rekrutieren. Und viele junge ukrainische Männer, die flüchten, man kann sie ja auch sehen in Berlin, zu Recht, weil sie in den Fleischwolf nicht wollen. Sie wollen da nicht verheizt werden. Und die Russen, die machen das ja anders. Sie machen Verträge mit Bauern, die arm sind in den Dörfern. Sie mobilisieren die nicht. Also wie die Ukrainer das machen, die mobilisieren einfach die wehrfähigen Männer und ziehen die ein gegen ihren Willen. Das bringt Unmut. Und die Russen versprechen den Leuten viel Geld. Das ist wahnsinnig viel Geld, was die Leute kriegen für so einen Dorfbewohner. Und sie versprechen ihnen, dass, wenn sie fallen oder verwundet werden, dass die Angehörigen eine lebenslange Hinterbliebenenrente bekommen. Das heißt, die desertieren auch nicht, weil sie dann entfällt das. Das heißt, die verbinden den Kriegsdienst damit, dass die Dörfer, aus denen die kommen, alimentiert werden. Das ist natürlich geschickt, weil das kann man in Petersburg, in Moskau, kann man lecker im Café sitzen, lecker Kaffee trinken, kann sich's gut gehen lassen. Und die jungen Leute wissen sehr genau, dass sie nicht eingezogen werden. Das machen dann diese Bauern, die Leute von der Peripherie. Die werden dann diesen Krieg führen. Das ist machtstrategisch klug, wenngleich es absolut zynisch ist. Ne? Haben wir quasi jetzt in Europa dann gar keine andere Wahl, als tatsächlich weiter die Ukraine zu unterstützen, bis die Ukrainer selbst entscheiden, ob sie den Krieg weiterführen wollen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange die Ukrainer selbst diesen Krieg führen wollen und wie die Stimmung in den vollkommen erschöpften Regionen ist, in denen viele Menschen sich, glaube ich, einfach wünschen, dass das Sterben und das Bomben einfach ein Ende hat, dass es aufhört. Aber was ich meine, die Ukrainer sollen selbst entscheiden können, ob sie quasi in Verhandlungen gehen, was sie aufgeben, ob sie bis zum bitteren Tod kämpfen. Und dementsprechend, weil sie das selbst entscheiden sollen, müssen wir sie dazu in der Lage versetzen, selbst zu entscheiden und dementsprechend weiter unterstützen. Naja, das ist... Weil wenn wir jetzt, Umkehrschluss ist ja, wenn wir jetzt aufhören, dann werden sie ganz schnell gezwungen sein zu verhandeln, vielleicht gezwungen sein zu kapitulieren. Genau, aber das ist ja die Frage, die man sich als Politiker stellen muss, der ja nicht nur aus Gesinnung, sondern aus verantwortungsethischen Gründen eine Lösung finden muss. Was ist besser für alle Beteiligten? Dass es zu einem Kompromiss früher oder später kommen wird, wo alle federn lassen müssen, weiß doch jeder. Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden. Die Russen werden die besetzten Gebiete auch nicht räumen. Das wird nicht passieren. Sie werden auch Kiew nicht erobern. Sie werden auch nicht gewinnen. Das ist auch irgendwie klar. Es wird da niemand gewinnen. Das ist ein Zermürbungs- und Erschöpfungskrieg, von dem doch alle Beteiligten wissen, dass am Ende beide Seiten erschöpft sein werden. Und dann ist er vielleicht zu Ende. Ja, aber wenn die Russen am Ende die Krim bekommen, Teile der Ostukraine, hat dann bekommen sie ohnehin, es ist ja besetzt. Ja, aber dann hat Putin doch was gewonnen. Ja, aber das hat er ja jetzt schon gewonnen. Und jetzt muss man sich fragen, lohnt sich ein Krieg? Du meinst jetzt, dass er noch mehr gewinnt? Noch ja, mehr wird er nicht. Das wird nicht passieren. Der Krieg es geht ja seit einem Jahr nicht voran. Für keine von beiden Seiten passiert irgendwas. Aber nur, weil wir weiterhin helfen. Stimmt, aber die Ukrainer sind ja nicht erfolgreich, das andere zurückzuerobern. Das stimmt. Und was ich damit meine mit der Verantwortungsethik, wir müssen uns überlegen, ob der Preis gerechtfertigt ist. Ja, für diese Unterstützung. Und für der Preis, uns oder für die Ukrainer? Für die Ukrainer und für die Russen. Es sterben Menschen. Und zwar in unfassbar hoher Zahl. Man muss sich das wirklich klar machen. Die Leute machen sich nicht klar, was das heißt, wenn ein Krieg Hunderttausende von Toten und Verletzten produziert. Und das ist ja jetzt nicht nur für die Gegenwart von Deutschland. Je länger ein Krieg dauert und je mehr Menschen er in Mitleidenschaft zieht, desto länger werden die psychischen Folgen sein, die zu bewältigen sind. Und was ich mir wünschen würde, das meine ich damit, dass man darüber nachdenkt, dass man einen Krieg zwar ganz schnell vom Zaun brechen kann, dass man aber Jahrzehnte braucht, um ihn psychisch zu bewältigen. Und darüber denken Politiker oft nicht nach, die Lösungen finden müssen.
für ein Problem. Und es wird schmerzhafte Kompromisse geben müssen, auf allen Seiten. Und ich denke nicht, dass die Strategie, weiter Waffen zu liefern, dass die zu einem Ergebnis führen wird, das am Ende so aussieht, die Ukraine hat den Krieg gewonnen und kann jetzt frei entscheiden, wem das Donbass gehört. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielleicht mag ich mich irren, ich weiß es nicht. Aber wenn man sich das klar macht, dass das möglicherweise gar nicht passieren kann, dann muss man sich fragen, macht man denen andere Angebote? Geht man jetzt auf Russland zu und sagt so, es soll nicht zu eurem Schaden sein, wenn ihr jetzt aufhört. Und jetzt gehen wir in Verhandlungen und versuchen einfach denen was anzubieten. Irgendetwas, womit sie operieren können, was sie akzeptieren können, damit es erstmal einen Waffenstillstand gibt, dass es einfach erstmal aufhört. Und ich denke, das wird weder die Ukraine noch Russland werden das alleine schaffen. Es wird einfach weitergehen, weil Russland einfach weitermacht. Ganze Wirtschaft ist auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das können nur die Europäer machen. Trump wird es nicht tun. Das haben wir jetzt gesehen. Er hat das Problem nicht gelöst. Obwohl er vorher versprochen hat, sozusagen als dritter Unbeteiligter wird er diesen Krieg beenden. Das hat er nicht getan. Jetzt müssen es die Europäer tun. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, wir beliefern weiter mit Waffen. Das ist das, was wir machen. Und wir nutzen einen großen Teil unseres Bundeshaushaltes dafür, Kredite zu vergeben, Waffen zu kaufen und sie zu exportieren. Oder wir machen was anderes und wechseln einfach mal das Pferd und sagen, was haben wir denn noch nicht ausprobiert? Was könnte man jetzt noch machen? Was könnte man dem Putin anbieten? Dass er Gesichtswahren aus der Nummer raus kann. Am Ende ist doch klar, der muss seiner Bevölkerung erzählen können, dass er der Sieger ist. Wie kann man das erreichen, dass er das trotzdem ohne zu gewinnen sagen kann? Also das würde ich mir wünschen. Ich bin auch kein Politiker, ich weiß, wie schwierig das ist. Die Fragen sind wahnsinnig schwierig zu entscheiden, was man tun kann. Mir fehlt ein wenig die Fantasie der Leute, sich mal was anderes zu überlegen, als Taurus und noch mehr Waffen irgendwo hinzuschicken. Aber es ist quasi für europäische Politiker nämlich wieder gefährlich aus Sicht ihrer Macht und dem Machterhaltswillen von ihnen selbst, quasi Putin eine gesichtswahrende Lösung aus Sicht Putins zu ermöglichen. Weil dann quasi ihre eigene Macht, weil dann würde ja quasi Opposition, eine der Medien sagen, ja, guck mal, Putin ist da immer noch an der Macht. Der feiert das jetzt, du bist schuld daran. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, es gibt inzwischen in allen europäischen Ländern einen großen Teil von Wählern, die sagen, das ist so nicht richtig, dass das unser Krieg ist, sondern wir müssen den beenden. Und wir haben ja andere Sorgen und andere Probleme. Wir verstehen, dass das ein großes Problem ist, würden viele Leute sagen. Aber im Unterschied zu 2022 würden jetzt viele Leute sagen, aber es hat ja jetzt 4 Jahre lang nichts gebracht mit diesen Lieferungen. Ja, das hat nichts, lasst uns was anderes probieren. Natürlich hat es was gebracht. Die Ukraine hat nicht kapitulieren müssen. Ja, das stimmt. Aber sie haben die Russen nicht zurückgedrängt. Und der Preis ist extrem hoch. Aber die Ukraine gibt es noch. Also das ist doch das beste Argument. Ja, gut, aber was gibt's da? Die Städte im Donbass, die erobert wurden, und in Saporizhia, die sind im Erdboden gleichgemacht worden. Es hat Millionen von Flüchtlingen produziert. Ist es das wert? Also diese Fragen muss man sich einfach stellen. Menschen, die nicht wieder in ihre Heimat zurück können. Ganze Orte, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Wüstes Gelände, wo nichts mehr steht. Einfach alles kaputt, zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Ich glaube, die Leute machen sich überhaupt keine Vorstellung davon, was Krieg ist und ob sich um jeden Preis lohnt, es weiterzumachen, um nicht was anderes auszuprobieren. Und ist, glaube ich, in den europäischen Gesellschaften ist der Moment jetzt gekommen, das ist mein Eindruck, vielleicht ist es auch ganz falsch, dass man sagt, unsere Prioritäten sind andere. Auch unsere Wirtschaft ist im Sinkflug. Auch wir haben allerlei Probleme, die jetzt nicht so leicht zu lösen sind. Soll das unsere Priorität sein? Und leider werden ja Wahlen gewonnen, in dem Wähler Prioritäten setzen und sagen, okay, macht jetzt der Merz einen Wahlkampf für die Ukraine? Ist das erfolgreich? Wahrscheinlich eher nicht. Macht einer einen Wahlkampf, der auf den Sozialstaat, Erhalt des Sozialstaats abzielt, ist er wahrscheinlich erfolgreicher. Das meine ich damit. Demokratische Gesellschaften müssen mit dem Problem umgehen, dass die Bürger eben sich für etwas entscheiden. Wir reden nachher noch über Herrschaft an sich und so weiter. Aber ich habe jetzt in 13 Jahren Jung und Naiv gelernt, gerade in Sachen Außenpolitik hat das Volk da auch am allerwenigsten zu entscheiden. Oder das quasi der Blick auf die Außenpolitik,
dass das am wenigsten entscheidend ist. Naja. Regierung. Wenn ich mal daran denke, ich erinnere sich noch an den ersten Irakkrieg, als der alte Bush den Irak angegriffen hat. Damit haben die Grünen und die SPD die Wahlen in Hessen gewonnen. Ich glaube, der Angriff war am Freitag und am Sonntag waren die Wahlen. Und die CDU war der Favorit, da waren sie abgemeldet. Und Schröder und Fischer haben, als sie erklärt haben, bei Bush II, glaube ich weiß es jetzt nicht mal so genau, dass sie sich an diesem Krieg nicht beteiligen werden, an dem Irakkrieg der Amerikaner, haben sie sehr klar gesagt, machen Sie nicht, ist nicht unser Krieg, ist die falsche Lösung. Haben sie damit Punkte gemacht. Sie haben damit Wahlen gewonnen. Und sie haben damit, damals gab es noch eine ältere Bevölkerung, die hatte noch die Bombennächte in Erinnerung. Und die Deutschen waren noch eine pazifistische Gesellschaft. Und Schröder und Fischer haben den pazifistischen Grundkonsens unserer Gesellschaft, den haben sie ansprechen können. Das hat schon Erfolg gehabt, würde ich sagen. Ja gut, bestes Beispiel aktuell ist zum Beispiel, die deutsche Bevölkerung ist eindeutig dagegen, hier, dass die Bundesregierung Israel unterstützt, wie man Israel unterstützt in diesem Krieg in Gaza, aber das und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist die politische Klasse hier eindeutig auf der Seite der Minderheit, die sagt, soll so weitergehen. Ja, das ist immer so, weil, wie ich ja sagte, bei Wahlen werden Prioritäten gesetzt. Und wenn Prioritäten gesetzt werden, würde ich sagen, auf einer Prioritätenliste ist die soziale Frage höher als die Außenpolitik, wenn gewählt wird. Da sagen die, okay, interessiert mich, also finde ich nicht gut, die Außenpolitik von Merz, aber was anderes ist mir hier wichtiger. Ne? Also, wen man wählt. Vielleicht würde jemand wie ich sagen, wenn man wählt, vielleicht ist Bildungspolitik für mich wichtig, weil mich das unmittelbar betrifft, weil ich weiß, dass das bedeutsam ist für die langfristigen Entwicklung einer Gesellschaft. Also Menschen setzen Prioritäten und mein Eindruck ist, die Außenpolitik ist nicht die Priorität, weil Deutschland nicht wichtig ist in der Außenpolitik, im Gegensatz zu den USA oder anderen Ländern. Ja gut, aber gerade jetzt bei Ukraine-Krieg, also wenn die Deutschen dann Abkehr machen, dann würde ganz Europa was anderes machen. In diesem Fall ist es so. Wenn wir bei Israel abkehren würden, hätte Israel auch ein großes Problem. Aber hier könnte zum Beispiel, und das meinte ich damit, die Außenpolitik mit der Sozialpolitik in einen Konflikt kommen. Ja. Dass man sagt, 40 Milliarden Ukraine, kann man das nicht woanders hin tun? Müsste das nicht in Wohnungsbauprogramme gesteckt werden? Diese Diskussionen werden ja dann geführt in Wahlkämpfen. Ne? Und das meine ich damit, das ist offen. Aber da sind wir wieder beim Neoliberalismus, den du ja auch in deinem Buch beschreibst. Wenn quasi Geldmangel des Staates als Sachzwang dargestellt wird. Dabei ist es ja nicht so. Ne? Also das Geld ist ja im Grunde unendlich, weil der Staat, die EU, entscheidet, wie viel Geld gedruckt wird. Ne? Es ist ja quasi nicht, also wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen können, ist ja eine neoliberale Lüge. Naja, letztlich hat der Staat ja jetzt durch das sogenannte Sondervermögen, das ja eigentlich Sonderschulden sind, hat er Schulden aufgenommen. Genau. Und die müssen wieder abgetragen werden. Das muss am Ende von irgendjemandem bezahlt werden. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Und man muss sich gut überlegen, wenn man Schulden aufnimmt. Der Staat macht immer Schulden. Das ist halt die historische Konstanze. Also dazu ist ja der Staat da. Sicher, aber er kann auch pleite gehen, wenn es ganz schlecht läuft, wie in Griechenland. Aber man kann Schulden aufnehmen. Weil die Währung nicht souverän war. Ja, aber das Aufnehmen von Schulden kann ja auch sinnvoll sein, wenn man eine Infrastruktur und ein Industrieprogramm hat, das ankurbelt. Man kann aber auch das Geld, das man aufgenommen hat, kann man ins Ausland verschieben oder für irgendwas ausgeben, was jetzt nicht in dem Sinne ist, wie du und ich uns das vorstellen. Ja, es wird in Rüstung gesteckt. Zum Beispiel. Das fließt dann nicht zurück in die... Ja, finde ich falsch. Zum Beispiel. Ne? Also ist ein falsher Ansatz. Wie guckst du auf Putins Geschichtsschreibung oder Putins Geschichtsrevisionismus, wenn ich weiß nicht, ob du Tucker Carlson mal mit ihm gesehen hast, da wir dann über die sowjetische Geschichte, Russlands Geschichte und dass die Ukraine eigentlich keine Nation, kein Staat ist. Wie blickst du darauf? Ich würde erst mal sagen, Historiker ernüchtern ja immer alle. Ich würde erst mal sagen, das machen Politiker überall, dass sie mit Mythen operieren. Ja? Jetzt wird uns ja in Deutschland immer erzählt, wir stünden in der Tradition des jüdisch-christlichen Abendlandes. Da wird einmal etwas erzählt über die Tradition der Demokratie. Da muss man, wenn man diese Geschichte erzählt, die 12 Jahre Nazis mal kurz ausklammern. Sonst kann die Geschichte nicht funktionieren. Ja, also
Überall wird ja Herrschaft oder wird Tradition durch Mythen begründet, die nicht auf irgendwas Tatsächliches hinweisen, sondern so, wie man die Welt gern hätte, um sie zu begründen, warum sie so ist, wie sie ist. Und das macht Putin auch. Nur der Unterschied ist, in Russland gibt es keine Konkurrenzmythen. Wir erzählen uns aber konkurrierende Geschichten darüber. Die einen erzählen das und die anderen das. Jeder baut sich seine Geschichte für seine Zwecke so, wie er oder sie braucht. Nur in offenen Gesellschaften sind wir in Konkurrenz mit den verschiedenen Modellen, wie man das sehen kann. Und in Russland gibt es eine staatlich verordnete Sicht, wie diese Geschichte zu sehen ist und wie man sie zu sehen hat. Und so versteht Putin das auch. Ich bin der oberste Interpret unserer Geschichte. Und ich will, dass die Leute die so sehen, wie ich sie präsentiere. Das könnte, wir erinnern uns ja vielleicht noch, du bist ja ein bisschen dafür vielleicht doch zu jung, an Helmut Kohl, die geistig-moralische Wende, die versprach er ja Anfang der 80er Jahre, um dem linken Mainstream etwas entgegenzuhalten. Das hat nicht funktioniert. Warum? Weil wir keinen Staat haben, dessen Institutionen Geschichtsbilder produzieren, die dann aufgesagt werden müssen. Das geht bei uns nicht. Deshalb hat das mit der geistig-moralischen Wende nicht funktioniert. Probieren sie gerade in Amerika, ne? Ja, aber gibt andere Leute, die halten dagegen. Und an den Universitäten ist Trump nicht besonders beliebt. Und da wird Wissen produziert. Also was ich damit sagen will, in offenen Gesellschaften kann man das nicht machen. Das weiß der Putin auch. Deshalb hat er, als der Krieg begann, etwas machtstrategisch sehr Kluges gemacht. Er hat für 2 Monate die Grenzen geöffnet. Und in den 2 Monaten war die Opposition weg. Die sind alle gegangen. Bei mir sitzen alleine mehrere geflüchtete Wissenschaftlerinnen bei mir auf dem Flur, die ich bei mir untergebracht habe in meinem Institut, die gegangen sind, als das geöffnet wurde. Da sind sie gegangen, in großer Zahl. Und er war sozusagen die intellektuelle Elite schnell los, also die Konkurrenzeliten, die ein anderes Bild haben. Die sich leisten konnten? Ja, die sich leisten konnten, auch zu gehen, die kosmopolitisch sind, sprachen können, woanders zurechtkommen können. Und der Trick dabei ist im Grunde Opposition losgeworden und wahrscheinlich waren es zwischen 1 und 2 Millionen Menschen, die gegangen sind aus Russland. Und das waren die gut ausgebildeten. Aber in die Posten und die Stellen von diesen Leuten sind loyale Aufsteiger aufgerückt. Und die sind dankbar, dass sie diese Jobs jetzt haben. Und denen kann er diese Geschichten jetzt erzählen. Es gibt im Grunde kein konkurrierendes Geschichtsmodell mehr in Russland. Die Historiker, die ich kenne, die haben sich in die innere Emigration zurückgezogen. Ja, die sitzen in ihren Datschen im Wald, die machen gar nichts mehr, weil es kein konkurrierendes Bild mehr gibt, das sie noch verbreiten können. Es gibt keine Medien mehr, die das machen. War das unter Stalin eigentlich auch so? Ja, klar. Okay, das ist ein Rückgriff darauf. Ne? Okay. Der Staat bestimmt letztendlich, wie die Geschichte dieses Staates zu sehen ist und interpretiert werden muss. Und Stalin selber war der Regisseur dieses Bildes. Der selber hat immer daran gearbeitet, persönlich an diesen Geschichtsbildern. Ich erinnere mich noch an eine Szene, das war in den frühen 2000er, 2005 oder 2006. Da war ich auf einer Tagung in Moskau, da hat ein berühmter Kollege, Oleg Chlevniuk, der hat eine Stalin-Biografie geschrieben, ein sehr kritischer Mann, der jetzt auch in der inneren Emigration lebt, in Moskau. Der hat auf einer Tagung hat der stalinistische Geschichtsbild kritisiert und die Regierung. 2005, 2006 ging das noch. Und der Bildungsminister war anwesend. Ja, der Bildungsminister war bei dieser Tagung und er sagte dann irgendwann, das ist uns doch völlig egal, was ihr Historiker schreibt. Aber Finger weg von den Schulbüchern. Das machen wir. Also das offizielle Bild, was in den Schulen verbreitet wird, da habt ihr nichts mit zu tun, das machen wir. Was ihr da macht in euren wissenschaftlichen Büchern, das liest da sowieso niemand. Das hat er ganz zynisch so präsentiert. Fand ich sehr interessant. Und jetzt haben sie nicht mal in der Wissenschaft Leute, die dagegen sprechen können. Das ist bitter, aber es ist so. Er hat die Deutungshoheit, weil es keine Medien mehr gibt, die dagegen halten können. Also quasi Wissenschaft ist frei, aber solange wir über die Bildung herrschen, die Bildungspolitik. Könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Stimmt ja auch. Wer liest denn schon, was ich schreibe? Was in der Schule passiert? Gilt das hier in Deutschland auch? Also hier ist auch wissenschaftsfrei, du kannst forschen, woran du willst. Genau. Aber am Ende entscheiden die Bundesländer, ne? Genau, mit ihrem Bildungsprogramm. Ja, steht. Ganz genau. Da haben Historiker gar nicht viel mit zu tun, was im Geschichtsunterricht eigentlich passiert. Ne? Das entscheiden andere. Und was ich schreibe in meinen Büchern, hat nur mittelbar damit zu tun, was dann davon in irgendwelchen Schulbüchern landet. Aber sollte das nicht das Ziel von Wissenschaft sein, quasi auch eine bessere Bildung von allen? Ja, stimmt, aber es gibt ein Dilemma, und das will ich gar nicht despektierlich sagen, sondern
ganz offen, der Schulunterricht hat eine andere Funktion. Da sollen nämlich Staatsbürger erzogen werden. Während in der Wissenschaft soll man lernen, dass man die Dinge so, aber auch so sehen kann. Und das kann man im Schulbuch gar nicht machen. Wieso sollen Staatsbürger nicht auch wissen, dass man Dinge so und so sehen Ja, kann? das stimmt. Aber trotzdem müssen sie auch immer erstmal so Fakten lernen. Sie müssen mit bestimmten Dingen, also sie sollen ja zu einem mündigen Staatsbürger erzogen werden. Das heißt auch, dass sie in der Schule zum Beispiel lernen sollen, dass Diktaturen schlechte Ordnungen sind, Demokratien sind Ordnungen, die man haben sollte und dass man das verteidigen soll. Die eigene Ordnung ist immer die gute Ordnung. Natürlich. Das muss man in der Schule, das ist aber auch, die Schule hat eine Erziehungsfunktion, die hat die Wissenschaft gar nicht. Ne? Die Wissenschaft will wissen, wie funktioniert eine Demokratie eigentlich und wie funktioniert eine Diktatur. Sie will nicht wissen, was ist das bessere Modell. Das unterscheidet das. Deshalb bin ich gerecht, ja, gegenüber all diesen Fragen. Na gut, da kommt die Ethik ja, hat ja auch einen wissenschaftlichen Aspekt, oder? Was ist gut, was ist schlecht? Ja, aber die Wissenschaft würde danach fragen, wie begründet man, was das Gute und das Schlechte ist. Ja. Aber die Schule hat auch den Auftrag, den Leuten zu sagen, was ist das Gute und was ist das Schlechte. Das soll man ja auch wissen, das soll man ja auch lernen. Aber die Wissenschaft interessiert sich für diese Frage nicht, sondern interessiert sich für die Frage, wie begründet man, wenn man etwas gut findet, dass es gut ist. Und das muss man lernen. Also wir machen etwas anderes in der Wissenschaft als in der Schule. Das ist auch gar nicht schlimm. Das kann man nicht ändern. Es ist so. Hat diese Funktion. Und ich hatte ja auch nach Putins Blick auf die Ukraine als Ukraine gefragt. Richtig, ja. Für Putin ist das kein eigener Staat, sondern für Putin ist das ein Produkt der sowjetischen Nationalitätenpolitik, künstlich geschaffen. Aber er war doch selbst dabei, als die Ukraine unabhängig wurde und ein Staat wurde und die Atomwaffen abgegeben hat und so weiter. Das stimmt, ja. Aber man muss verstehen, aus welcher Perspektive der das sieht. Die Sowjetunion ist ja faktisch von oben aufgelöst worden. Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da eine Revolution entstanden ist und dann haben sich die ganzen Sowjetrepubliken selbstständig gemacht, sondern... Die haben sich nicht die Balten unabhängig erklärt und dann viele andere Satelliten. Richtig. Ja. Mit den Balten fing es an. Dann war es aber von vornherein auch klar für Gorbatschow, das halten wir gar nicht mehr auf, wollen wir auch nicht. Die wollen raus. Gab in Lettland, Estland und Litauen niemanden, der noch in der Sowjetunion bleiben wollte. Wollten raus. Das war aber ganz anders in den anderen sowjetischen Republiken. Sehr anders. Gorbatschow hatte ja einen neuen Unionsvertrag ausgearbeitet. Das war im Jahr 1990 und der sollte im Sommer 1991 verabschiedet werden. Und der sollte dazu führen, dass die verschiedenen Sowjetrepubliken mit größeren Autonomierechten ausgestattet werden sollten. Das heißt, die Verteidigungs- und Außenpolitik sollte in Moskau bleiben und vieles andere sollte in der Hoheit der Sowjetrepubliken verlagert werden. Das ist misslungen, weil es den Putsch gab. Als sie versucht haben, die konservativen Kommunisten den Gorbatschow wegzuputschen, im August 1991. Und das hat eine Dynamik in Gang gesetzt, dass paradoxerweise der Präsident von Russland, Jelzin, gesagt hat, wir lösen die Sowjetunion auf. Das ist ja das Interessante. Das will der Putin natürlich gar nicht hören. Aber die Initiative ging von Russland aus zunächst. Wenn wir die Sowjetunion auflösen, so das Kalkül, dann ist der Gorbatschow ein Präsident ohne Land, weil er der Präsident der Sowjetunion war. Und dann hat sich Jelzin mit den Präsidenten der Ukraine und Weißrussland darauf geeinigt, dass man die Union auflöst. Zunächst einmal war das ein politischer Akt von 3 Regierungen. Die zentralasiatischen Republiken, Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan, die wollten gar nicht austreten. Also die hatten ein großes Interesse daran, in der Union zu bleiben. Also das Ganze ist ein Extrem, und das gibt dem Putin jetzt sozusagen die Möglichkeit, sondern das ist manipuliert worden. Das müssen wir rückgängig machen. Und er beruft sich darauf, dass Jelzin 2 Jahre später gesagt hat, naja, das war nicht so gemeint, das machen wir immer wieder rückgängig. Aha. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund, unter dem man verstehen kann, warum der so darüber redet. Das sei ein administrativer Akt gewesen. Und was wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, dass diese Republiken sich zunächst unabhängig machten, aber dann der Prozess, einer Nation zu werden, sich über Jahre erstreckt hat. Natürlich ist die Ukraine zu einer Nation geworden, über einen langen Zeitraum, über die verschiedenen Regionen, die miteinander verklammert werden mussten. Und das gilt auch für Aserbaidschan, für Georgien. Diese Staaten sind ja in sich selbst auch kleine multiethnische Republiken gewesen. Zu den Georgiern gehörten die Osseten und die Abchasen, das sind keine Georgier. Und jetzt waren das plötzlich Republiken, Nationalstaaten und jetzt mussten sie definieren,
Und was machen wir mit den Minoritäten? Wie soll das aussehen? In Estland und Lettland die Hälfte der Bevölkerung russischsprachig. Die waren jetzt plötzlich Ausländer und sollten keine Bürger dieser neuen Republiken sein. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, der einen verstehen lässt, warum der so aggressiv ist. Man versteht es nur auf dem Hintergrund. Und das heißt nicht, es zu rechtfertigen, was er da sagt, sondern das macht verständlich, warum diese Sowjetunion dieser Referenzpunkt für den Putin ist und warum er sagt, das ist gar kein richtiger Staat. Wir haben in der Sowjetunion gut zusammengelebt, das hat alles gut funktioniert, es gibt gar keine Unterschiede, es ist alles künstlich, es ist alles erfunden. Und deshalb müssen wir das rückgängig machen. Ne? Aber ist es nicht illusorisch zu glauben, dass man das rückgängig machen kann? Gerade jetzt, wenn man seit Jahren eine Invasion in diesem Land hat? Ja, natürlich, vollkommen. Was ja paradoxerweise passiert ist, der Nationalisierungsschub der Ukraine hat an Bedeutung erst gewonnen durch den Krieg. Also die Ukrainer sind zu einer Nation geworden durch diesen Krieg. Vor diesem Krieg gab es sehr große Unterschiede zwischen den Leuten im Donbass, die mehr oder weniger russischsprachig waren, die in einem multiethnischen Melting Pot sozusagen sozialisiert wurden, und den Ukrainern im Westen der Ukraine. Das ist jetzt anders. Und es ist paradoxerweise, sind die Leute, die Putin gewinnen wollte, deren Region er zerbombt. Nämlich Donbass, Saporizhia und Lugansk. Das sind die Regionen, wo die russischsprachigen Leute sitzen, die er gewinnen wollte für sein. Und das macht er kaputt. Das ist jetzt eine Wüste. Da ist nichts mehr. Und das hat dazu geführt, dass es so ein ukrainisches Bewusstsein entstanden ist. Er hat das im Grunde erst produziert, was er verhindern wollte. Ja, das ist das Dilemma. Wie blickst du auf die Ultranationalisten in der Ukraine? Ich meine, Putin spricht davon, dass irgendwie dass es Nazis in Kiew sind und die regieren. Es gibt aber. Es gibt die. Es gibt Nazis. Es gibt die, natürlich. Und die Faschisten, Bandera-Anhänger. Die sind sehr unangenehm. Und es ist ganz scheußlich, dass es diese Bandera-Denkmäler gibt. Aber das ist quasi, meinst nachvollziehbar, weil quasi der Nationalismus jetzt gefördert wird dadurch, dass die Russen angreifen. Die gab es immer schon, diese Bandera-Leute. Die waren im Westen der Ukraine viel stärker verankert als im Osten, wo man den sowjetischen Partisanenmythos sehr viel stärker betont hat als im Westen, weil der Westen der Ukraine nach dem Hitler-Stalin-Pakt zur Sowjetunion kam. Der gehörte ja vorher zu Polen. Und deshalb ist das der Ort, der antikommunistisch ist. Ist das der Ort, wo sich die Partisanen mit den Nazis verbunden haben, als die kamen. Das hängt damit zusammen. Und im Donbass gab es diese Erfahrung nicht. Der war halt immer schon Teil des russischen Imperiums, aber die westliche Ukraine eben nicht. Deshalb ist das da stärker verankert, dieser Nationalismus. Den hat es auch immer gegeben. Aber ich würde nicht sagen, dass er in der Ukraine mehrheitsfähig ist. Also diese Rede von Putin, das sind alles Nazis und auch diese Regierung, das ist ja schon deshalb paradox, weil Zelensky Jude ist, ja, der ist natürlich Unsinn. Und das ist auch nicht mehrheitsfähig. Das kann man an den Wahlen sehen für das Parlament in Kiew, dass diese Gruppen bei den Wahlen dann doch nicht so erfolgreich waren. Ja. Macht Zelensky einen guten Job? Ich meine, der ist erst als Comedian quasi ins Amt gekommen. Was noch viel dramatischer ist und trauriger ist, er ist als ein Freund Russlands ins Amt gekommen. Als ein Sowjetmensch. Und er ist im russischen Fernsehen als Comedian aufgetreten. Vergessen wir immer. Ja, seine Sendungen wurden auch in Russland übertragen. Ja, aber er ist da auch aufgetreten. Und er war einer derjenigen, die gesagt haben, wir müssen die Beziehung zu Russland auf neue Grundlagen stellen, was ganz anderes machen. Er war eigentlich derjenige, der versöhnlerisch angetreten ist. Weil es gibt natürlich auch eine Erfahrung von Juden in der Sowjetunion, dass es nicht gut ist, sich mit einer Nation gemein zu machen. Davon hatten die Juden noch nie einen Gewinn. Und das Vielvölkerimperium war auch ein Schutzort für die Juden, die eben kein eigenes Territorium hatten, die nicht irgendwo kompakt siedelten, sondern sozusagen in diesem Imperium als Sowjetbürger geschützt waren. Die in Kiew lebten, in Odessa, in Irkutsk, in Baku, in Tbilisi, wo auch immer. Juden lebten überall. Und diese Erfahrung hat er natürlich auch durch seine Familie. Nun ist er in eine Rolle reingedrängt worden, in die er eigentlich gar nicht haben wollte. Ich glaube, der wollte Präsident werden, sonst hätte er sich. Das stimmt, aber diese Rolle als Feind Russland, die wollte er eigentlich nicht. Und jetzt ist er in der Rolle, er muss sie spielen und symbolisch spielt er sie gut. Also wie er sein Land symbolisch vertritt, also wie er das auf habituelle Weise macht, das macht er ziemlich geschickt. Und das ist erstaunlich, woran man noch zeigen kann, gibt ja auch andere Beispiele dafür,
dass man Politik gar nicht können muss. Also man muss dafür eigentlich nichts lernen, man muss ein Gespür haben für das Timing, für die richtige Sprache, für die richtige Kleidung, wie man auftritt. Und das macht er eigentlich, wenn man machtstrategisch hinguckt, klug. Wir waren vorhin bei der Kunst der Rede. Ja, zum Beispiel. Wie ist die Rhetorik von Zelensky? Du verstehst ihn ja, ne? Ja, also ich kann Ukrainisch ein bisschen verstehen. Früher sprach er Russisch. Ja, ja. Ne? Als die Juden sprachen alle Russisch in den großen Städten. Der hat Ukrainisch lernen müssen. Ja. Das ist ja eine Fremdsprache für ihn gewesen, hat sie gelernt. Und er spricht jetzt auf Ukrainisch. Und das macht er ziemlich gut. Also die Ansprachen sind gut. Und er zeigt Empathie. Also er macht nicht so diese Inszenierung, die man bei Putin sieht. Leute ganz weit weg. Da wird paradiert und da wird ein Orden angeheftet. Und die Leute sollen ihm nicht zu nahe kommen. Also da sieht man die Distanz. Und Zelensky macht, was für die Nationsbildung ziemlich wichtig ist, er kommt den Leuten ganz nah. Er fährt an die Front, er umarmt die Leute, er fasst die an. Und er fällt optisch gegenüber den anderen nicht auf, weil er jetzt nicht in einer Paradeuniform auftaucht oder in einem Designeranzug. Das, was alles Distanz schafft. Und das ist natürlich in einer Kriegssituation, ist es extrem wichtig, dass der oberste Kriegsherr auftritt wie seine Soldaten. Wenn er eben von denen was verlangen will, dann muss er das so machen. Und das macht er geschickt. Sehr geschickt macht er das. Und das, glaube ich, nehmen die Leute auch wahr, dass er das geschickt macht. Er macht das besser als die Klitschkos und andere, die da Ämter haben. Bislang ist es immer gelungen, die ganzen Korruptionsskandale, die es da gegeben hat, nicht mit ihm zu verbinden. Sodass er das Image des Saubermannes auch zu Recht weiter tragen kann. Hat der Westen Putin quasi dazu provoziert, die Ukraine anzugreifen, weil die NATO sich immer weiter ausgebreitet hat und Putin gar keine andere Wahl gelassen wurde? Wahl gibt es ja immer. Ne? Man hat immer eine Wahl. Und ich würde immer sagen... Es gibt ja hier auch Teile der deutschen Gesellschaft, die dann so, ja, Angriffskrieg und so weiter, aber wir haben das... Ich glaube, es gibt eine Mitverantwortung nur in dem Sinne, dass man im Westen nicht verstanden hat, dass die das so sehen. Ja, dass es so wahrgenommen wird. Dass man das begreift und sagt, ja, die haben eine Einkreisungsparanoia. Die haben sie. Und sie haben sie schon lange. Und das ist nichts Neues. Das kommt immer wieder. Diese Rede der Gorbatschow, der ist letztendlich auch gescheitert daran, weil man ihm gesagt hat, du warst ein nützlicher Idiot des Westens, die wollten uns immer schon kaputt machen, die wollen uns einkreisen, du hast dich über den Tisch ziehen lassen. Mit Jelzin hat man das Gleiche erzählt. So wie übrigens jetzt, denn Trump als nützlicher Idiot von Putin gilt. Ne? Oh, du machst dir das American Empire kaputt. Ja. Ja, also die liberale Eliten in Europa und Washington, da ist ja so, Putin ist eigentlich der Puppenspieler von Trump. Ja. Aber hier ist es so, dass man vielleicht hätte sehen können, dass diese Paranoia so stark verankert ist in den Köpfen dieser Leute, dieser Machteliten in Moskau, dass man hätte wissen müssen, die reagieren extrem empfindlich, wenn das Thema NATO-Osterweiterung überhaupt auf den Tisch kommt. Dann fangen die schon an, Amok zu laufen. Was ich damit meine ist, dass es möglicherweise objektiv diese Bedrohung gar nicht gibt, aber dass sie so gesehen wird. Und wenn sie so gesehen wird, dann muss ein kluger Politiker ins Kalkül ziehen, dass es so ist. Und das ist es. Ne? Man muss unterscheiden zwischen der objektiven Gefahrenlage und dem, wie Leute sie wahrnehmen, diese Lage. Und die Warnzeichen, die waren schon lange da. Ja, dass der Putin gesagt hat, kein Schritt weiter. Kein Schritt weiter, wenn Georgien und Ukraine in die NATO kommen, dann ist die rote Linie überschritten. Wenn das überhaupt nur diskutiert wird. Und dann kann man sagen, ja, lass den reden. Ich habe auch gedacht, der wird nie und nimmer die Ukraine angreifen. Ich habe mich vollkommen vertan. Ja. Ich habe das für unmöglich gehalten. Warum hast du das? Weil ich das so dumm ist. Weil ich vorausgesehen habe, dass wenn man einen solchen Krieg inszeniert, was dabei rauskommen wird. Genau das, was wir jetzt haben. Und ich dachte, so dumm ist der nicht. So dumm kann man nicht sein. Und meine Auffassung war damals, der wird so lange mit dem Säbel rasseln, bis sie ihm versprechen, dass sie die NATO nicht weiter ausweiten werden, dass sie Zugeständnisse machen im Westen. Weil zu Anfang war er von... Die NATO ist jetzt noch gewachsen, dank dem Ukraine-Krieg. Genau. Schweden, Finnland. Deshalb habe ich ja damals gesagt, so dumm kann man doch nicht sein. Dass er ihnen doch den Gefallen tut, sich weiter auszuweiten.
Auf der anderen Seite zerstreiten sich gerade das transatlantische Bündnis und die Amerikaner könnten jetzt quasi der NATO den Todesstoß geben. Naja, weil die Amerikaner natürlich auch zu Recht, das hat ja schon mit Obama angefangen, das ist ja nicht erst eine Trump-Erfindung, die sagen, unsere Interessen sind im Pazifik, der Kalte Krieg ist vorbei, Russland ist nicht mehr wichtig, was sollen wir in Europa? Gegen wen sollen wir die Europäer verteidigen? Die Amerikaner kreisen die Chinesen ein. Das ist ihnen auch viel wichtiger. Ja. Und die fragen sich, lohnt sich das dann auch, Geld da nach Europa zu pumpen und die ganzen amerikanischen Truppen in Deutschland, was sollen die da? Ne? Und jetzt hat der Trump gesagt, okay, wenn das unsere Luftbasen sind, von wo aus wir unsere Kriege führen können, dann gerne. Aber mit Europa haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Und Obama hat es schon angedeutet damals, unsere neuen Interessen liegen im Pazifik, China, Lateinamerika. Das sind die neuen Interventionsräume, die uns interessieren. Und Europa interessiert uns nicht mehr, weil auch die russische Bedrohung, also Russland als Großmacht ist weg. Ja, das kann man ja jetzt sehen. Von Großmacht kann ja überhaupt keine Rede mehr sein. Und das ist ja auch allen irgendwie klar geworden. Ne? Also Russland hat sehr begrenzte Fähigkeiten. Hätte es keine Rohstoffe, wäre es ein Drittweltland. Und Krieg führen kann es auch nicht. Es kommt keine 5 Kilometer voran. Und seine großen Waffensysteme haben ihn auch nichts genutzt. Armee wird schlecht geführt. Staat ist in einem ruinösen Zustand. Also eigentlich muss sich vor Russland niemand fürchten. China ist der eigentliche. Ja, damit will Trump sich beschäftigen. Darum geht es. Ja, aber wir rüsten doch gerade auf, weil wir uns vor Russland fürchten. Naja, das ist doch auch mal die Frage, ob die Furcht vor Russland tatsächlich im Vordergrund steht bei diesem Rüstungsprogramm. Klar, man muss sie begründen. Man muss immer sagen, wir rüsten auf, weil morgen Putin Deutschland angreifen könnte. Eine Begründung muss man für Aufrüstung immer finden. Ist ja klar. Aber ist sie auch stichhaltig? Das ist eine andere Du Frage. sagst nein. Ich würde nein sagen, ja. Sondern? Was? Ich weiß es nicht, was der Grund dafür ist. Ich weiß nur, dass im Augenblick so etwas geschieht, was ich nicht gutheißen kann, nämlich dass Begriffe wie Kriegstüchtigkeit wieder ins Spiel kommen. Dass der Pazifismus als eine Haltung diskreditiert wird, die irgendwie ehrlos ist. Finde ich sehr bedenklich, dass die Ostpolitik von Willy Brandt verteufelt wird, die ich immer für genial gehalten habe und für einen großen Fortschritt in unserem Leben für den Frieden. Das finde ich einfach erschreckend. Und ich sehe, dass Russland überhaupt nicht imstande ist, gegen irgendein NATO-Land, auch nur, wenn sie mit der Ukraine schon nicht fertig werden, sollen sie in Polen einmarschieren. Mit der polnischen Armee werden sie gar nicht gewachsen sein. Da muss ich sagen, das habe ich natürlich gelernt, dadurch, dass die Russen noch Kaliningrad haben. Können sie einfach das kleine Stück zwischen Weißrussland und Kaliningrad einnehmen und dann können sie die Balten abschneiden. Also ich finde, das können sie, das glaube ich schon, dass sie da aber jetzt überlegen Estland, Litauen einnehmen können. Genau, das kann man alles machen. Man kann sie auch fragen, wollen die... Die halte ich für wirklich gefährdet. Ja, aber man muss sich dann immer fragen, welchen Gewinn hätten sie davon? Jetzt sieht man zum Beispiel die ganzen Russen, die im Baltikum leben, Estland und Lettland, die haben alle einen lettischen und einen estnischen Pass und EU-Bürger. Die haben doch keine Lust auf Russland. Also man muss sich doch auch einmal realistisch die Fragen stellen, wer bitteschön möchte die russische Armee in den baltischen Republiken haben? Nicht mal die Russen wollen sie da haben. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann ja hybride Kriege führen, indem man die anderen destabilisiert. Aber die Vorstellung, Kriege würden geführt, man sieht ja jetzt, dass das gar nicht mehr geht, wie die Landkriege des 20. Jahrhunderts, Panzerarmeen, die irgendwo reinfahren. Und was sollen sie dann da? Was sollen sie mit Warschau? Sollen sie das besetzen und was machen sie dann da? Das ist ja so abwegig. Diese Armeen werden aus der Luft zerstört. Das wird über alles nicht mehr funktionieren. Der Krieg wird ein anderer sein. Ich teile deine Besorgnis, dass der Krieg einer sein könnte, der unsere Infrastruktur stört, dass da sowas passieren kann. Aber dann würde ich immer sagen, dann sucht einen Weg, das zu entschärfen. Weil die großen Landeroberungskriege des 20. Jahrhunderts, die sind vorbei. Das haben die Generäle dem Trump gesagt, du brauchst gar nicht anfangen, nach Iran einzumarschieren. Du wirst ein Desaster erleben, wenn du das machst. Das ist vorbei, das wird es nicht mehr geben. Er wird Iran nicht erobern können. Der Irakkrieg war, glaube ich, der letzte Krieg, wo noch eine Armee mit Panzern hineingefahren ist. Und die neue Technik zeigt, die Russen haben ihre Flotte in Häfen versteckt, ihre Flugzeuge steigen nicht mehr auf. Ja, es ist alles irgendwie Sinn. Die Panzer sind ein Witz. Wir haben davon noch gehört, der Leo ist der Gamechanger. Nein, der Leo ist verbrannt.
Ja? Und es bringt gar nichts mehr, weil der von Drohnen aus der Luft zerstört wird. Das heißt, diese großen Bewegungskriege mit diesen riesigen Armeen, die sich da fortbewegen, diese Planspiele, die kann man, glaube ich, wirklich vergessen. Und das wissen die Militärs auch. Deshalb überlege ich mir immer, wäre es nicht besser, Rüstungsanstrengungen in die Luftverteidigung einfach zu investieren? Wir wollen nicht angegriffen werden aus der Luft. Da stecken wir unser Geld rein. Aber was sollen wir denn sonst einfach noch machen, wenn wir doch wissen, dass die Auseinandersetzungen der Zukunft ganz andere sein werden? Und um nochmal auf Willy Brandt zurückzukommen, Wandel durch Annäherung, darüber hat man gelächelt. Die Konservativen haben das verächtlich machen wollen in den 70er Jahren. Ich erinnere mich daran noch. Aber es hat doch dazu geführt, als mal der symbolische Akt, dass er in Warschau sich hingekniet hat, das hat er nicht inszeniert, das war ein inneres Bedürfnis. Und das war ein Mann, der im Widerstand war, den man nicht mit den Nazis in Verbindung bringen konnte. Und das hat dazu geführt, dass man in Polen nach dieser Aktion eigentlich nicht mal sagen könnte, die Deutschen wollen die Ostgebiete wieder haben, die sind aggressiv. Es war ein gutes Zeichen, es war ganz wichtig, dass er das gemacht hat. Es war wichtig, dass er nach Moskau gefahren ist. Die Ostverträge haben das Leben von Millionen von Bürgern in der DDR erleichtert, die jetzt reisen durften. Ältere Leute und Familien konnten einander besuchen. Für die Dissidenten war das ein großer Vorteil, die waren unter westlichem Schutz. Und das Einkreisungsdenken dieser Leute wurde gemildert und gemäßigt, weil der Westen nicht mehr der Feind schlechthin war. Das konnten sie ihren Leuten auch nicht mehr sagen. Also Gorbatschow hat selber gesagt, die Perestroika wäre ohne diese Entspannungspolitik gar nicht möglich gewesen. Und ich finde, dass wir da wieder hinkommen müssen. Vielleicht bin ich hoffnungslos naiv, aber ich will mir meinen Pazifismus nicht kaputt machen lassen von irgendwelchen Leuten, die ständig nach Raketen schreien. Weil ich glaube, dass man auch mal darüber nachdenken kann, dass der Pazifismus ein Modell ist, der funktionieren kann, wenn man zum Beispiel durch wirtschaftliche Macht, also durch wirtschaftliche Stärke Macht ausüben kann. Das hat ja die Bundesrepublik immer gezeigt, dass sie mit dem Scheckbuch was erreichen kann, dass man durch Handelsverflechtungen durchaus etwas erreichen kann, dass die Russen die Rohstoffe liefern und die Deutschen das technische Know-how und dass man keinen Krieg mehr führt, wenn man wirtschaftlich eng miteinander verknüpft ist. Aber die Vertreter der Bundesregierung würden jetzt sagen, nee, wir wollen auch keinen Krieg. Wir sind auch für Frieden und deshalb müssen wir aufrüsten. Ja, aber wir damit es keinen Krieg gibt. Ja, aber dieser Aufrüstungswahnsinn, der nimmt ja kein Ende, weil die andere Seite es dann auch tut und geht dann immer weiter. Und das ist ja etwas, was Brandt damals erkannt hat. Er hat gesagt, wir brauchen zwar eine starke Bundeswehr, da war der Brandt ja kein naiver Pazifist, aber das führt ja nirgendwo hin, wenn wir nicht zugleich auch Vertrauen aufbauen und den anderen sagen, greift uns nicht an, wir haben eine starke Armee, aber wir wollen euch eigentlich gar nichts tun. Wir machen das nur eigentlich, weil wir Frieden wollen. Das geht aber nicht mit Rüstung allein. Dazu gehört auch Handel. Also das ist die Idee von Immanuel Kant in der Schrift zum ewigen Frieden, wo er sagt, ja, die Staaten haben leider keine Weltregierung, die sie an den Tisch sitzen kann. Ne? Die Staaten sind souverän. Und wenn sie gegeneinander Krieg führen, dann können wir das leider nicht ändern. Und Kant empfiehlt, und das ist ja die Idee der Europäischen Union. Wir verflechten die Staaten ökonomisch so sehr miteinander, dass sie keinen Gewinn mehr vom Krieg haben. Das ist doch eine schöne Idee. Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen, aber ich wollte mal ganz kurz über dein Buch reden und dann, damit du noch am Ende ein paar Zuschauerfragen machen kannst, damit ich mal den... Ja, wir haben ja auch noch eine halbe Stunde. Ne? Ich wollte so um 5. 40 Minuten, genau. Okay. Aber Hans soll ja noch ein paar Fragen. Ja, natürlich. Aber um vom Ukraine-Krieg auf dein Buch zu kommen, weil du dich ja mit Populismus und der Krise der liberalen Demokratie und so weiter beschäftigst, wie erklärst du denn, basierend auf den letzten Minuten, dass bei uns, grob jetzt mal gesagt, die Populisten, ne, BSW, AfD und so weiter, die einfachen Antworten in Sachen Ukraine-Krieg, deutsche Haltung, deutsche Rüstung und so weiter liefern? Und die liberalen Gute Parteien, Frage. also quasi Grüne, SPD, CDU, CSU, FDP, Teile, zumindest auch der Linken, da differenziert sind. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kann man auf dreierlei Weise beantworten. Aber das eine ist, Populisten machen erstmal das, was die Regierenden ärgert. Das ist immer ganz einfach. Wenn man Stimmungen aufgreift und sie mobilisieren will, dann macht man erstmal etwas, was die da oben extrem ärgert. Was sie eben gar nicht wollen. Das ist das eine und das ist unter anderem dieser Ukraine-Krieg, der verkauft wird
von den Regierenden, die das auch verkaufen müssen, weil sie Unterstützung und Zustimmung brauchen. Da sind die Regierenden besonders stark aktiv. Also gehen Populisten dahin, wo die besonders stark aktiv sind, weil sie dann gehört werden. Ja, wenn sie dagegen sind, werden sie gehört. Wir sind gegen die Unterstützung der Ukraine. AfD sagte irgendwie, warum sollen wir da Milliarden reinpumpen, wenn wir was anderes machen können. Und BSW spielt ja da auch eine Rolle und auch die Linkspartei. Ja, die spielt da ja auch eine Rolle. Die sind auch nicht glücklich mit dem Ukraine-Krieg. Aber die agieren jetzt nicht so populistisch wie BSW, AfD. Gut, die würden auch sagen, soziale Probleme sind jetzt erstmal wichtiger, genau, die zu lösen. Ne? Aber die spielen das nicht gegeneinander aus. Die sagen, es ging ja auch theoretisch beides. Da waren wir ja Da kommt es immer darauf an, ob die aus Ostdeutschland sind oder nicht. Das spielt auch eine Rolle, wo man herkommt. Damit ist der zweite Punkt erwähnt. Ostdeutsche haben einen anderen Zugang zur Sowjetunion, jedenfalls die Älteren. Haben natürlich eine ganz andere Erfahrung damit gemacht und reagieren anders darauf. Im Ostdeutschen kann man geradezu sagen, geradezu störrisches Verhalten. Alles das, was aus dem Westen kommt und was westdeutsche Eliten ihnen vorsetzen, das ist erstmal grundsätzlich das, was man selbst nicht haben will. Das ist das Zweite, was Populisten gut aufgreifen können, so eine Ressentimentstimmung gegen westdeutsche Bevormundung. Das sind westdeutsche Eliten, die haben gar keine Ahnung von der Sowjetunion, die wissen das nicht, wir kennen das, wir haben damit gelebt, vergessen natürlich immer, dass, als es die Sowjetunion noch gab, die sowjetischen Soldaten nicht so beliebt waren in der DDR, aber geschenkt. Das Argument ist einfach nur, wir werden wieder mal nicht angehört. Und der dritte Aspekt ist, es gibt einen pazifistischen Grundkonsens, und den hat es gegeben in der Bundesrepublik, der von den Grünen und der SPD bedient wurde. Und die SPD und die Grünen bedienen den nicht mehr. Und die Populisten ziehen diese Wähler, die früher Grün, auch tatsächlich auch Grünwähler und SPD-Wähler an, die den pazifistischen Grundkonsens nicht. Ne? Jetzt will ich gar nicht sagen, die AfD und die BSW und die Linkspartei sind alle Pazifisten. Aber sie haben verstanden, dass das die drei Felder sind, auf denen sie die Leute abholen können und auf denen sie die Regierung stellen können. Und deshalb machen die das. Oder weil die meisten Deutschen auch so sozialisiert wurden. Ja, natürlich. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Aber das war in der DDR genauso wie in Westdeutschland. Ja. Nie wieder. Und ich finde auch, das ist ein Problem, das Parteien, Regierungsparteien nicht adressieren. Sie adressieren überhaupt nicht das Problem, dass sie doch gestern noch Pazifisten waren und heute sind sie es nicht mehr. Sie müssen das begründen. Und das tun sie nicht. Sie tun so, als hätten sie immer schon diese Haltung gehabt. Hatten sie aber nicht. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem können die anderen, die das kritisieren, zu ihrem Vorteil nutzen. Und das tun sie sehr geschickt, indem sie in der Öffentlichkeit genau die Themen ansprechen, die Regierung da immer stellt. Wann ist Populismus für eine liberale Demokratie belebend und ab wann geht es in Gefahr über? Also wann müssen wir vor einem autoritären Angriff achtbar sein? Wo sind die roten Linien? Populismus ist immer dann belebend, wenn er dazu führt, dass Auffassungen, die als unumstößlich galten, korrigiert werden. Also wenn sie zur Folge haben, dass der Protest, der Unmut, die Barrikaden, die hat es ja immer gegeben in der Geschichte, das ist ja aber nichts Neues, dass sie dazu führen, dass reagiert wird. Ich denke an die außerparlamentarische Opposition, die 68er-Bewegung, die Frauenrechtsbewegung. Das waren ja keine Bewegungen, die im Parlament abliefen, sondern draußen auf der Straße. Ja. Die Anti-AKW-Bewegung, die Friedensbewegung, das waren alles Bewegungen, die nicht im Parlament. Aber sie hatten eine große Wirkung. Warum? Sie haben die Leute im Parlament und die Eliten dazu gebracht, nachzudenken, ob das, was sie da machen, noch so haltbar ist. Das, finde ich, belebt eine Demokratie. Wenn Populismus auf diese Weise, es ist ja nicht damit getan, dass wir alle 4 Jahre wählen, sondern zwischen diesen Wahlterminen passiert ja auch was. Wir wollen uns ja einmischen, wir wollen ja gehört werden. Wir sagen, nee, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht. Das gehört zur Demokratie. Und natürlich verstehe ich, dass die an der Macht sind, sagen, nein, Augenblick mal. Es wird jetzt gewählt und dazwischen machen wir die Sache, wie wir uns das vorstellen. Das wollen Bürger aber nicht, sie machen dann eben Krawall. Gefährlich wird es, wenn das zum Bürgerkrieg führt. Dann ist Schluss. Also wenn man das Gefühl hat, so das, was jetzt in England und in Irland passiert, jetzt kommen bürgerkriegsähnliche Zustände. Dann ist die rote Linie überschritten, aber dann ist auch Demokratie in Gefahr. Weil Demokratie lebt von offenen Verfahren, vom Streit und sie lebt vor allen Dingen von den Gedanken,
dass der Verlierer von heute der Sieger von morgen sein kann und dass das möglich sein muss. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn ich den Buch richtig verstehe, ist nicht Demokratie in Gefahr oder in der Krise, sondern die repräsentative Demokratie. Die spezifische, die liberale Demokratie. Ja, genau. Jetzt sage ich als Demokrat, am Ende geht es mir um Demokratie, Volksherrschaft. Kann mir ja egal sein, jetzt ob die repräsentative Demokratie in der Krise ist, dann nehmen wir halt ein anderes Demokratiemodell. Ja, aber man kann es ja nicht einfach nehmen, weil ja diejenigen, die unsere Repräsentanten im Parlament sind, die Gesetze machen. Das heißt, wer sich ein anderes Modell wünscht, kann dann machen wir Revolution und eine bessere Demokratie. Ja, sicher. Genau. Das ist das, was Populisten machen. Ne? Also das ist schon Populismus. Naja, also wenn man sagt, Gesetzgebung interessiert mich nicht im Parlament, ich mache Revolution, das wäre verfassungsfeindlich. Das geht nicht. Eine Revolution zu machen, würde heißen, wir halten uns nicht mehr an die Regeln, die wir uns alle gegeben haben. Und das wäre der Moment des Bürgerkrieges. Da muss man sich darüber im Klaren sein. Außer wenn man das Parlament dazu bringt, oder die Repräsentanten, die in diesem Parlament sind, die Demokratie ist doch immer so zu verändern, dass sie... Das ist doch auch immer passiert. Ja. Diese ganzen sozialen Bewegungen der 60er und 70er Jahre, die haben doch was verändert. Ja? Darum will ich darauf hinaus. Man muss die Macht schon zwingen und die Repräsentanz. Alice Schwarzer saß nicht im Parlament. Ja. Sie hat eine Zeitung gemacht, die ziemlich erfolgreich war. Sie hat viel geleistet für die Frauenemanzipation. Und andere Gruppen haben das auch erreicht. Und das erleben wir jetzt auch. Nur ist die Situation eine andere als früher. Wir hatten früher die Trente Glorieuse, die glorreichen 30 Jahre, die Zeit der Sozialstaatlichkeit. Die Leute waren abgesichert. Man konnte einfach mehr wagen, mehr Demokratie wagen, wie Willy Brandt gesagt hat. Das ist heute alles ein bisschen prekärer geworden. Ne? Wir haben schon darüber gesprochen. Die jungen Leute haben nicht mal das Gefühl, dass sie mal besser leben werden als ihre Eltern. Es gibt nicht mehr den lebenslangen Job, den man haben wird. Die internationale Lage ist kritischer geworden. Das Leben ist fragiler geworden. Es ist bunter geworden, aber auch anstrengender. Also das sind ja Voraussetzungen ganz anderer Art als noch vor 30, 40 Jahren. Ja, also ich bin jetzt nicht mehr der jüngste Vertreter der jungen Generation, aber das ist natürlich wahr, dass man sieht, okay, das Leben wird doch nicht besser als das der Eltern und so weiter. Und viele gesellschaftliche Lebensbereiche haben fast gar nichts mehr mit unserer Demokratie und Politik zu tun, weil wir uns freiwillig dazu entscheiden, quasi dass Wohnraum, Medien, Plattformen, Daten, Arbeit und so weiter quasi nichts mit demokratischen Entscheidungen zu tun haben soll. Und das hat mich bei dir ein bisschen gewundert, weil du sagst ja auch hier, also am Ende des Buches, Demokratie braucht reale soziale Voraussetzungen. Ja. Aber so das Thema, dass wir dann über Wohnraum reden. Wem gehört der Wohnraum? Wer hat dazu über die Verfügungsgewalt? Wir oder privaten Menschen? Arbeit, Demokratie in den Betrieben, Wirtschaftsdemokratie, Organisation von Ressourcen und Produktion. Wem gehören unsere Daten? Ne? Wer hat Kontrolle über unsere Aufmerksamkeit? Welche Plattform multinational benutzen wir? Das spielt im Großen und Ganzen in deiner Analyse, bei der Analyse der Demokratiekrise keine wirkliche Rolle. Warum nicht? Würde ich so nicht sagen. Es spielt, das ist jetzt nicht ganz falsch, das stimmt. Du machst natürlich gute Punkte, warum das Parlament wieder stärker sein muss, dass das die Streitarena sein muss. Du machst da Reformvorschläge, ne? Also Referenden, Amtszeitbegrenzung, meinetwegen auch Losverfahren, Karenzregeln. Aber ich wollte auf das Thema noch mal kurz kommen. Warum spielt das keine Rolle? Oder so wenig bei dir eine Rolle? Es spielt ja eine Rolle in dem Kapitel, wo ich über die Folgen der Globalisierung spreche, die ja doch den vielen Menschen das Gefühl gegeben haben, dass sie keine Hoheit mehr über die wichtigen Fragen haben. Aber die Konsequenz siehst du ja, glaube ich, nicht, dass du irgendwie sagst, wir müssen dann den Wohnraum demokratisieren, Arbeit demokratisieren, Ressourcen und Produktion das wäre ja ein politisches Ziel. Ich habe als Wissenschaftler ja dann nur die Frage zu beantworten, wenn es das ist, was Menschen sich wünschen, dann steht die Frage in der Demokratie, wie wird das demokratisch erreicht? Das ist ja die Frage, die mich interessiert. Nicht die Frage, was wollen wir, welche Gesellschaftsordnung wünsche ich mir als Jörg Barbarowski. Da habe ich natürlich auch Vorstellungen. Aber ich bin jetzt ein Wissenschaftler, der sagt, okay, es gibt
Es gibt keinen Zugriff mehr auf das eigene Leben, das ist fremdbestimmt. Über viele Dinge haben wir keinerlei Hoheit mehr. Wie können wir die Hoheit zurückgewinnen und wie ist das mit der Demokratie vereinbar? Welches Modell muss man haben, damit das gelingen kann? Unter anderem würde ich sagen, durch die Regionalisierung von Entscheidungen, Dezentralisierung. Leute sollen in ihren Nachbarschaften viel mehr entscheiden können, als sie es jetzt können. Sie würden sich sofort engagieren, viele Menschen, wenn sie in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Viertel Wohnraumprobleme, wenn sie darüber entscheiden könnten, wenn sie sich gemeinsam mit anderen Menschen darüber verständigen könnten, wie das in dem Viertel aussehen soll. Das geht aber nicht. Das ist eines der Probleme. Regionalisierung, Dezentralisierung. Stattdessen haben wir paradoxerweise mit der Globalisierung eine Zentralisierung von politischen Entscheidungsprozessen, die ja nicht mal mehr in den nationalen Parlamenten oder in den Landesparlamenten entschieden werden. Die Kommunalparlamente haben fast überhaupt keine großen Entscheidungsmöglichkeiten mehr, weil in den meisten Kommunen die wichtigsten Fragen entzogen sind. Erstmal sind die Kassen leer, sie können gar nichts ausgeben, sie haben gar kein Geld für irgendwas und die Fragen nach Krankenhäusern, Infrastruktur, die werden woanders entschieden und gar nicht mehr da, wo die Menschen leben. Selbst die Bundesländer haben wenig Entscheidungsspielraum. Ja. Können, glaube ich, gar keine Steuern erheben und so weiter. Ja, es gibt Steuern, die für die Länder und für die Kommunen, also Ja, wo sie Vermögensteuer Anteil und so dran weiter haben, ja. könnte es geben, aber ist dann eine politische Entscheidung, sie nicht zu erheben. Aber obwohl sie den Ländern zur Verfügung stehen. Aber am Ende ist es doch das Problem, dass das Buch geht ja ein bisschen von der Frage aus, dass Demokratie eigentlich ein Verfahren ist, das Leben in Herrschaftssystemen erträglicher zu gestalten. Das ist erstmal die Grundidee. Ich gehe gar nicht von einem Wertesystem aus, sondern sage, okay, überall, wo Menschen miteinander leben, werden sie von Leuten bevormundet, die sie nicht gewählt haben. Finanzbeamte, Polizisten, die im Ordnungsamt das Knöllchen verteilt, Lehrer, die einem sagen, was man zu lernen hat und Zensuren verteilen, Offiziere, die in der Bundeswehr Anordnungen geben. Diese Leute hat keiner gewählt. Und sie machen das trotzdem überall. Und meine Frage ist jetzt, mit der ich mich beschäftige, mit Hans Kelsen und Max Weber, die sagen, ja, aber die Demokratie ist die beste Art, Herrschaft erträglich zu machen. Weil man sie in Grenzen halten kann, weil man sie kontrollieren kann, weil man überprüfen kann, was die Leute machen und weil man sich einreden kann, das habe man alles selber gewollt, was einem selber zustößt. Und das Problem, das jetzt auftritt, ist, dass die Bürger das Gefühl haben, es ist gar nicht mehr die beste Form, das zu regeln, weil wir gar keinen Einfluss mehr darauf haben. Wir wählen diese Repräsentanten. Die Repräsentanten im Parlament sagen, ja, das können wir auch nicht ändern, das wird in Brüssel entschieden. Die Parteien machen sich sozusagen den Staat zur Beute als ein Selbstbedienungsladen. Und Bürger haben das Gefühl, dass sie immer weniger Einfluss auf diese wichtigen Prozesse haben in ihrem Leben. Also die Idee, dass die Demokratie mal die Herrschaft erträglicher machen sollte, die ist nicht mehr so ganz so überzeugend wie früher. Und das hat viel mit dem repräsentativen System zu tun, mit dem ich mich beschäftige. Das fand ich halt das Interessante in dem Buch. Wir können vielleicht müssen wir das Antike jetzt überspringen. Da ist ja eigentlich, das ist das Demokratische. Ja, genau. Ne? Jeder Bürger, gut, Mann, nicht Sklave und so weiter, war da stimmberechtigt. Aber das war Demokratie. Ja. Ämter wurden durch Losverfahren So bestimmt, damit niemand oligarchenmäßig durch Korruption da rankommen kann. Das ist das Idealbild eigentlich. So ist es. Und dann beschreibst du in dem Buch, dass quasi in den letzten Jahrhunderten die Konservativen und Liberalen eigentlich eine antidemokratische Tradition gepflegt haben. Und das Ergebnis, jetzt die repräsentative Demokratie Das ist das Ergebnis. Ja, das ist das Ergebnis. Und deshalb sage ich, Liberalismus ist nicht das gleiche wie Demokratie. Und es wird immer ununterbrochen miteinander verwechselt. Liberale Ordnung. Aber warum? Weil natürlich die Repräsentanten sind, die herrschende Klasse sind, selbstverständlich. Dem Volk natürlich weismachen wollen. Ja, Lenin hat mal gesagt, die repräsentative Demokratie besteht darin, dass das Proletariat alle 4 Jahre darüber abstimmen kann, von wem es beherrscht wird. So, das ist ja keine ganz falsche Diagnose, die Lenin da mal angestellt hat. Letztendlich wollten die Erfinder des parlamentarischen Systems im 19. Jahrhundert, sie wollten eben keine Demokraten sein. Und Demokratie war bei den Verfassungsvätern der amerikanischen Verfassung geradezu ein Schimpfwort. Das wollten sie eben nicht, sondern sie wollten den Pöbel möglichst weit fernhalten. Und das ging eben nur durch Repräsentation und der Idee, der Bürger soll ganz weit weg vom Parlamentarier sein. Und der Parlamentarier soll nur seinem Gewissen, nicht aber dem Bürger gegenüber verantwortlich sein. Im Grunde sagst du, dass Repräsentation
eine historisch-oligarchische Idee ist. So ist es. Die Oligarchen haben sich dieses repräsentative Modell ausgedacht. So ist es. Und heute wird einem erzählt, das ist immer schon eine demokratische Tradition gewesen. Das war es nicht. Und die Pariser Kommune, das hat Karl Marx sehr gut gezeigt, wo er gesagt hat, Demokratie ist auch immer Revolte gegen den Staat und gegen die Repräsentanten, die sich anmaßen, in unserem Namen zu argumentieren. Deshalb gibt es in der Demokratie auch immer diese athenische Seite der Demokratie. Die ist renitent und die ist direkt und die entscheidet durch das Los. Und die ist imstande, Politiker, die im Losverfahren ein Amt erworben haben und dann korrupt werden, zu verbannen, zur Verantwortung zu ziehen. Das ist die eigentliche, und das haben die liberalen Eliten im 19. Jahrhundert, wenn sie das ernst genommen hätten, hätten sie sich von den Arbeitermassen beherrschen lassen müssen. Das wollten sie nicht. Und die Begründung ja auch mal so für repräsentative Demokratie war ja, dann schreibst du auch, ne, Pöbelherrschaft, Mehrheitstyrannei. Ja, Kant und Hegel haben das Pöbel genannt. Sprachen vom Pöbel. Der sollte eben nicht mitentscheiden. Aber die Angst vor der Pöbelherrschaft, die Angst vor der Mehrheitstyrannei, wer hat die Angst? Ja, die Eliten. Ja, die haben Angst vor dem Pöbel. Und das zieht sich durch alle Schriften des Liberalismus, Angst vor dem Pöbel. Es ist besser, wenn die Gebildeten und Besitzenden, weil die selbstständig sind, entscheiden. Und das Argument war immer, der Pöbel soll deshalb nicht entscheiden, weil er ungebildet und unselbstständig ist, weil er nicht über Eigentum verfügt. Und wer über Eigentum nicht verfügt, ist abhängig von anderen und kann nicht zu einem unabhängigen Urteil kommen. Das war das Argument der Liberalen. Und darum haben sich die Liberalen die individuellen Rechte so auf die Fahne geschrieben, So ist damit ihr Eigentum Ganz geschützt genau. ist, So ist ihre individuellen Rechte. Und wir müssen uns klar machen, dass die moderne Demokratie, die Massendemokratie, das ist eine Errungenschaft der Sozialdemokraten, nicht der Liberalen. Es sind die Sozialisten, die das allgemeine freie Wahlrecht einführen nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist eine Errungenschaft der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ja, wo das beginnt, diese Idee, dass jede Stimme zählt und jeder Mensch eine Stimme hat. Das ist was Modernes, was Neues. Jetzt bin ich ja Demokrat. Und ich finde Demokratie geil. Und du hast mich mit der Antike ja quasi nochmal abgeholt. Und das, was quasi damals möglich war, weil es ja so klein war, im Athen und so weiter, aber direkt oder so per Losverfahren, damit quasi Ämter nicht, dass das nicht korrumpierbar ist, das können wir doch jetzt machen. Ja, klar, können wir das machen. Wir haben die Technologie, wir haben die Mittel, wir brauchen, und das wäre die Frage, wir brauchen doch, also diese repräsentative Demokratie, die vielleicht vor 100 Jahren noch notwendig war, weil sich nicht 20 Millionen Leute auf dem Reichstag hier Platz können, das können wir doch jetzt mittels Technologie. Aber jetzt erklär das mal den Repräsentanten. Ja, die werden sagen, nein. Die können das ja nicht wollen. Nein, eben. Und das ist das Dilemma. Ne? Das können sie nicht wollen. Aber wie können wir das denn, weil das ja möglich ist und denkbar ist, wie können wir das denn schaffen, ohne denen die Köpfe abzuhauen und hier Revolution zu machen? Ja, das ist genau die Frage. Hast du eine Idee? Druck der Straße, laut sein, Nein sagen. All diese Tugenden, die ich, da kommen wir zum Anfang des Gesprächs, immer gepflegt habe. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich das. Ja. Und ich lasse mich nicht abspeisen mit einem Hinweis, das hatten wir aber nie oder das war immer so und das ist deshalb auch vernünftig, sondern man kann das kultivieren. Ich bin aber nicht besonders optimistisch, dass Leute, die in Abhängigkeit leben und was zu verlieren haben, dass sie sich das leisten können. Das muss man eben auch immer sehen. Zu einem Nein sagen in Gruppen gehört auch Organisationsfähigkeit. Das muss man auch können. Zum Schluss. Und du hast mir jetzt quasi die Vorlage schon gegeben, dass du dich damit nicht abspeisen lässt. Das war schon immer so. Das sagst du aber beim Thema Herrschaft. Du schreibst im Grunde, dass Herrschaft ein Naturgesetz ist bei Menschen. Dass Menschen beherrscht werden müssen. Ich meine, ich könnte die Stellen jetzt vorlesen und dass du meinst, Herrschaftsfreiheit und so weiter, dass das illusorischen Traum, im Grunde sagst du, das ist deine Grundannahme, Herrschaft wird es immer geben, hat es immer gegeben. Das ist ein Naturgesetz. Und die Demokratie ist die beste Art, das erträglich zu machen. Aber ich würde jetzt sagen, und weil wir über Wissenschaft geredet haben, die Wissenschaft sagt das Gegenteil. Nee, das würde die Wissenschaft, die Soziologie sagt das nicht, das Gegenteil. Die Anthropologie. Also, es gibt genug Beispiele, also ich kenne mich da aus, es gibt sogar irgendwie super amerikanische Kulturanthropologen, die haben das wunderbar aufgezeigt. Es gibt wissenschaftliche Zivilisationen, von denen wir wissen, die herrschaftsfrei organisiert Jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
Ich spreche von staatlicher Herrschaft. Da verstehen wir uns, da haben wir uns jetzt falsch verstanden. Was ich meine, ist staatliche Herrschaft. Sobald es Staaten gibt, kann man die nicht herrschaftsfrei regieren. Ne? Ja, Staaten sind dazu da, Herrschaft auszuüben. So ist es. Da wir aber staatlich in der Welt sind und weil wir auch einen Sozialstaat haben und weil Mittel verteilt werden und Ressourcen erschöpft werden müssen, können wir uns vom Staat gar nicht verabschieden. So, und dann ist doch eigentlich die Logik, dass man gegen Staaten sein muss, weil der Mensch ja, Naturgesetz jetzt wieder, oder die Natur, wir sind ja auf Kooperation. Also wenn du die Neurobiologie, Anthropologie anguckst, wir sind ja, das ist ja die Grund. Aber der Staat ist ja sozusagen, hat ja zwei Seiten. Er ist ein Repressionsinstrument, er ist unangenehm, weil er Herrschaft ausübt, ne, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er ein Wohltäter, weil er Sicherheit herstellt, weil er den Leuten eine Ordnung gibt und weil er Geld verteilt und weil er Ungerechtigkeiten ausgleichen kann. Er hat ja diese zwei Seiten, dieser Staat. Und das ist die Frage, die mich interessiert. Wenn wir uns schon beherrschen lassen müssen, wenn das schon so ist, dann wollen wir wenigstens so beherrscht sein, dass wir sagen können, diese Herrschaft haben wir uns selber ausgesucht. Das ist mein Punkt. Und ich hatte es mir jetzt so gemerkt, für dich ist der Nationalstaat der Ort von demokratischer Souveränität. Weil ohne identifizierbares Staatsvolk, Territorium, Grenzen und Bürgerstatus gibt es keine demokratische Selbstregierung. Darum braucht es Nationalstaaten. Ja, man kann sie auch anders nennen. Die können auch sehr klein und überschaubar sein. Man braucht immer einen Raum, einen umgrenzten Raum, auf dem Gesetze gelten müssen. Was ist denn, wenn ich jetzt mit der Idee komme, Staaten weg, weil die gesamte Menschheit, alle Menschen können sich doch als ein Volk verstehen. Ja, und dann können wir quasi das Territorium bestimmen, das ist die Erde, die Grenzen, das ist die Erde. Aber wer ist die Gruppe, die dann noch was bestimmen kann, weil es ja keine Gruppen da mehr gibt? Und um es an einem kleinen Beispiel deutlich zu machen, hätten wir keine Grenzen mehr und keine Staaten, man könnte nirgendwo mehr hinfliehen, wo es sicher ist. Also die Grenzen führen ja dazu, dass es Rechtsräume gibt, in die man sich begeben kann, um Schutz zu suchen. Ja, aber wir waren dafür verhindert, dass Staaten, also es gibt Staaten, damit Herrschaft ermöglicht werden kann. Weil wenn wir keine Staaten mehr haben, dann könnte ja eine herrschaftsfreie Welt möglich sein. Dementsprechend ist da die Gefahr. Naja, aber komplexe menschliche Gesellschaften organisieren sich hierarchisch, weil, wie Luhmann sagt, Macht entlastet. Ja. Also andere entscheiden für einen, was man selbst nicht machen kann. Und wir sind ja keine Sammler und Jäger mehr, sondern hochkomplexe Wesen in hochkomplexen Systemen, die differenziert sind. Und da ist es eben so, dass manche über Fähigkeiten verfügen, die sie in die Verwaltung bringen und andere in andere. Letztendlich, sagt Luhmann, hat der Mensch auch Interesse am Gehorchen, weil es entlastet. Aber da muss man doch unterscheiden. Also Herrschaft ist doch nicht das gleiche wie Hierarchie. Herrschaft ist nicht das gleiche wie Kooperation. Herrschaft ist nicht das gleiche wie etwas beherrschen, also Kompetenz haben. Naja, das kann man doch, also man kann Kooperation herrschaftsfrei organisieren, man kann Hierarchien herrschaftsfrei organisieren und man kann Kompetenz herrschaftsfrei Vielleicht muss man definieren, was man unter Herrschaft versteht und von Macht abgrenzen. Das sind ja zwei verschiedene Begriffe. Man könnte ja sagen, dass alle Hierarchien, in denen Menschen sich bewegen, von Machtstrukturen durchzogen sind. Das einer ist oben und unten. Es gibt immer die Unterscheidung zwischen innen und außen. Wer gehört dazu und wer nicht? Zu einer Gruppe, welcher Gruppe auch immer. Gruppe der Studenten, Gruppe der Arbeiter, Gruppe der Frauen. Was auch immer. Überall organisieren sich Menschen in Gruppen und unterscheiden sich voneinander. Aber sie organisieren sich auch in Machthierarchien. Das ist das, was ich meine. Und damit das kann man leider nicht ändern, man muss damit pragmatisch umgehen. Ich hatte mir mal gemerkt, also habe ich aus einer alten Schulzeit noch, Hierarchie ist eine funktionale Oben-Unten-Struktur, die der Koordination dient, temporär, überprüfbar und freiwillig ist und jederzeit revidiert und verlassen werden kann. Herrschaft ist eine verfestigte Oben-Unten-Struktur, die durch Zwang, Gehorsamspflicht oder Gewaltmonopol abgesichert, sich selbst legitimiert und den Austritt verbietet. Ist nicht so ganz richtig, nicht so würde ich sagen. Nee, ich würde auch sagen, man gehorcht auch, weil man sich der Autorität anderer freiwillig unterordnet, weil man weiß, dass die etwas besser können, was man nicht kann. Das ist dann das andere Punkt, da kommt wieder die Kompetenz ins Spiel. Eben, aber staatliche Herrschaft lebt von Kompetenz. Dort, wo Kompetenz versagt, ist man gar nicht zum Gehorsam verpflichtet und tut es in der Regel auch gar nicht mehr, weil man nichts bekommt dafür. Also Autorität lebt auch davon Anerkennung, dass jemand mich als Autorität anerkennt, dass ich das nicht erzwingen muss. Aber insofern ist Herrschaft auch nicht immer unbedingt mit Zwang verbunden.
Jörg, das war spannend. Ja, ich hoffe, wir haben unser super. Publikum nicht gelangweilt. Ich kann mir das hoffe ich vorstellen, dass es jetzt einige kritische Anmerkungen seitens unseres Publikum-Anwalts Hans gibt. Gibt immer Leute, die irgendwie einfach nur meine Fragen scheiße fanden, die Antworten der Gäste. Ja, willkommen bei Jung und Naiv. Danke für deine Zeit. Komm wieder. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Magst du noch einen Schluck trinken? Ja, gerne. Gebt euch ein. Ups. Help yourself. So. Nö, also dieses, du hattest ja vorher gesagt, nachdem du mal ein paar Folgen geguckt hast, du wärst erstaunt über den relativ gesitteten Tonfall in den Kommentaren. Ne? War hier auch so. Das war interessiert, gesittet, Schön, durchaus freut auch mich wieder. das spricht für das Publikum, ist großartig. Und für die Gäste und den Diskurs, der geführt wird. Ja. Ich fange mal an mit einem Aspekt, den ihr ganz zu Anfang des Gesprächs hattet, als du Foucault zitiert hast über die Rhetorik. Tatsächlich gibt es jemanden, der vor Foucault darüber sehr gut geschrieben hat. Das war nämlich Arthur Schopenhauer mit einer Schrift Die Kunst, Recht zu behalten. Das ist immer noch als Text verfügbar. Schopenhauer hat es dann, glaube ich, irgendwann zurückgezogen. Aber es ist ein sehr, wenn man so will, derbes Buch dafür, aus dem man lernen kann, wie man Recht behält, ohne eigentlich Recht zu haben. Ja. Und das zeichnet gerade Demagogen und manche erfolgreichen Politiker aus. So, das war ein Literaturhinweis. Fragen. Es gab relativ viele Fragen, weil das auch einen großen Anteil im Gespräch hatte, über deine Expertise in Sachen Russland, Osteuropa. Wie unterschied sich eigentlich das sowjetische Herrschafts- und Menschenbild von den christlichen Grundwerten Europas, also Westeuropas? Ja, das ist ja dann eine sehr, sehr schwierige und große Frage, weil man gar nicht so leicht sagen kann, was ist denn ein christlicher Grundwert Europas. Dass Europa durch das Christentum grundiert worden ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber was das jeweils war, das Christliche, hat sich über die Jahrhunderte ja immer wieder verändert. Man sollte sich davor hüten, so ein statisches Bild vom christlichen Abendland. Das christliche Abendland ist Luther, das christliche Abendland ist Nächstenliebe, das christliche Abendland ist aber auch Scheiterhaufen, und Verbrennung von Hexen und Kreuzzüge. Das alles ist auch Abendland, vergessen wir immer. Und ich würde sagen, die Bolschewiki und ihr Menschenbild die waren Kinder der Aufklärung. Und die Aufklärung hat natürlich damit zu tun mit Kritik an Religion, Kritik am Christentum, Kritik an Dogmen. Und insofern sind die Kommunisten, die da an die Macht kamen 1917, die sind Kinder der Aufklärung, des aufgeklärten Denkens und der Religionskritik. Nicht so umsonst fängt Marx mit die Anfänge der Marxischen Philosophie beginnt mit der Religionskritik, mit der Kritik am Christentum. Und trotzdem schöpfen sie alle aus dem christlichen Denken. Ja, gleichwohl hat sowohl in der Sowjetunion, wenn ich das richtig weiß, als auch heute wird es besonders sichtbar, das orthodoxe Christentum in der Sowjetunion, heute in Russland, spielt eine enorme Rolle. Ist das sozusagen als camouflierte religiöse Strömung in den UdSSR-Zeiten im Schatten mitgesegelt oder welche Rolle hatte es da? Naja, in der Orthodoxie gibt es ja nicht in diesem Sinne wie bei den Katholiken oder Protestanten Theologen, die als Priester arbeiten, sondern wie beim Islam auch, sind das Leute aus dem Dorf, wo das Amt des Priesters vom Vater auf den Sohn weitergegeben wird, wo die Volksreligiosität und die Rituale eine große Bedeutung für das Leben spielen. Und dann gibt es die Amtskirche. Und die Amtskirche, die mit Bischöfen ausgestattet ist, die spielte seit Peter dem Großen in Russland im Grunde die Rolle des Zeremonienmeisters und als der Legitimationsinstanz für Herrschaft. Peter I. hat einen Religionsminister
hat das Amt des Religionsministers eingeführt und der hat die Bischöfe eingesetzt und die Kirche kontrolliert. Und seither war die orthodoxe Kirche in der russischen Tradition ein Erfüllungsgehilfe des Staates und eine Legitimationsinstanz des Ist das Staates. nicht heute auch so? Ja, Putin das ist heute, schmückt sich ja, natürlich. Auch zur Legitimation des Ukraine-Krises Ja. mit orthodoxer Hierarchie. So ist es. Und in der späten Sowjetunion hat man sozusagen diese Kirchenfunktion revitalisiert. Vor allem Stalin hat das gemacht während des Zweiten Weltkrieges, weil man die Kirche als eine Legitimationsinstanz von Herrschaft brauchte, weil die marxistische Ideologie dafür einfach nicht mehr ausreichend war. Und das haben sie ja verstanden, dass das so ist. Trotzdem würde ich sagen, diese Amtskirche und ihre Funktionen sind sehr zu trennen von der Volksreligiosität der Leute. Das sind zwei verschiedene Dinge. Was ist das aber für ein Zeichen gewesen, wenn in einer Gesellschaft, die durch 50, 60, 70 Jahre, ich sage es jetzt mal, kommunistische Gedankenwelt und auch Erziehung und Herrschaft geprägt war, wenn dann doch, du sprichst von Volksreligiosität, gerade im Volk das Bedürfnis nach Religiosität, nach Glauben, nach Gottesinstanz so ausgeprägt war. Ja, ich glaube, das kann man damit erklären, dass in den islamischen und den orthodoxen Territorien der Sowjetunion diese Volksreligiosität eben mit der Verbannung und der Tötung von Priestern eben nicht beendet war. Man kann, um es zynisch auszudrücken, die Kommunisten konnten in den protestantischen Regionen sehr viel mehr erreichen, indem sie den Klerus wegschafften und damit auch die Wortmacht wegschafften, weil der Protestantismus vom Wort auch lebt. Michail Gorbatschow ist als Generalsekretär, der ist getauft worden. In dem Dorf, in dem der aufgewachsen ist. Das war ganz selbstverständlich. Orthodox? Ja, Ja. ja und das konnte einfach weiterleben. Man konnte das gar nicht abtöten, weil das in den Ritualen, die Leute in den Dörfern selber ausüben konnten, einfach weiterlebte. Und das ist auch in den islamischen Territorien so, wo man mit der Deportation von irgendwelchen höheren Geistlichen gar nichts erreicht hat. Mich erinnert es gerade zu meinen Uni-Zeiten, da gab es manchmal an den Wänden den Satz zu lesen, Gott ist tot, Klammern Nietzsche, und dann darunter, Nietzsche ist tot, in Klammern Gott. Bringt das so ein bisschen ironisch auf den Punkt. Anderes Thema, das ihr auch zu Anfang besprochen hattet, über die Sinngebung und Sinnstiftung, als sozusagen ist ja eine Form von Eigenermächtigung im Grunde. Sind manche Wege, seinem Leben einen Sinn zu geben, besser oder wertvoller als andere? Ja, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und sehr oft gibt es da keine generelle Norm? Nein, das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil ein sinnvolles Leben gehabt zu haben, das kann man ja erst entscheiden, wenn das Leben schon weit fortgeschritten ist. Und viele Menschen haben sicher schon die Erfahrung gemacht, dass sie auf ihr Leben zurückblicken und sagen, das war nicht sinnvoll. Ich hätte etwas anderes mit meinem Leben tun sollen. Ich habe das verpasst. Ich habe Chancen verpasst. Ich hatte kein erfülltes Leben. Und andere werden sagen, ich habe eigentlich all das gemacht, was ich eigentlich immer machen wollte. Und bin damit zufrieden und glücklich gewesen. Ich glaube, es zielt vielleicht darauf ab, wenn jemand, der, sagen wir, Offizier in einer kämpfenden Armee ist, wenn der sagt, ich habe es geschafft, alle Schlachten, die ich geschlagen habe, zu gewinnen und habe dabei 500.000 Menschen getötet oder töten lassen. Das hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Ja. Ist das dann wirklich nur seine Sachen, seine Angelegenheit zu sagen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Sinnstiftung ist? Das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Man kann ja sagen, auf der einen Seite, wir untersuchen, wir könnten sagen, so sollte es nicht sein, seinem Leben einen Sinn zu geben, indem man darauf verweist, wie viele Leute man umgebracht hat. Wird ein Mafiosi aber sicherlich anders sehen, der stolz darauf ist, wie er seine Macht ausgebaut hat, indem er Furcht und Schrecken verbreitet hat. Die sozusagen quasi objektive Ebene der Bewertung von irgendjemand, der sagt, so sollte der Sinn nicht sein, unterscheidet sich von der individuellen Entscheidung. Und was ich als Historiker hier noch mache, ist, ich schaue mir das an und denke mir, ja, da gibt es einen General, der hat sein ganzes Leben lang das gemacht. Und jetzt soll er, wenn er 80 ist, sagen, das war sinnlos? Das wird seinen Lebenszusammenhang wahrscheinlich erschüttern, deshalb tut er es nicht. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, vielleicht denkt er darüber nach, an manchen
Aber er wird sich einreden, dass das zum guten Zweck war, für den Weltfrieden, was auch immer. Und dann kann er plötzlich wieder im Einklang mit sich selbst leben. Ich würde aber immer sagen, und so würde ich die Frage aufgreifen, die meisten Menschen werden trotzdem zweifeln, wenn sie sich diese Geschichte zurechtlegen. Kann die so stehen bleiben? Ist das ein erfülltes Leben gewesen? Kann man das so sagen? Vielleicht ich bin ein paar Jahre nicht so schrecklich viel älter als du, und in meiner Kindheit spielte schon eine Rolle, sowohl das Schweigen meiner Elterngeneration über die Kriegserfahrung, als auch dann, wenn darüber geredet wurde, hatte es meistens einen entschuldigenden oder legitimierenden Charakter. Ja, klar. Ist das etwas wie eine nachträgliche Sinnstiftung gegen den Zweifel, den man vielleicht auch spürt? Das waren Soldaten, die an der Ostfront und so weiter gekämpft Ich kenne haben. das selber aus meiner Familie. Man weiß das ja eben nicht, ob das, was einem diese Leute erzählen darüber, auch das ist, was sie empfinden, wenn sie darüber nachdenken, welches Leben sie hatten. Das ist ja die eine Seite, diese Sinnstiftung, die man für sich selber empfindet, zu haben oder sie anderen zu erklären. Wenn man jemandem gegenüber sitzt, der gar nicht weiß, was Krieg ist, und der gar nicht weiß, wie sich das anfühlt und was man da erlebt hat, dann fällt es schwer, dafür auch Worte zu finden. Manche finden auch gar keine Worte, weil sie mit Sprache nicht umgehen können. Oder die Elterngeneration, die waren oft sehr wütend, weil sie keine Sprache hatten dafür, konnten das nicht ausdrücken, was sie da jetzt sagen wollten. Aber das ist die eine Seite, das ist die Artikulation dessen, was man erlebt hat, aber das ist ja noch nicht die Sinnstiftung, sondern die macht jeder mit sich selber ab. Nächste Frage an den Historiker. Welche Rolle spielte Antisemitismus bei den Einsatzgruppen im Nationalsozialismus? Offenbar ein Student, denn es geht weiter. Meine Professoren betonen die Organisation/Integration der Mitglieder und vernachlässigen deren individuellen Motive. Hast du darauf eine Antwort? Eine sehr interessante Frage. Das geht natürlich auf den Text von Christopher Browning zurück. Ganz normale Männer, das war ein Buch von einem amerikanischen Historiker, der sich ein solches Polizeibataillon, Einsatzgruppen angeschaut hat und sich die Frage gestellt hat, warum töten die Frauen und Kinder? Warum machen die das? Und er macht die Erfahrung, dass die Männer alle etwa über 40 schon waren und vorher Polizisten in Hamburg. Und jetzt werden die da in die Ukraine, nach Polen und nach Weißrussland geschickt und sie sollen Leute umbringen. Und er macht diese Erfahrung, er geht erst daran und denkt, ja, das werden überzeugte Nazis gewesen sein. Und dann sieht er, die meisten von denen waren gar nicht NSDAP-Mitglied. Dann macht er die Erfahrung, 2 NSDAP-Mitglieder weigern sich zu töten, weil sie das einfach nicht können, und andere machen es. Und er führt das darauf zurück, auf Gruppenbindung, man will kein Verräter sein, auf den Ort, an dem man tötet, der ganz weit weg ist von zu Hause. Die Familie kriegt es nicht mit, was man macht. Im Wissen, die Opfer werden es nicht überleben, es wird niemand davon erzählen können. Und militärische Hierarchie. Die kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was eine Uniform bedeutete, unehrenhaft entlassen zu werden. Schulterklappen werden abgerissen und man wird nach Hause geschickt. Das ist die These von Browning, und ich würde sagen, leider ist sie auf erschreckende Weise plausibel. Menschen töten lieber, als sich nonkonform zu verhalten. Und sie gewöhnen sich sehr schnell daran. Und sie reden sich ein, wenn es die anderen machen, dann kann es ja nicht falsch sein. Und wenn ich dafür auch noch einen Orden bekomme, dann scheint es moralisch auch gerechtfertigt zu sein. Und was Browning zeigen will, und deshalb glaube ich, haben die Kollegen recht, die das so erklärt haben, er will zeigen, wie schnell man in einer solchen Hierarchie zum Töten gebracht werden kann. Wie schnell das geht. Und zwar kulturunabhängig und unabhängig von den ideologischen Überzeugungen, die man hat. Das ist in gewisser Weise, finde ich, nah dran am Begriff der Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Ne? Ja. Weil du gerade einen Wissenschaftler zitiert hast, auch da gab es eine Frage, was hältst du von Timothy Snyder, Autor von Bloodlands? Ich halte ziemlich viel von Timothy Snyder als Historiker. Er ist ein großer Historiker, der bedeutende Werke geschrieben hat. Bloodlands ist eines von diesen Büchern, in dem er die
These vertritt, und die finde ich plausibel, dass sich diese beiden großen Diktaturen, die schrecklichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, in den Bloodlands trafen. Und die Bloodlands, das sind die osteuropäischen Nationen. Das sind die Territorien vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Und da fanden die großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts statt. Und das Argument ist, da wird der Schrecken eingeübt und da werden Todeszonen errichtet. Und das machen beide Regime, indem sie, wie Hannah Arendt sagt, die Rechtsräume wegschaffen, in denen man Rechte haben kann. Das ist ein ganz großes Buch. Was mir nicht so gefällt, sind die Bücher in den letzten Jahren, wo er sich eigentlich nur noch um die Tagespolitik gekümmert hat. Das finde ich schade für so einen großen Historiker. Spekulative Frage, hätte die Sowjetunion unter Gorbatschow überlebt, wenn sie mehr China gewagt hätte, also mehr wirtschaftliche Liberalisierung im Kontext mit China als politische Demokratisierung im Kontext Westeuropas? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn Gorbatschow mit den ökonomischen Reformen begonnen hätte und die politischen danach hätte einfließen lassen, wäre das nicht so schnell zu Ende gegangen. Aber er hat mit den politischen Reformen angefangen in einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs. Das hat dem Experiment enge Grenzen gesetzt. Und es gab diesen schrecklichen Putsch vom August 1991. Und er hat das ganze Projekt binnen Wochen zusammenfallen lassen. Das hätte anders kommen können. Wie immer hätte es anders kommen können, aber es ist nun so gekommen, wie es gekommen ist. Aber man kann daraus etwas lernen, dass nämlich die wirtschaftliche Stabilität und das Wohlbefinden der Leute die Voraussetzung dafür ist, liberale und offene Ordnungen zu etablieren. Und das ist leider schiefgegangen. Das ist tragisch, weil Gorbatschow es gut gemeint hat und das Richtige wollte. Es gibt eine dazu passende Frage. Was wäre für dich das Jahr gewesen, oder war das Jahr, in dem die UdSSR auf dem Höhepunkt ihrer Macht war? Technologisch, wirtschaftlich und so weiter. Hätte es auch zu einer Pax Sovietica kommen können, statt zu einer Pax Americana? Nein, ich glaube, zu keiner Zeit war das so. Die Sowjetunion lebte vor allem von Rohstoffexporten. Das ist bis heute so. Ja. War technologisch nicht imstande, mit den USA und den westlichen Ländern mitzuhalten. Die größte Zeit hatte die Sowjetunion in den frühen 70er, späten 60er Jahren. Das war die Zeit, wo die Rohstoffentwicklung so war, dass sie Devisen einnahmen und die verteilen konnten. Aber letztendlich hat dieses sozialistische System immer nur die Leute zufriedengestellt und den öffentlichen Sektor bedient. Technisch war es nicht innovativ. Und militärisch auch nicht, wie man im Nachhinein... In Ungarn nannte man das Gulasch-Kommunismus, ne? Ja, das war genau, von János Kadar, ja. Der damit erfolgreicher war, Kadar, als Brezhnev in der Sowjetunion. Das war schon eigentlich halb eingegangen auf die nächste Frage. Weshalb ist deiner Auffassung nach die realsozialistische Wirtschaft gescheitert? Sie ist gescheitert, weil sie am Bedarf vorbei produzierte. Und weil sie sich auf die Schwerindustrie und die Rüstung konzentrierte. Und dafür ist das sowjetische Modell nicht gemacht gewesen, hat das überdehnt. Und die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung sind einfach nicht befriedigt worden. Und das große Problem war, wenn Sie Menschen ununterbrochen einreden, dass man auf dem Weg zum Kommunismus ist und dass man die USA überholen wird und dass die ökonomischen Probleme gelöst werden. Wenn man damit Herrschaft legitimiert, dann delegitimiert man sie, wenn man es nicht erreicht. Und das ist leider passiert. Ja, Ulbricht sagte mal, überholen ohne einzuholen. Hat das auch von nicht Khrushchev. geklappt, ne? War das Khrushchev? Ja, hatte Ulbricht übernommen. Ulbricht hat es übernommen. Ja. Okay, gut. Urheberschaft geklärt. Jemand fragt zu mangelnder demokratischer Medienkultur in Russland, fragt, ja, was ist denn aber mit Fernsehsendungen von Wladimir Rudolfowitsch Solowjew? Ist das keine freie Meinungsäußerung? Ich weiß nicht, ob du diese Sendungen kennst. Ja. Naja, der Solowjew ist ein Agitator, der Propaganda für den Putin macht. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Jedenfalls gibt es keine Gegenstimmen mehr im russischen Fernsehen. Die gab es ja früher. Ja, bis in die frühen 2000er gab es kritische Zeitungen und es gab einen Medienmarkt, der plural war. Auch das Fernsehen. NTV, das war ein Fernsehsender, da wurden auch kritische Berichte über die Regierung gesendet. Das ist ja alles weg. Das ist vorbei. Ist dieses Weg, nicht mehr Dasein,
einfach eine Kriegsfolge, dass man, und im Grunde kann man natürlich sagen, ja, Krieg ist nicht erst seit 2022, sondern manche sagen seit 2014 begründet, andere sagen seit 2008. Ist also diese Maßregelung und Einschränkung des Diskurses, ist das nur Kriegsfolge oder hat es auch andere Ursachen? Das hat ja vorher schon begonnen. Das war ein schleichender Prozess der Entmachtung von Oligarchen und von Personen, die Einfluss auf die öffentliche Meinung nahmen. Der Krieg hat dem nur einen Schub gegeben. Weil Kriege immer dazu dienen, gerade wenn sie schlecht laufen, zu sagen, jetzt müssen wir uns vor dem inneren Feind schützen. Die Verräter, die müssen jetzt schweigen. Wagenburg-Mentalität. Ja, genau, die Wagenburg-Mentalität. Wie sehen sähen die Narrative einer gesamten Ukraine aus, also Ost und West und vielleicht auch inklusive Krim dann doch irgendwann wieder? Kannst du dir das vorstellen? Also die ganzen Gebiete wieder in einem Nationalstaat zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Man kann sich immer irren, man soll keine Prophezeiungen abgeben, aber ich halte das nicht für machbar und nicht für denkbar, dass die russische Armee diese besetzten Territorien räumt und dass die an die Ukraine zurückkommen. Was ist mit einer Variante, die man aus Deutschland lernen könnte? Deutschland war 40 Jahre lang in zwei Staaten geteilt, mit wachsender Souveränität der beiden Teilstaaten. Trotzdem war immer der Anspruch, irgendwie Weizsäcker hat das mal gesagt, solange das Brandenburger Tor zu ist, ist die deutsche Frage offen. Und am Ende hat dann das Festhalten an dieser Perspektive einer gemeinsamen Nation sich historisch durchgesetzt. Ist das etwas, was man sich auch für die Ukraine vorstellen kann? Ja. Dass es nach einem wie auch immer gearteten Friedensschluss zu Verhältnissen kommt, die vielleicht geografisch, politisch, situativ geteilt sind, wo aber möglicherweise die Kiewer Ukraine sagt, wir halten aber am Rechtsanspruch fest, Ukraine in den Grenzen von 1991. Ich glaube, das mit der Bundesrepublik und der DDR ist kein guter Vergleichsfall, sondern eher die Ostgebiete, die Deutschen, die verloren gegangen sind. Weil man doch sehen muss, dass Putin etwas Ähnliches wie Stalin mit Polen macht. Die Bevölkerung wird ausgetauscht. Es wird neu peupliert, neu besiedelt. Und dann können sie so viel von nationaler Einheit reden, wie sie wollen. 1945 sind die Gebiete, die an die Sowjetunion fielen, aus Ostpolen, sind die Polen deportiert worden und sie sind in die Regionen geschafft worden, wo man die Deutschen weggeschafft hatte. Das ist passiert. Und dann hatte die deutsche Seite plötzlich, dann redeten sie über die verlorenen Ostgebiete, aber da wohnte kein Deutscher mehr. Und jetzt haben wir hier eine ähnliche Situation. Der Donbass und Lugansk, das sind ja verwüstete Regionen, wo ja kaum noch jemand lebt. Und in Saporizhia im Süden hat man Bevölkerungsgruppen weggeschafft, sind viele geflüchtet. Die haben mit neuen Leuten besiedelt aus Russland. Also ich glaube, die Krim sowieso, da werden sich ein ganz anderes Geschehen eröffnen, als das zwischen in Deutschland der Fall gewesen ist. Weil es eben aus der DDR nicht das, was man eine Bevölkerungsverschiebung und Neuansiedlung geben kann. Ich habe hier noch zwei Fragen. Manche vergleichen nochmal Putins Macht mit der von Stalin. Da geht es um die Frage der Isolation der beiden Personen, über die er auch gesprochen hat. War Stalin tatsächlich so isoliert, dass man es mit der Selbstisolation von Putin vergleichen könnte, oder war das qualitativ anders? Ja, das hat sich entwickelt über die Jahre. Und Diktatoren, die sich in Despoten verwandeln, sind immer einsam, weil sie niemandem mehr trauen können. Stalin ist bis Anfang der 30er Jahre einer untergleichen gewesen im Politbüro, bis er sich aus der Rolle herausbegeben hat, die anderen gegeneinander ausgespielt hat und in seiner engsten Umgebung Furcht und Schrecken verbreitet hat. Aber das ist das Diktatorendilemma. In dem Augenblick hatte er selbst allen Grund, Angst zu haben. Ist Putin ein Diktator? Wir wissen wenig darüber. Ich würde sagen, ja.
Aber wir wissen wirklich wenig darüber. Wir wissen wenig über die Herrschaftstechniken. Wir wissen wenig über die Leute, die ihn umgeben. Und wir wissen wenig über die Herrschaftstechniken, mit denen er die einschüchtert. Ob er sie überhaupt einschüchtert oder ob das eine Konsensgruppe ist, das wissen wir gar nicht so genau. Also viele Leute wollen immer schlau daherreden, aber eigentlich wissen sie es nicht. Und ich weiß es auch nicht. Letzte Frage des Publikums. Wie stehst du, Jörg, zu deinen Auseinandersetzungen mit linken Studierenden? Du hast 2019 in einem öffentlichen Post, so wurde es hier gesagt, 2 Studierende beleidigt. Es gab dann eine Klage. Wie ist diese Klage ausgegangen? Ich weiß es nicht. Und hast du deiner Meinung nach tatsächlich beleidigt oder war das eine gerechtfertigte Kritik? Du hast sie bezeichnet als linksextreme Fanatiker und unfassbar dumm. Ja, genau. Und das waren sie ja auch. Man muss vielleicht einfach, um das besser einzuordnen, muss man vielleicht mal auf das Missverständnis hinweisen, das immer wieder in der Öffentlichkeit kursiert. Es gäbe so etwas wie irgendwelche Studenten, die in einen Konflikt mit mir gewesen seien. Ich bin in den 23 Jahren, die ich an der Humboldt-Universität unterrichte, in keinem einzigen Konflikt mit irgendwelchen Studenten gewesen, habe ich immer sehr gut verstanden. Das sind meistens Leute, die von außen kommen, die die Universität als ein Feld nutzen, man macht sich nicht beliebt, wenn man sich mit Stalinismus beschäftigt, bei bestimmten Leuten, die den Diktator bewundern. Das ist dann eben so. Und dann wird man angegriffen von diesen Leuten, aber das sind keine Studenten, die das machen. Sondern? Naja, es gibt dann diese waren doch 2 kleinen Studierende. Ja, das waren. Die eine hat, glaube ich, nicht mal Examen gemacht. Also Langzeitstudenten, die sich mit politischem Kram irgendwie beschäftigt haben, die da, glaube ich, im AStA aktiv waren, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die jetzt nicht klassisch zu den Studenten zählen, die sich da für die Universität und für den Unterricht interessieren, sondern was anderes machen. Und ansonsten sind das organisierte Parteien, die Universität als eine Bühne für sich verwenden. Ich glaube, die Rektorin oder Dekanin oder ich weiß es nicht, hat gesagt, das sei, wie du dich geäußert hast, aber eigentlich auch nicht das, was man sich als Form einer Auseinandersetzung an der Hochschule vorstellt. Weißt du, wenn du beleidigt wirst, dann lässt du dir auch nicht alles bieten. Ne? Man sagt einfach mal Schluss, das ist sehr dumm. Man lässt sich da nicht von irgendwelchen Idioten zum Faschisten machen, sondern sagt dann einfach, nee, das ist dumm. Auf das Niveau lasse ich mich nicht ein. Darauf ging es im Grunde, dass ich mich mit Beleidigungen gar nicht auseinandersetzen will. Argumenten gerne. Und Kritik an meinen Positionen auch sehr gerne. Aber Beleidigungen nicht. Und das ist die Reaktion darauf gewesen, dass ich Beleidigungen einfach dumm finde. An der Universität schon recht. Jörg, danke schön. Ja. Dein Buch habe ich zumindest mit Interesse gelesen. Teile finde ich ganz hervorragend geschrieben. Die Beschreibung, wie Populismus funktioniert, warum er für Menschen attraktiv wird. An anderen Stellen hätte ich jetzt Lust, mit dir weiter zu diskutieren. Die Frage haben wir aber nicht. Du beziehst dich ja auch im Grunde positiv auf Willy Brandt, schreibst auch sein berühmter Satz aus der Regierungserklärung von 69, mehr Demokratie wagen, fragst, wer würde das heute noch unterschreiben, unterstützen? Ja. Ich empfehle, die gesamte Regierungserklärung von Brandt damals zu lesen, sie ist im Internet verfügbar. Da begründet er seine Friedenspolitik auch gegenüber der damaligen Sowjetunion auch damit, dass er sagt, es setzt allerdings voraus die Respektierung der territorialen Integrität der Staaten. Natürlich. Also, klar. Wo Brandt heute stehen würde, wissen wir nicht, aber er hat Kriterien genannt. Ne? Hat er? Ja. Und das ist ja auch richtig. Aber er hat zugleich gesagt, die Rüstung im Kalten Krieg allein wird das Problem nicht lösen. Wir müssen auch Vertrauen aufbauen. Richtig, alleine. Und beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Und das hat er, finde ich finde, das war sehr klug. Ja, Brandt war sicherlich ein, vor dem Hintergrund seiner Biografie, ein an Frieden interessierter Mensch, aber er war nicht das, was man einen naiven Pazifisten nennen würde. Ja, das stimmt. So, und dann muss ich jetzt eben noch sagen, wurde eben noch reingereicht von Thilo, Überschrift Zelensky ehrt Partisanen des Zweiten Weltkriegs. In Polen gelten diese Kämpfer als Massenmörder. Ist das eine Belastung des polnisch-ukrainischen Verhältnisses? Ja, das ist es.
weil es natürlich ethnische Animositäten, Kriege zwischen der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, die die Beziehungen zwischen beiden Ländern stark belastet haben. Ne? Die Kollaboration der Bandera-Leute mit den Nazis, der Auseinandersetzung mit Polen, die Pogrome und Massaker, die stattgefunden haben. Da ist das natürlich, ich verstehe das, der Zelensky muss nach allen Seiten hin offen sein und alle möglichen Gruppen in seinem Staat muss er bedienen. Aber das ist natürlich symbolisch eine Katastrophe. Ja? Und das kommt den Polen nicht gut an. Zu Recht, würde ich sagen. Jörg, danke schön. Vielen Dank. Danke für deine Zeit, hat deine Spaß gemacht. Position. Ja, uns glaube ich auch allen. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ohne die, wisst ihr, es dieses Format gar nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Und wir sehen uns bald wieder, wenn ihr mögt. Tschüss.